Rü. Zu viel mir egal, belustige mich. Hey, ich hab nicht meinen Ton eingeschaltet! Ton wo? Klaus World! Wo ist denn meine Tröte? Wo ist denn überhaupt irgendwas? Kruzifix will wieder. Ja, was? Zu viel mir egal, belustige mich. Hey, ich hab nicht zu viel, egal, belustige mich! Jetzt hör mich wieder selber! Ah! Was ist denn jetzt schon wieder? Geht schon wieder durch. Ach, geh, leg mir im Arsch. Habe! Mikro nix gut, ich hör nix, Ton wo? Jetzt müsst ihr aber was hören. Ihr müsst schon was hören. Ihr hängt bloß wieder eine Viertelstunde neu. Kauf dich mal ein Internet. Habe! Sehr verehrte Damen und Herren, begrüßen Sie zur heutigen Internetproduktion. Liebhaber der niederbayerischen, niveaulosen Freitagabend-Unterhaltung. Timmy Boy, servus, bin auch da, grüße von mir daheim, grüße dich daheim. Klaus World, merci dir. 25er, ich war noch nicht mehr da. Oh, nimm mir den Ton an. Klaus World, Kuss auf die Nuss, merci dir. Schluss mit der Donaterei, ich bin halt zu meiner Belustigung da und nicht zu einer. So schaut's aus. Pünktlich wird Maurer. Hat Maurer pünktlich? Ich hab keine Ahnung. Hey, pünktlich? Das ist ein Arschloch. Sonntaggrüntag. Wie nennt man viele Russen auf einen Baum? Blätter. Der ist gut. Der ist gut. Sonntaggrüntag, der kam unerwartet und ich finde ihn gut. Blätter. Frank Squad, 800% Zusatzwert, eine ins Viech. Ob das heutige Spiel 800% Zusatzwert hat oder nicht, das werden wir herausfinden. Wir haben uns nämlich heute hier versammelt, ja, er wird nicht als Diablo-Killer genannt. Das sind keine so überheblichen CEOs wie vielleicht bei UbiHeart. Die sagen hier Quadruple, 8-fach Game irgendwas, hat 14 Dings gekostet, keine Ahnung. Jetzt hier eigentlich eine Hintergrundmusik, wieso hier ihr extra einen Hintergrundsound von dem Ding eingeben? Heiliges Kanonenrohr Batman. Heiliges Kanonenrohr Batman! Also, warte mal, BG-Musi, ich sag da kein BG-Musi. Warum sag ich da kein BG-Musi? Monitor aus, warte mal. Nur Monitor, warte mal. Ah! Hört ihr was? Hört ihr Hintergrundmusik? Ich glaube, das ist sogar fast ein bisschen laut, gell? Das ist der Soundtrack von Last Epoch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Batman! Heiliges Kanonenrohr Batman! Merci dir. Kuss auf die Nuss. Jetzt kriegst du mir erstmal einen Haufen. Habe die Ehre an den Hans-Bert, an den Rubberbandman. Habe ich ein bisschen braucht zum Lesen. Tut mir leid, schon am Hiebe, kriegst meine Fresse da. Wir sollten mal die Kamera mal wieder klären erzählen. Das ist ein Wahnsinn, das ist ein Irrsinn, was ich da betreibe. Wir mögen das schon sehen. An die Bizzini, an! Heißt du jetzt eigentlich Bizzini oder heißt du Bizzini? Wie soll man jetzt da eigentlich dazu sagen? Ich habe die immer nur in Erinnerung als verrückte Dreadlock-Frau. Habe die Ehre an den Jacke, an den Simon, an den Sernusbot, an den Hannibal, an den Batz, an den Meinmeiker, an den Steffi, an den Renzi, an den Luki, an den Gara, an den Johannes, an den Nick und an die ganzen restlichen Saufer. Gara, mehr für den Resub. Jetzt noch 55 Monate, dann ist so eine gescheite Zahl. Nice. Gara, mehr für den Resub. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich Resub sagen soll dazu oder ist es dann ein Resub? Komm mir das, und jetzt jedes Mal, wenn ich das frage, dann frage ich das, dann vergiss es und bis es bei euch ankommt und eine Antwort kommt, lese ich den Chat nicht mehr. Ja, du weißt, was Gauli! Was zum Überlegen? Ist Minigolf für Kleinwüchsige wie Golf für uns. Nachdenkendes Gesicht. Nachdenkendes Gesicht, das ist wichtig. Dass man die Emojis immer vorlässt, das ist wirklich wichtig. Gauli, ich weiß nicht, ich glaube schon. Also ich würde sagen, ja. Was sagt ihr? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, 80 €! So, der Sprengi schreibt, es ist kein Resub, sondern eine fortbestehende Mitgliedschaft. Es ist aber, verlängert sie die dann automatisch oder hast du einfach, du schließt die Mitgliedschaft ab und dann hast du einen Trigger und wenn du das nächste Mal weiterlaufen lässt, hast du wieder einen Trigger. Also, mir sagen mal, was soll ich aber sonst sagen? Mehr ist wieder ein Trigger. Was ist das? Das ist ja Behinderte. Geh noch mehr ist wieder ein Resub. Ich weiß, was ich sagen soll. Haut drin, Alter! Was sagst du, Helldivers 2? Warte, schau noch. Ich hab keine Tröte nicht da, die hab ich schon wieder weggelegt. Jetzt warte mal, muss ich selber nachschauen. Wo kommen die 2,6 Stunden Spielzeit her? Wahrscheinlich habe ich die in der Login-Queue verbracht. Habe Dr. RRR. Billinger, welcome to the squad. Mir ist die Arbeit dritt, Alter. Ich sage dir gleich. Stahlinger, mir ist wieder 5er. Ohne Viers. Erdnüsse. Rias Moi an Robert und sei Frau von Torso Nis. Robert und sei Alte! Ah, das ist Zensur.
Das ist Absicht, dass ich das da so mache, weil sonst kriege ich einen Strike. Oh, shit, das war jetzt langsam. Herr Stahlinger, merci dir. Bugel, merci wieder ein Resub. Und an den Herrn Billinger, welcome to the squad. Merci für die Mitgliedschaft. Schluss jetzt mit der Donetterei. Heute ist Freitag. Das ist ein Sonderstream. Ich nenne einen Sonderstream. Ich bin da, um einen Spiel auszuprobieren. Und wenn wir schon dabei sind, weiß ich nicht, jetzt haben wir dann einen Mika-Montag, ein Mika-Montag, ja genau. Ein Mitglieder-Montag, ein Mitglieder-Mika und wird jetzt dann auch ein Mitglieder-Freitag draus. Evil Sunday, welcome to the squad. Merci für die Mitgliedschaft. Kuss auf die Nuss. Dankeschön. Lucky, merci dir. Ist der Schmidt-Bauer Mani schon da? Das weiß ich nicht, der ist immer da. Ah. Schmidt-Bauer Mani wo? Das ist das neue Heisel wo. Und der Schmidt-Bauer Mani ist auch übrigens die neue Franziska. Muss man wissen. 800% Sonderstream. Da der Nickel nicht, der hat recht. Absolut richtig. Spielen wir heute Last Epoch. Was zur Hölle ist Last Epoch? Ja gut, als hätte ich jemals irgendwas in die ersten 10 Minuten zum Song gehört. Heute ist um Punkt 10 noch der Ton aus und dann geht's los, weil wir da nicht zum Umeinanderpimmeln gekommen sind, sondern zum Umeinanderpimmeln. So, Kite, merci wieder ein Resub. Grüße aus Südtirol an unsere wunderschönen Lieblingsnachbarn. Weil jetzt kommt meine geografische absolute Unwissenheit. Ist Südtirol Italien oder Österreich? Ja, das ist jetzt eigentlich kein geschlagen dafür. Zu Recht. Ich glaube, es ist Österreich. Aber irgendwie ich meine immer, es ist einfach der Norden Italiens. It is what it is. Mr. Sino! Dabei seit Doom Eternal. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ich habe sogar da hinten ein Poster hängen von Doom Eternal. Bester Singleplayer-Shooter ever. Es geht echt zu Italien! Ich bin nicht dermaßen ein Vollidiot. Jetzt wollte ich mich extra nicht peinlich aufführen und ist tatsächlich Italien. Verdammte Scheiß-Axt. Ja, aber ganz ehrlich, das ist wie... Ganz ehrlich, aber es gehört nur innerhalb der italienischen... Es ist Land Italien. Das ist interessant. Hätte man wissen können, Birger. Du Ahnungsloser. Hätte man wissen können. Ich bezeichne euch trotzdem als Österreicher, ist mir wurscht. Das redet so nicht Deutsch. Oder sagt einer von euch, Vanille, Schoko, Erdbeer, Babene. Ich glaube nicht. Südtirol ist eigentlich Südbayern. Ja, wenn man es ganz genau nimmt. Und Österreich ist eigentlich Ostbayern. Na. Birger Via nennt ma an Delfin mit Unterhosen? Slipper. Heute haben wir lauter behinderte Witze, die ich noch nicht kenne. Wieso kenne ich diese behinderten Witze noch nicht? Weiß ich, Cybergamer Siri, bitte. Nein. Das haben wir halt diese Woche schon mal gehabt. Und du kriegst jetzt Köln-Kalkverbot, du kriegst jetzt Donation-Verbot. Das ist sauber zu utopisch und das ist sauber zu utopisch. Aber du kriegst die Privatröte, dafür hole ich extra noch mit 4. So, haben wir alle Bock! Cybergamer, Schluss jetzt! Dankeschön! Aus, pfui! Kommen wir für einzelne Leute einen Donation-Button sperren auf YouTube? Weiß ich nicht. Viel um jetzt für den Resub. Nimm zum 46. Mal mein Geld, du Geldkeller. Weg so! Ich habe heute schon keine Stimme mehr. Heute war ein langer Tag, Kinder. Köln-Kalkverbot. I am this old. Ja, me too, Springy, me too. I feel you. Cybergamer, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nie, was ich auf sowas sagen soll. Ihr werdet schon wissen, was jetzt. Dankeschön! Ich werd's zersaufen. Na halt, stopp! Buberts ist frei! Ich werd's verrauchen! Hat es jemand mitgekriegt heute? Es ist ja noch nicht ganz durch. Ja, es kann noch irgendwo Einsprüche erhoben werden und so weiter. Aber das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Nicht, dass mich das Kiffen interessieren darf, da ich freiwillig sagen habe jetzt, wie es ist. Das Kiffen selber interessiert mich einen Scheißdreck. Aber anbauen darf ich. Ich sag das freiwillig, wie es ist. Die pro Kopf 3 Pflanzen, die stehen dann sofort im Garten drin, da kannst du mal Gift draufnehmen. Ja, machen wir Vlogs draus. Ja, der Botanikbürger. Da machen wir einen Bubat-Squad. Da ist keine Schaumkrone um, sondern was ich sehe. Schnutzmeister, ich weiß nicht, was da los ist. Da war ich gehört! Schnutzmeister, merci. Leute, chillt die Kniescheibe jetzt. Viel erst wieder ein Resub, Schnutzmeister, welcome to the squad. Hat's keiner mitgekriegt? Da muss da also wir haben da mindestens irgendjemanden in der Community, den das gefreut, dass man jetzt dann nicht mehr sein Leben lang eingesperrt wird. Bei uns, vor allem in Bayern, wenn man mit 2 Bresel groß in der Hosentasche gefunden wird, oder? Da muss doch irgendjemand da sein, der sagt, hey, das war mal das erste Gute, was der Ampel auf 3 gekriegt hat. Sag! Gramale! Müssen wir den Resub. Birger, was macht ein Mathelehrer nach einem One-Night-Stand? Er zieht die Wurzel aus einer Unbekannten. Was habt ihr da jetzt wieder für Internetseiten gefunden, wo die Witze draufstehen, die ich nicht kenne? Heißt die Witze, die der Birger nicht kennt.de? Hä? Sag?
Mikro am Maul, merci dir. Top, haben Giraffen auch Knierscheiben? Ja, 2. Also pro Fuß. Brokkoli! Ich find's mega, ja, ich habe mir schon gedacht. Kräuter to Urphase. Was? Kräuter to Urphase? How to anbauen? Das ist eine gute Idee. Vielleicht habe ich das auch schon einmal da, wer weiß das schon. Und dann habe ich einen Seelenbeitel verschenkt. Wer weiß das schon. Kann passiert sein. Bin mir nicht sicher. Chulaila! Chulaila! Chulaila, Squad! Chulaila! Dankeschön. Bussi aufs Nussi. Ist das schon sexuelle Billett? Das ist ein guter. Muss mich schauen. Das ist einfach der schönste Donation-Song. Kannst du sagen, was du magst. Chulaila, ab in den Chat, habe ich dir. Chulaila. Jona, habe ich dir Bio unterwegs mit mir? Oh, Auswärtssprechen. Für meine YT-Videos. Gruß, stolzer Löwe, 1800. Habt ihr schon verstanden? Ich wünsche dir viel Spaß, eine gute Fahrt und mögen die 60er 18-0 gewinnen. Werden nicht passieren, ich weiß es, aber versuche ich es wert. Joke Brother, merci für den Resub, Bier gemacht, Buberts frei. Na, jetzt ist die nächste Forderung ist unsere Podcast-Folge. Wer unseren Podcast noch nicht kennt, das habe ich auch schon lange nicht mehr erwähnt. Spezi-Wirtschaft, extra Kanal. Ich, der Kani und nur der Floriane. Eine Zigarette und ein Hamster gemeinsam. Beide sind total harmlos, bis man sie in den Mund nimmt und anzündet. Das ist auch gut. Den glaube ich, habe ich aber schon mal gehört, bloß in anderen Formen. Ich hoffe, dass jeder verstanden hat. Wenn nicht, die lesen gerne noch mal vor. Was haben wir, eine Zigarette und ein Hamster gemeinsam? Beide sind total harmlos, bis man sie im Mund nimmt und not sind. Sehr schön. Cyberfox, merci dir. Mama Motte, merci für den Resub, Kuss auf die Nuss. Ich glaube, das mit dem Brokkoli erst, wenn die Gaudi durch ist. Ja, um ganz ehrlich zu sein. Es ist mir jetzt ehrlich gesagt, ich finde es aber generell eine gute Sache. Also sämtliche Argumentation für dieses Cannabis-Erlaubnis haben eigentlich nur vernünftig, um ganz ehrlich zu sein. Da brauchen wir nicht lange umeinander diskutieren, weil wenn ich kann jetzt, sprichwörtlich, kann ich jetzt den Stream aufhören, kann in irgendeiner Tankstelle fahren, kauf mir 18 Liter Wodka und bring mich um. Ja, ja, also keine Ahnung. Haben wir heute schon ein bisschen umeinander diskutiert. Weißt du das auch, it is what it is. Zwingt ja keiner, dass du es auch rauchst. Ich werde es auch nicht rauchen. Natürlich werde ich es noch mal probieren, so nach 20 Jahren. Und wieder feststellen, so, nein. Aber so bauen da Besticker. Sag ich dir, wie es ist. 12 nach ist! Wir fangen mal jetzt so zum Spenden, so schaut's aus. Kinder, Freunde der Sonne, merci dir, Kuss auf die Nuss. An alle anderen, wir haben uns zum Spenden gerufen und nicht zum umeinander pimmeln. Ich rede aber heute auch gern. Ich weiß nicht, ob es die Leute wissen. So, Alert Sounds sind jetzt aus. Was ich jetzt noch schnell tun muss, bevor wir anfangen, ich muss den Stream auf nicht gelistet setzen, weil heute ist, für alle, die vielleicht am Freitag noch nie dabei waren, normalerweise streame ich am Freitag nicht, mittlerweile kündige ich es. Oh, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, Anzeigen einzufügen. Ja, YouTube, wann ist der nicht, wenn ich so drüber nachdenke. Jetzt passen wir auf, Stream-Einstellungen, Aufzeichnungen nach dem Ende des Streams auf nicht gelistet setzen. Ja, das ist gut. Lass das einmal nur so. Die Streams dauern gerne mal länger. Ich kann es heute noch nicht so hundertprozentig versprechen, weil das heute ein sehr langer Tag war, aber wir werden sehen. Das ist jetzt sehr vom Spiel abhängig. We will see you. Nein, nicht Helldivers, das starten wir nicht. Was ist da? Herr Cybergamer, Schluss jetzt! Und dann habe ich noch, warum gehen Ameisen nicht in die Kirche? Weil es Insekten sind. Den haben wir schon gehabt. Das war ein deiner Witz. Sag ich dir, wie es ist. Herr Cybergamer, Schluss jetzt! Dankeschön. Starten das Spiel. So, Kinder. Wir spielen heute Last Epoch. Was zur Hölle ist Last Epoch? Ist also ein bisschen an mir vorbeigegangen. Das Ding war jetzt seit 4 oder 5 Jahren, glaube ich, sogar in Early Access. Ist in die Version 1.0 gegangen. Wir schalten mal direkt einmal um. Normalerweise müsste es auch instant funktionieren. Jawohl. Wie Sie sehen Sie nichts. So, jetzt bin ich erstmal gespannt, ob die Server funktionieren. Das ist einmal das Erste. Leute, Dankeschön. Wolfric, wenn ein Diabetiker vom Blitz getroffen wird, entstand dann Karamell. Das ist gut. Heute haben wir nur gute. Heute ist ein guter Witz. Freitag. Das ist ein guter. Du kannst sowas machen. Wolfric, merci dir. War gut. So, wir probieren es jetzt mal mit Online-Spielen und schauen mal, ob wir auf den Server kommen. Chatsprache Deutsch bitte EU West. Ja, natürlich. Best Programmer EU West. 26er Ping. Einstellungen habe ich heute Nachmittag schon einmal gemacht. Ansonsten weiß ich so gut wie nichts vom Spiel. Ich habe fast keine Videos gesehen. Ein paar Beutel und Ding. Hey, geht sogar instant. Da schau ich. So, da sollte eigentlich dann ziemlich schnell klar werden, was zur verfickten Hölle ist Last Epoch. Last Epoch ist ein Action-RPG und am besten zum Vergleich, das ja jeder kennt, Diablo.
Ja, ich habe sehr viel Spielzeit, zumindest für meine Verhältnisse und für das, wie gut Diablo 4 wirklich ist, in Diablo 4. Und bin großer Diablo-Fan seit Diablo 1 eigentlich, wenn man so will. Das wären jetzt dann bald 30 Jahre. Fuck, I'm this old, spreng ich. 1996 Diablo 1 auf dem Pentium 90 oder 80, glaube ich sogar. Pentium 1, 80 MHz. Da ist ganz anders gegangen. Zonenwechseln dauert lang momentan. Aber wir werden sehen. Wann ist es aus dem Early Access gekommen? Vorgestern, glaube ich. In die Version 1.0 und es wird sehr gelobt. Was ich zumindest bis jetzt gesehen habe, wie gesagt, es war nicht viel. Und da habe ich mir gedacht, weißt du was, die Spiele interessieren mich auf Stream und wenn es schon nagelneu da sind, hauen wir einen Stream am Freitag rein und probieren wir es miteinander aus. Wie uns der Charakterauswahl oder die Klassenauswahl Bildschirm schon sagt, wir werden es ständig mit Diablo vergleichen. Ja, wenn ich ein Action-RPG bringe, dann muss ich mich nun mal mit Diablo vergleichen. Und Diablo macht momentan so hier, also hat steil angefangen, die war begeistert. Mit Season 1 waren wir dann, was zur Hölle ist das jetzt für Zager Schinken? Season 2 hat mich dann nochmal abgeholt, da habe ich 200er Chance aufgespielt, ein Bone Spear Necro, nochmal mein eigenes Bild und dann ein was für Glas war so broken, der Ball Lightning Sorcerer. Und dann habe ich noch einen Jäger angefangen, aber bin nicht weit gekommen. Und jetzt in Season 3 wollte ich den Druiden anfangen das erste Mal und habe es genau bis Level 12 geschafft. Also die Season Mechanics in Diablo 4 sind unter aller Kanone. Es gibt immer noch keine Itemization, es gibt keine Ranglisten, es gibt kein Crafting. Ja, sie haben so ein Pimmel-Crafting, ich weiß schon, für die über-Unix eingeführt und keine Ahnung. Seien wir uns ehrlich, hat schon irgendjemand einmal sich mit dem PoE-Crafting auseinandergesetzt? Das ist ein Crafting. Und das ist mir sogar schon zu viel. Übrigens einmal ganz furchtbar vorab, wer heute die übliche Blödelei erwartet, der wird heute wahrscheinlich enttäuscht. Es wird heute ein sehr nerdiger irgendetwas. Wenn irgendjemand Fragen hat, wenn die Begriffe ausscheißen, der sich denkt so, hä? Was soll ich dicke Mann im Internet? Ich verstehe kein Wort. Ja. Die Steffi sagt, es gibt kein Ritterglas. Wo gibt's kein Ritterglas? In Diablo, meinst du? Ja, wir haben ja schwer davon ausgegangen, dass in Diablo irgendwann per Season der Paladin kommt. Oder als Gegenstück, das böse Gegenstück, der Todesritter. Es gibt auch schon ein paar so Leaks und so weiter von der Special Edition auf die Beachtung, Insiderwissen. Was heißt Insiderwissen? Das ist, glaube ich, das wissen nicht die meisten oder die wenigsten, sagen wir es so, weil keiner die Special Edition hat von Diablo. Die habe ich auch nicht, beziehungsweise die Collectors Edition. Das ist eine riesendrum Schachtel mit so einem Billo-Kerzenhalter drinnen, das ist ein Scheiß. Aber da haben die Leute rausanalysiert, jetzt würde ich gerne das Battleherz sagen, aber ist ja wurscht. Da ist so ein Kreis ums Logo rundherum und da haben so kleine Runen drauf. Und da war sehr schön abzulesen, da haben 6 Runen drauf, glaube ich, oder Sim-Runen drauf. Und jede Rune steht für, ist klar und deutlich zu erkennen, das ist die Rune für einen Necromancer, das ist die Rune für einen Zauberer, das ist die Rune für einen Barbaren, das ist die Rune für einen Druiden. Und was haben wir dann noch für ein Glas? Und die gern vergießen, scheiß Jäger. Und dann war noch eine zusätzliche Rune drauf. Das heißt für mich so viel wie, ja, brauchen wir nicht umeinander schmerzen. Brauchen wir nicht umeinander schmerzen, das ist die nächste Klasse, die kommt. Ja, aber gekommen ist keine. Ich kann dir schon sagen, wann die kommt mit dem neuen Addon und das scheiß Addon von Diablo 4 kostet nochmal 100 €. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Blizzard schiebt dir deinen Finger in den Arsch und bloß die auf, du bist da nicht ganz sauer. So! Freunde der Sonne, wir schauen uns jetzt aber nicht, befassen uns nicht mit Diablo 4, wir befassen uns mit Last Epoch und werden sehen, was passiert. Ich glaube auch nicht, dass wir da heute recht viel sehen, weil in einem Action-RPG in 2, 3, 4 Stunden, da werden wir nicht recht viel zum Sehen kriegen, aber so ein bisschen einen Ersteindruck können wir vielleicht gewinnen und vielleicht spielen wir dann einfach nochmal weiter. So, alles was mein Auge sieht, ist... Da, schätze mal, ist sowas wie ein Paladin. Da ist sowas wie der Schurke bzw. der Jäger in Diablo 4. Da haben wir einen Zauberer. Da hätte ich jetzt fast gesagt, das ist der Barbar, aber er hat da so einen Bären dabei, also tippe ich mir ganz schwer auf sowas Druiden-Schamanenmäßiges. Und da haben wir eine finstere Zauberin, davon gehe ich jetzt mal schwer aus mit so Totenschell und so, also ist das unsere Nekromantin. Und wie gesagt, ein paar kurze Videos habe ich schon gesehen, auf was habe ich immer Bock zum Spielen, die absoluten Oh, der Chris Werner ist der Einzige, der es gespannt hat. Da. Leute, da ist ein Viech. Da ist ein Teddybärle. Das heißt im Chat, no. Der Wirbler, der Hammerdin oder, weil es einfach meine Lieblingsklassen sind, Minion-Builds, der klassische Necromancer. Was soll man spielen? Auf was hätt's ihr Bock?
Ich sag das ganz ehrlich, die Jägerklasse und die Trapse aus Diablo 2 und so, das hat mich nie so gestickt. Weiß nicht. Zauberer hat mich auch nie so gestickt. Da bist du immer squishy as fuck und musst ein bisschen schauen. Ich sag das, wie es ist. Ich denke, es wird auf alle Fälle Elisabeth. Das ist auf alle Fälle. Ich glaube, dass es diese Geschichte hier wird. Ja, hat's mir schon verkauft. Hat's mir schon verkauft. Da grabe ich das Skelett, grabe ich von links aus, hat's mir schon verkauft. Grafischer Ersteindruck, ja, da schmeckt natürlich nichts an Diablo 4 ran, das muss so ehrlich muss man sein. Diablo 4 hat einfach, wenn Diablo 4 irgendwas richtig gemacht hat, dann war es Atmosphäre, Grafik. Das ist einfach nur geil. Da kann man nichts dagegen sagen. Jetzt schauen wir mal, was wir zumindest machen können, weil vielleicht interessiert es auch ein paar andere, die vielleicht noch eine Kaufentscheidung treffen möchten. Gehen wir mal nochmal zurück aus. Gehen wir dazu, da gehen wir zurück. Machen wir von links nach rechts und lesen wir nicht jeden Skill durch, da kriegen wir einen Vogel. Aber zumindest aber so die kurze Beschreibung, was für eine Art von Klasse das ist. Da haben wir, der schaut auch wütend aus. Schaut wütend aus, kann man lassen. Hauptfertigkeiten. Mit starkem Ehrgefühl und furchteinflößendem Kampfkünsten stellt sich der Wächter selbst am Ende der Welt gegen Ungerechtigkeit. Sage ich dir ganz, ja. Hauptklasse, also die Grundklasse ist der Wächter, also ein Ritter, sagt man halt auch, mit dem Schädel, Melee-lastig, ist wahrscheinlich sehr tanky, gehe mir jetzt nicht schwer davon aus, mit schwerer Rüstung. Ob es verschiedene Rüstungstypen gibt, weiß ich nicht, wir werden sehen. Und das Einzige, was ich so ein bisschen weiß, ist, es gibt dann so Unterklassen, die man im Laufe des Spiels freischaltet, mit ab irgendeinem bestimmten Level. Und das schiebt dich dann so ein bisschen in eine gewisse Richtung an Skills und was du dann so kannst. Und da gibt es dann einen leeren Ritter, kann man da hochklicken, einen Wächter, der einen Teil der Leere in sich aufgenommen hat und damit seine Gegner zu vernichten. Seine Hiebe hinterlassen Spuren der Leere, die begehrlich die Essenz seiner Feinde von innen heraus zerfressen. Ist jetzt ein bisschen so wie ein verdorbener Paladin, wenn du mich fragst. Dann haben wir einen Ambosswächter. Können, Kraft, Stahl und die Sicherheit, dass seine Ausbildung ihn siegreich hervorgehen lässt. Seine Hiebe sind stärker als Hoffnung und seine Rüstung ist stärker als Verzweiflung. Er ist ein Bollwerk aus Kraft und Stahl, dessen Meisterschaft über Waffen, Rüstung und die Belebung von geschmolzenem Metall das Schlachtfeld deformiert. Okay, kann ich mir jetzt gar nicht so hundertprozentig vorstellen, was das ist, aber es klingt extrem tanky. Es klingt 5 Noob-Sekunden, was zur Hölle bedeutet tanky, du holst viel aus. Tank. Verbind's einfach geistig mit dem Panzer. Ja, und dann haben wir schon einen Paladin, genauso wie ich es mir dachte. Wo ein Schlag ihn niederstrecken würde, erhebt sich das Licht in ihm. Wo seine Verbündeten kauern würden, gibt es ein Licht. Gibt dieses Licht ihm die Fähigkeit zu führen. Ein rechtschaffender Kämpfer, der sich darauf konzentriert, seine Verbündeten zu stärken und zu heilen und der ganze Scharen von Feinden mit heiligem Feuer überwältigen kann. Er ist so der typische Holy Knight. Ja, jeder kennt einen scheiß Paladin. Ich spiele zum Beispiel in den normalen Rollenspielen, wird zum Beispiel... Bin ich jetzt behindert? In Baldur's Gate 3 zum Beispiel spiele ich einfach gern einen Gurden. Frag mich nicht, warum ich lieber gurdige Charaktere spiele als Bese, wenn es mir schon mal die Möglichkeit gegeben hat. Und dann spiele ich zum Beispiel auch einen Paladin. Mag ich einfach irgendwie, keine Ahnung warum. So, gehen wir weiter. Dann sind wir bei den Schurken. Die Schurken! Was auch schon mal interessant ist auf alle Fälle, es sind festgelegte Geschlechter, offensichtlich. Also ich kann jetzt da keinen Schurken in männlicher Form spielen, offensichtlich. Ist das schlimm? Nicht wirklich. Interessiert mich ehrlich gesagt, scheiß. Die Schurkin. Eine unvergleichliche Meisterin von Bogen und Klinge greift aus dem Schatten an, um ihre tödlichen Talente an einem höheren Ziel einzusetzen. Klingt nach sehr viel Range, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die eine Melee-Unterklasse hat. Klingentänzerin. Haben wir schon soweit. Jetzt lesen wir mal nicht den ganzen Pimmelscheiß da durch. Dann haben wir noch eine Scharfschützin, das klingt sehr auf Bogen spezialisiert. Und dann noch eine Falknerin. Was ist das da? Ist so Falknerei. Beschwör deinen Falken, der an deiner Seite kämpft. Das ist, glaube ich, schon auch cool. Da ich halt so Minion-Builds mag, 5 Noob-Sekunden, was ist ein Minion-Bild? Da laufen nicht bloß ich umeinander, sondern ich beschwöre mir halt Viecher her, wie der Necromancer zum Beispiel, der halt dann Skelette hat, die zuhauen oder schießen oder zaubern oder was auch immer. Der Petjäger halt, ja. Der Petjäger halt, spreng ich richtig. Ich muss ja das, du musst dir immer vorstellen, stell dir vor, meine Mom schaut zu, der muss ich das kurz einmal ein bisschen, weißt du, sehen. Ja, muss ich erklären, was ist da los. Falknerin, hast du dann noch ein paar Viecher dabei und schießt. So, zurück, was haben wir da? Dann haben wir natürlich einen klassischen Zauberer. Ich denke mal, das ist ein ganz klassischer Herr der Elemente, Eis, Feuer. Was haben wir noch? Zauberklinge. Oh, Zauberklinge, das heißt, haben wir einen Melee-Zauberer. Haben wir einen ganz normalen Zauberer. Ein Meister des Arkanen, unvorstellbare Macht, bla bla bla. Und diese Klasse, ganz speziell der Runenmeister, da habe ich auch ein kurzes Video dazu gesehen, die soll extrem, das ist was komplett Neues, das habe ich so noch nicht gesehen. Wie erkläre ich das jetzt auf die Schnelle? Du bist im Prinzip so der Herr der Elemente.
Und jetzt mal, wenn du eine Rune zauberst, also du zauberst halt einfach irgendeine Fähigkeit, dann speicherst du die Rune über dir. Und dann kannst du zum Beispiel eine Eisrune, eine Feuerrune, eine Erdrune, eine Luftrune, eine was weiß ich was Rune machen. Und dann speichert das da um eine gewisse Reihenfolge. Und wenn du dann einen bestimmten Zauber machst, macht der Zauber etwas Bestimmtes, je nachdem, was für Runen du gespeichert hast. Und da haben theoretisch, was weiß ich, glaube ich, 50 verschiedene Kombinationen möglich und macht dann 50 verschiedene Sachen. Da haben wir gedacht, das klingt extrem krass und wenn das balanced ist, dann fries ihren Besen. Aber das ist mir jetzt zum Start zu viel, das sage ich dir, was ist. Gehen wir lieber weiter zum der Primalist. Ah ja, das ist ich. Haben wir einen Tiermeister, gehen wir schwer davon aus, das ist sowas wie heißt der in World of Warcraft? Rexar, glaube ich. Der hier mit zwei, ist zwar eigentlich ein Jäger, aber ist ja scheißegal. 2 Hacke, reinprügeln ins Viech und hast noch irgendwelche Viecher dabei, wie zum Beispiel ein Raptor, ein Bären, ein Säbelzahn und ein Skorpion und Raserei-Totems. Was haben wir da? Da haben wir einen Schamanen. Er ist der eigentliche Herr der Elemente, wenn man so will. Sturmtotem, Tornados, Earthquake, Lawinen, Eislawinen, Feierlawinen, was weiß ich, was man alles machen kann. Wir werden sehen. Und dann haben wir natürlich einen Druiden, der kann sich in einen Wehrbären verwandeln, Formwandlermäßig, kann er sich in was anderes auch verwandeln. Schwarmklingen und so weiter und so fort. So! Zurück. Also sind alle nötigen Klassen sind auf alle Fälle vorhanden. Mehr als 5 braucht zum Start keine Sau. Noch dazu hat er jede 3 Unterklassen, sind wir da schon mal weiter wie bei Diablo 4, brauchen wir gar nicht schmerzen. In Diablo 4 machen pro Klasse genau 1 Skill und Spaß zum Spielen. Alle anderen sind unspielbar, weil du nicht weiterkommst oder sie sind beschissen zum Spielen. Change my mind. Dann haben wir die Akolytin. Ich hätte jetzt eigentlich darauf tippt, dass sie Hexenmeisterin oder irgend sowas ist. Aber die Hexenmeister gibt's als Unterklasse. Ja, sie müssen ja als Rat nicht neu erfinden. Wenn du mich fragst. Akolytin. Die Akolytin, eine rebellische Schülerin, die ihren Lehrmeistern trotzte, um verbotene Magie zu erlernen, lässt sich durch nichts davon abhalten, noch mächtiger zu werden. Das klingt nach einem klassischen Bierger. So, Unterklasse, die lesen wir jetzt aber sauber. Die Nekromantin. Fleisch, Knochen, Blut und der letzte Rest Essenz am Ende eines Lebens. Dies sind ihre Werkzeuge, ihre Waffen. Sie ist die Herrin einer verfluchten Armee, deren dunkle Kreaturen ihre Feinde mit dem Hunger der Toten zerfleischen. Ein Hunger, der aus ihrer Macht entspringt und auf ihren Befehl hin gestillt wird. Und da erwarte ich eigentlich, ja genau, ich kann Gespenster beschwören, ich kann Skelettmagier beschwören. Dann, das ist wahrscheinlich die klassische Leichenexplosion, so wie man es Symbolo schaut. Zerreißt einen verbündeten Diener. Ah nein, da kann man Diener explodieren lassen, okay? Schreckensschatten, ist wahrscheinlich auch irgendein Viech. Und eine Abscheulichkeit, das ist der große Golem. Das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock habe. Und in diese Richtung werden wir im ersten Durchlauf wahrscheinlich spielen, nehme ich an. Dann haben wir einen Lich, oder ein Lich, was weiß ich, wie man sagt dazu. Eine Akolytin, die korrumpierte Natur ihre Macht willkommen heißt und Blut- und Todesmagie selbst auf Kosten ihrer eigenen Gesundheit einsetzt. Ah ja, klingt ein bisschen nach Hexenmeister-Fähigkeiten so. Ich habe keinen Mana, sondern ich bezahle meine Fähigkeiten mit meinem Leben und habe dann so viel Life-Rack, dass es egal ist und ich komme mir einfach durchschnetzeln. Kann man machen. Was ist der Hexenmeister so? Klassische Hexenmeister, schießt halt Schaden und nekrotisch Schaden. Und solche Geschichten. Ja, Abgrund, Echos, Heidenschleier. Was? Heidenschleier. Eine Meisterin der verbotenen Künste mit Flüchen, die den Geist vernebeln. Fluch-Necro. Ja, macht natürlich auch Sinn. Ja, wir gehen mal straight. Also, die werden im Laufe der Zeit freigeschaltet. Wir gehen mal straight zur Akolytin. Und natürlich heißen wir mir, wie wir immer heißen, Elisabeth. So. Und jetzt pimmelt man nicht lange mal an. Ich glaube, dass das gut ausschaut. Da fangen wir an. Elisabeth! Last Epoch 1.0 Reich wechseln. Was bedeutet das? Das werden wir uns anschauen. Last Epoch haben wir so, jeder Zyklus stellt einen neuen Fang in einer neuen Umgebung. Ach, das ist schon eine Season! Direkt vom Start weg! Du wirst ja mir nicht erzählen, Last Epoch weiß, was es da tut. Im Infinitum kannst du nach wie vor auf alle deine Charaktere zuweisen, so wie ich den schätze, aber es gibt keine Bestenliste. Ja, easy, voll geil. Gibt's jetzt schon. Und der Zyklus dauert gewöhnlich 3 bis 4 Monate, wie überall. Ja, sounds gut, nehmen wir. Hardcore spielen wir nicht. Das ist mir einfach zu blöd. Hardcore ist einfach, ich finde diesen Modus so sinnlos. Irgendwo lustig, ja, aber das sollen die auch nochmal. Herausforderungen, Charakter gefunden, Solo-Charakter gefunden. Was bedeutet das? Ich kenne Solo Self-Found natürlich, aber was ist der Unterschied da? Dieser Charakter hat keinen Zugriff auf Gegenstände oder Ressourcen, die von anderen Charakteren gesammelt wurden. Ach, das heißt, gut, wenn wir mir jetzt mehrere Charaktere erstellen, dann kann ich, angenommen ich spiele mit dem jetzt auf Level 50, ich bin durch und finde gleich ein bisschen eine gute Ausrüstung und so weiter, dann kann ich dem einen zweiten Charakter geben, den ich anfange. Das
Nein, interessiert mich nicht. Und Solo-Charakter gefunden bedeutet wahrscheinlich, dieser Charakter kann sich nicht mit anderen Charakteren anderer Spieler zu einer Gruppe zusammenschließen. Also du musst immer Solo spielen und du kannst wahrscheinlich auch nicht handeln und so Geschichten. Wollen wir auch nicht. Charakter erstellen! Elisabeth, zum Dienst! Los! Keine Serverwarteschlange, ich bin begeistert. In the beginning, there was darkness. Only terror, myself, and the void. Das Intro schauen wir uns so, ansonsten geschissen auf die I Story. was content with nothing. Is what it is. She dreamt of light, of life, of humanity. We disagreed. And yet, in her world, there were gods. Mujasa of the desert, Largon of the sea, Raye of the endless skies, and Hierot of the frozen tundra. But fate stole Terra away. Without her, there was conflict, then wars. In the end, it was Raye who sought to outshine the sun that would pull the world into his flame. Caught within Raye's gaze were the Keepers, an order sworn to protect Eterra's memory and the power it still holds. They were joined by someone unexpected, a traveler, willing to walk into the flames of war. But why? Was it honor they sought? Power? Redemption? Or was this fate? Perhaps. But no story is quite that simple. Genau das, was der Sprengi gerade geschrieben hat. Konfuse Namen hier und da und noch und nöcher, ich bin raus. Same hier. Ich kann irgendjemand auch nur einen Namen jetzt nochmal nennen, der gerade gefallen ist? Einen einzigen? Los. Kein Problem, PS, geile Stimme für so ein Szenario. Ja, boah, weil das ist absolut richtig. Absolut richtig. Ich wollte es fast sagen, aber ich wollte mein Maul halten. Elisabeth! Vollidiot. So, irgendwo habe ich auch gerade im Chat gelesen. Ich bin gespannt, wie lange er jetzt im Ladescreen hängt. Ja, da bin ich jetzt auch gespannt. Das ist, glaube ich, dem Server aber geschuldet, nicht meinem PC oder auch nicht am Spiel selber, sondern wahrscheinlich eher der Serverüberlastung. Reyes oder so ähnlich, ja. Eterra, ja, das glaube ich ist aber der Name des Landes. Ja gut, den lasse ich auch sein. Hab nicht aufgepasst. Was war? Jeder. So ehrlich muss ich auch sein. Ich spiele ARPGs nicht wegen der Story. Ganz ehrlich, die Story interessiert mich einen Scheißdreck. Ich weiß auch bis heute nicht, um was im Path of Exile geht. Sag ich dir, was ist. Da ist Kitara und die muss man umhauen. Ja, passt, best Story ever. Interessiert mich einen Scheiß. Darum werden wir weder Questtexte lesen, ausführlich die Geschichte verfolgen, nur irgendwas ist mir alles wurscht. Zukünftige Cutscenes werden wir einfach, ich glaube, die bestehen ja nicht bloß aus so Geschriebenes und mit einer Stimme drüber. Wer da drauf Bock hat, der kann es dann selber spielen. Dann nehme ich da nicht alles. Sagen wir es so. Mich interessiert in ARPGs eine Story gleich null. Das Gameplay muss passen und sämtliche Gameplay-Mechanics müssen passen. Und es wird jetzt schwierig genug, da am Anfang einmal ein Urteil zu fällen, weil ein ARPG erst richtig gut wird, wenn wir Richtung Endgame kommen oder im Endgame sind. Aber wir werden sehen. So, was haben wir jetzt da dabei? Keine Ahnung, spielen wir Stein, Schere, Papier. Aber ohne Brunnen. Server sind noch komplett Chaos, arbeiten es dran, aber noch kein Etat. Was heißt ein Etat? Jetzt brauche ich schnell 5 Noob-Sekunden, aber noch kein ETA. Hast mit 800% Zusatzjob wieder keinen schnellen Serverzugang gekauft. Was hat es denn gekostet? Vielleicht interessiert das oder nur einen anderen. Ich glaube 38 Euro bezahlt oder 37 Euro. Kostet glaube ich ja immer noch. Der Kabinett schreibt, Birger, hast du schon mit privat Baldur's Gate 3 gezockt? Und falls ja, wie hat es dir getaugt? In Baldur's Gate habe ich, glaube ich, Baldur's Gate 3 habe ich, glaube ich, über 100 Stunden. Habe ich offstream gezockt, weil ich mir gedacht habe, das ist kein Spiel für einen Streamer, das ist ein 100-Stunden-Schinken, das passt nicht in den Streamer, das kann man das ganze Jahr spielen, das wird auch irgendwann langweilig. Und es ist das beste Spiel des Jahres. Und das beste Spiel seit langer Zeit. Brauchen wir nicht nochmal diskutieren. ETA ist gleich, wann soll rauskommen? Ach so. Ja, gut. Also, du musst dir immer vorstellen, es ist wahrscheinlich für einen Entwickler ein unfassbarer Aufwand, mehr
Server zu mieten und mehr Serverstruktur zur Verfügung zu stellen. Wenn ein Spiel am Anfang hypt, da scheitern sogar Multimilliardenkonzerne und Entwickler daran. Und in der Regel haben diese Hypes nach diesem Wochenende vorbei. Ja? Darum, das war noch nie anders. Seit über 20 Jahren ist das nicht anders. Und da rege ich mich nicht mehr drüber auf. Es ist mir einfach wurscht. It is what it is. Was man natürlich ist nicht schön. Aber ja, ETA kenne ich bloß von meine Schifferl. Was? Weiß ich nicht, was du meinst. Bei Kackspiele 1700 Leute, heute keine 1000. Sepp Wurzel ist ganz normal, weil die meisten Leute nicht wissen, dass ich heute streame. Und das ist am Freitag ganz normal. Ich habe heute mein Spätzle geredet, ich habe gesagt, wenn wir über 500 Leute sind, dann bin ich zufrieden. Das ist am Freitag schon irgendwie so. Ich finde es traurig, heute ist ein Spiel maximal 2 Wochen aktuell. Früher war ein Spiel monatelang neu. Das ist absolut richtig. Es ist auch als Variety-Streamer nicht ganz einfach, wenn man sich eine Spiele mitnehmen will. Und das will ich mittlerweile, wenn ich mich schon als Streamer hier oute. Sonst hätte man das heute auch nicht gemacht. Sonst hätte ich mir heute in Ruhe selber hingeguckt und hätte selber gespielt. Ist ein Begriff aus der Logistik, okay. Ich habe nur geringfügig mit Logistik was zum tun. Ich tue kleine Backerl verbackeln. Der SP schreibt, grüß dich, wollte nur mal daran erinnern, dass Resident Evil 2 inzwischen über 5 Jahre her ist. Das ist absolut richtig. Ich glaube, vor 5 Jahren sowas waren wir ungefähr fertig mit Resident 2, oder? Kannst du hingehen. Vor 5 Jahren, 1 Monat und 2 Tage, um genau zu sein. Am 25. Januar, glaube ich, war es. Da hat der Gaming-Stream seinen Start gehabt. So, jetzt darf ich aber dann doch gern irgendwann einmal in das Spiel kommen, das war schon ganz nett. Aber weißt du, was das Spiel hat? Habe ich mir sagen lassen. Hey, man muss sich nur kurz beschweren. So, da sind wir auf der alten Straße. Göttliches Zeitalter, -12 vor Imp, keine Ahnung. Es ist 20:36 Uhr, haben wir ja bloß wieder 36 Minuten braucht, bis wir mal zum Spiel fahren. It is what it is. Ich habe euch gewarnt. So, kurzer Interface-Check. Können wir mit WASD laufen? Nein, können wir nicht. Was QWER sind unsere. Was ist denn dann 1? Dann müssen wir sofort damit Steuerung umstellen. Okay, das ist schon mal auf Anhieb sehr flüssig. Das ist eins der wichtigsten Dinge in einem fucking ARPG, dass das da schön flüssig sich anfühlt. Wunderbar. Was ist Q? Okay. Da war ein Ruckler. Warum war da ein Ruckler? Das weiß ich nicht. Warum kann ich da Blut an die Wand nicht schmieren? Was ist das da? Ist das Laufen und Gehen? Rechtsklick ist das da. Nein, Freunde der Sonne, mit QWER fahren wir da nicht an. Da stellen wir sofort einmal die Steuerung um. Das machen wir natürlich schön brav mit 1, 2, 3, 4. Und einen Heiltrank, der wir auf 5 und Q. Schauen wir gerne mal, ob das funktioniert. Gameplay, Tastaturbelegung, ändern die. Lesen wir bei Uncharted 4 einfach übersehen. So, Fertigkeit. Es ist 1, 2, 3, 4, 5 sonst irgendwie besetzt. Na, also ist eh wurscht. War vielleicht einmal eine Überlegung, das Ding mit dem Controller auszuprobieren. Aber ARPG mit Controller? Nicht. Fertigkeit 1. Wie? Fertigkeit 1 ersetzen. 1. 1 wird bereits verwendet. Möchtest du das ersetzen? Ja. Machen wir so. Ersetzen 2. Ersetzen 3. Ersetzen 4. Fertigkeit 5 einsetzen. Was ist denn Fertigkeit 4? Ja, die haben wir einfach einmal 5. Trank trinken ist auf Q, gewohnheitsmäßig. Und ansonsten, glaube ich, lassen wir das alles einmal genau so, wie es ist. Kalibrieren braucht keine Sau. Dann machen wir mal so. So. Für was haben wir unser MMO-Maus gekauft, damit ich das da. Oh, die Hüter, Kapitel 1. Folge der alten Straße. Wolfrick! Einen habe ich noch. Wenn mich die Polizei anhält und sagt Papiere und ich dann antworte Schere, habe ich dann gewonnen. Den habe ich in Meme-Form erst vor kurzem gelesen. Aber es ist ein guter. Kannst sagen, was du magst. Kurz. Kuss auf die Nuss, Mr. Wolfrick. So, Schuss, da ist ein Hasel! Den kann ich den nicht auszuseln. Was tut denn unsere Fähigkeit? Blut entreißen. Reißt den anvisierten Gegner das Blut aus dem Leib, wodurch ihm physischer Schaden zugefügt wird. Eine Blutkugel wird zu deinem Charakter zurückgeführt, die 10 LP wiederherstellt, wenn sie ihn erreicht. Schaden pro Sekunde 28, DPS quasi, Mana-Kosten 3, Skala, Tags, physisch, Zauber, Intelligenz. Alt, weitere Informationen, Intelligenzskalierung, 8% erhöhter Schaden,
4% pro Punkt. Erhält 8% erhöhte Heilwirkung. 4% pro. Wird von Erhöhungen der Heilungseffektivität beeinflusst. Zusätzlicher Schaden wirkt um 100%ige Effektivität. Ja, okay. Ja gut, dann pimmeln wir einfach mal weiter. Da haben wir das Portal. Da haben wir das Menü. Das, um Gottes Willen. Okay, die Karten schaut cool aus. Da sage ich da auch freiweg, die schaut besser aus als in Diablo 4, das kann ich jetzt schon sagen. Weil die halt einfach mit Farbe ist und nicht einfach irgendein hingehagelter Scheiß. Und sie erinnert ein bisschen sofort an Path of Exile, da wo auch diese Notes sind und dann diese Pfade da so umeinander gingen. Ja, wir werden sehen. Göttliches Zeitalter. Ja, das ganze Spiel spielt sich so ein bisschen mit Zeitreisen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Du bist ja da einmal 12 before Ithera? Keine Ahnung. Da 6000 vorher, da hat die Map dann auch anders ausgeschaut, was eine coole Idee ist eigentlich, wenn man so will. Dann, was ganz wichtig ist, es gibt endlich wieder diesen Map-Overlay wie in Diablo 2. Da wo ich wunderschön... Ah! Okay, müssen wir 4, okay, das müssen wir sofort zum 4 haben. Hab ich schon verstanden. Haben wir mal so drauf. Okay, erster Eindruck, fühlt sich flüssig und gut an. Fühlt sich flüssig und gut an. Wenn wir da reinzoomen, ja, Grafik ist okay. Kommt natürlich nicht an Diablo 4 an, ja, aber das interessiert mich ehrlich gesagt einen Scheiß. Was ist das da? Kann ich da was da damit? Nein. Was da unten an Katapulte, da herrscht offensichtlich Krieg, die haben gerade auf mich geschossen, die Wichser. Haben die dort Viecher aufgeschossen, verstehe ich das richtig. Jetzt pimmeln wir einfach einmal dahin und schauen wir, was abgeht. Das tue ich aus, ich glaube, das ist zum Heiltränke. Weißt du, was ich schon wieder Muscle Memory mäßig tue? Auf Shift drücken, linke Maustaste zum Zuhauen. Da gang ich schon wieder! Tu mal! Jetzt warte mal, kann ich das auf Shift? Nein, kann ich nicht. Da werde ich mich dran gewohnen müssen, fürchte ich, dass ich mit der rechten Maustaste zuhaue. Ja, du spielst einmal 300 Stunden Diablo und haust mit linker Maustaste Autohits umeinander und mit Shift. Was ist was ist. So, ja, dann pimmeln wir einmal ein paar Mal in 4. Das ist ein Auge der Rahüten. Okay. Unsere Fähigkeit macht auf alle Fälle mehr Damage. Heiltränke, hat es da irgendwas Wissenswertes dazu gegeben? Ich glaube, man hat eine Anzahl an Heiltränken. Jetzt haben wir 2. Das ist bei Diablo, muss ich kurz überlegen, muss man da Heiltränke aufsammeln? Nein, muss man nicht. Da gibt es bloß einen Cooldown. Und da haben anscheinend dann Heiltränke weg. Finde ich keine schlechte Mechanik, um ehrlich zu sein, weil dann haben Heiltränke wieder was wert. So, Quest in den Händen eines gefallenen Boten. Leg mir am Arsch, ja, bla bla bla. So, Briefnummer. Ab zum nächsten Questmarker. An ein Viecher-Design kommt halt wahrscheinlich auch nicht. Assa, unser erstes Item. Ja, das ist einmal das Allerwichtigste. Okay, wenn ich mit dem Mauszeiger drüber gehe, habe ich eine kurze Vorschau. Das ist schon mal nicht schlecht. Das kriegt Diablo, glaube ich, kriegt das Diablo bis heute auf 3? Ich glaube nicht. Assassinen-Bastard-Schwert, Zweihandschwert. Grundangriffsrate 1,6, 1,06. Schnell, plus 20 Melee-Damage, Schmiedepotenzial 17, 48% erhöht kritische Treffer. Control, Alt, Würfelwerte-Info. Da kann man dann nachschauen, wie es gerollt ist. Ja, das ist unser Akolyten-Runde. Das ist die Frage, können wir das Schwert überhaupt hernehmen? So, gelootet auf I ist wahrscheinlich unser Inventar. Nein, nicht ganz. Doch, da ist unser Inventar. Was war denn das, was ich jetzt gerade aufgehabt habe? Oder was ist O? Was ist das? Punkte. Ist das der Ingame-Shop? Ja. Ja, ich glaube, die Diskussion fangen wir jetzt nicht nochmal an. Muss das ja nicht spielen. Heute im Malbürger. So, 9 Knockoff-Schaden plus 2 Zauberschaden. Ich gehe mal schwer davon aus, dass bei uns einfach wichtiger ist Ding, aber kann ich das Schwert anlegen? Ich kann das Schwert überhaupt nicht mehr, kann ich das irgendwie ziehen oder so? Oh oh. Serververbindung fehlgeschlagen. Mach mich nicht grantig. Ja, es hat einen Patch gegeben. Jetzt müssen wir einen Patch runterladen. 38 €! Du verlierst sogar Geld, wenn's nicht patcht. Hauptsache einen Shop nur kurz gesehen, abkackt.
Ja, was ist mit der Weide in weißer Voraus? Wie gesagt, es kann der längere Abend werden, wir werden sehen. Offline ist stabiler. Kann man sein, weiß das jemand, der schon gespielt hat, vielleicht kann man seinen Offline-Charakter in den Online mitnehmen? Geht das? Weil dann spielen wir wirklich offline. Und hin und her kann man also seinen Online-Char offline spielen. Geht das? Weiß das jemand? Bis dahin machen wir Folgendes. Achtung, Birger ASMR. Der Multimedia braucht Jahre zum Laden und das ist bei einer 500 Mbit-Leitung. Ja, das hat ja nichts mit einer Leitung zu tun. Nein, kann man nicht. Nein, kannst nicht. Ja gut, dann werden wir den Char offline spielen und mein Offstream-Char werde ich dann online spielen. Puh, jetzt habe ich mir geschreckt, dass bei mir leckt. Nein. Kose Dola. Köstlich. Prost. Nut, merci für den Euro. Hurra, Knierlesen! Aber warum? Die gute Tschechen Vanilla Coke. Nein, Polen. Polen Vanilla Coke. Es gab Pfand drauf. Kannst einfach in Mülleimer einteifen, passt schon. Ist nachhaltig. Ist nachhaltig. So, jetzt bei so Wacht, was der mal offline spielen. Ja, dann machen wir einfach dasselbe, gar nicht nur, waren wir noch nicht wirklich weit, machen wir so, hier, diesen hier, Elisa, was auch gut ist, dann nehmen wir unseren Offline-Char, nehmen wir nicht Elisa Bert, sondern Elisa Schwert. So, Elisa Schwert. Direkt erstellen, los geht's. Bilden wir gar nicht umeinander, die Scheiße, ja, haben wir schon gesehen, zum Überspringen, Taste drücken. Jetzt bin ich spannend belangt. Ja, dann haben wir wieder genauso weit vorher. So, brauchen wir nicht so viel umeinander. Halt, stopp, was ist das? Übergangszeit. Ah ja, wenn man aus dem Portal aussteigt und was weiß ich, kriegen wir schon. Dann haben wir da nochmal drauf. Ja, gibt es. Das Ding ist einfach nochmal stärker wie unsere Melee-Attacke. Hoffentlich haben wir mir ein Mana-Rack ohne Ende. Was ich auch schon wieder instinktiv gemacht habe, ist auf der Leertaste umeinander zum Hauen. Für eine Ausweichrolle, damit man ein Stück schneller ist. Heiltränke, du erleidest Schaden, nutze Heiltränke. Ja, ich glaube, das kriege ich gerade noch selber auf 3. So, haben wir schon wieder so weit, bevor wir abstürzen. Gut. Passt schon. Zack. Oh, ja, aber so nicht, gell? Ich hätte gern wieder ein Item. Hallo, ein Item hätte ich wieder gern. Das haben wir gar nicht da gekriegt. Traveler, as Keepy wishes to destroy us and steal. Es gibt keine Ausweichrolle, das wollte ich damit eigentlich sagen. Ja, jetzt hätte ich schon gern langsam mal irgendwas mit Flächenschaden, damit ich da 2 Viecher gleichzeitig verdreschen kann und nicht bloß eins. Vogel! Oh, der Panzer. Oh, jetzt sollte man da noch richtig Damage schon, das ist unser Blutausreißer. Ja, es ist kein gutes RPG, wenn ich nicht einfach alles wegtank. Oh, jetzt haben wir einen Haufen Zeug. Amulett. Plus 12 für die Gesundheit. Nehmen wir mit. Silberring der Reflexion. 4% erhöhtes Bewegungstempo und 7% physischer Widerstand. So. Das ist ja das fucking... Ach, er zieht es dann auch gleich an. Die Gürteltextur, die schaut wirklich 1:1 aus wie im Path of Exile. Okay. Wo habe jetzt ich Materialien übertragen? Ja, Geschenke, da setzen wir uns dann später damit auseinander. Wo habe ich sowas wie einen Charakterbogen? Ah ja. ARPGs drehen sich zu 90% der Zeit um dieses Character Sheet. Character Shit. Stufe, Vitalität, es gibt dann die typischen 5 Stats. Vitalität, kennen wir ja, jeder Punkt in Vitalität gewährt 6 Lebenspunkte und 1% Gift- und Nekrosewiderstand. Stärke, jeder Stärkepunkt erhöht deinen Rüstungswert um 4% und verbessert Fertigkeiten, die auf der reinen Stärke deines Charakters und deiner Begleiter basieren. Geschicklichkeit, gibt 4 Ausweichwertungen und für die geschickte Umgang mit Waffen nötig ist, bla bla bla, braucht auch keiner. Jeder Intelligenzpunkt gewährt 4% Schutzerhalt und verbessert, was ist ein Schutzerhalt? Ist das sowas wie Schild vielleicht? Und verbessert Fertigkeiten, für die sorgfältig erlernte Magie nötig ist. Und dann haben wir nur einstimmig. Das ist jetzt ein Stat, wo ich nicht auslesen kann, was ist. Jeder Einstimmungspunkt gewährt 2 Mana und verbessert Fähigkeiten, die auf der dir und deiner Umgebung innegewonnene Magie beruhen. Also ich denke nicht, dass das recht wichtig ist. Für uns ist der Hauptstat wahrscheinlich Int, Vita und ein bisschen einstimmig. Außer unsere Viecher skalieren ganz krass mit Stärke und Geschick. Dann weiß ich sowieso auch jetzt schon wieder nicht mehr, wo ich hinskillen soll, aber das werden wir dann sehen. Ob wir überhaupt selber Skillpunkte verteilen können oder ob die einfach von selber in T gehen. Dann haben wir Gesundheit, jawohl, das sind unsere Lebenspunkte, unser Bewegungstempo, unser Mana, Mana-Rack und Life-Rack. Dann haben wir Widerstände, da gibt es auch definitiv mehr als in Diablo.
und glaube auch sogar mehr als im PoE, bin mir nicht sicher, sogar 2 mehr als im PoE. Und hoffentlich funktionieren es. Das war einmal eine Sache. Hey, stell dir vor, du hast ein Action-RPG, wo Elementarwiderstände nicht bloß Totensterne, sondern auch funktionieren. Feuer, Blitz, Kälte, physisch, Gift, nekrotisch und Leere. Was ist jetzt da neu? Normalerweise ist da noch Schatten hinten und das war's dann und die haben es halt aufteilt in nekrotisch und Leere. Das ist in Ordnung. Zusätzliche Verteidigungswerte, Blockchance, dann haben wir Rüstung. Was tut die Rüstung? Wichtig. War in der Season 1 und zu Release-Zeitpunkt in Diablo der wichtigste Stat. Geschissen auf Elementar, mach einfach 12.000 Rüstung, dann bist du unzerstörbar. Verringert den Schaden durch alle Angriffe mit Ausnahme von Schaden über Zeit. Also Dots blockt's nicht. Rüstung hat gegen nicht physische Angriffe nur eine Effektivität von 70% und mindert 4% Schaden. Also sie haben mitdenkt. Ist schon mal gut. Wirksamkeit vom Blocken, gut, brauchen wir nicht, weil wir mir wahrscheinlich kein Schädel nicht haben. Und können wir noch ausweichen, wir haben noch Stationsaufbewahrung. Verringert die Geschwindigkeit, mit der ein Schutzschild verfällt. Die Formel zur Berechnung des Schutzverfalls pro Sekunde lautet, ja, für Mathe sind wir jetzt nicht gekommen. Ja, eigentlich schon, aber das ist ja wurscht jetzt. Schützt den Charakter, was haben wir da noch? Betäubungsvermeidung. Ja, gut. Schützt den Charakter davor, betäubt zu werden. Jeder Treffer kann den Charakter betäuben. Okay, müssen wir doch fertig lesen. Wie jeder Hit kann betäuben. Die Betäubungschance wird folgendermaßen berechnet. 2-mal, in Klammern, verursacht der Schaden geteilt durch Lebensbetäubungsvermeidung minus 0,1. Wenn ein Charakter betäubt wird, erhält er 1 Sekunde lang Betäubungsimmunität, sobald der Betäubungseffekt endet. Das heißt, jeder Hit kann. Okay, das ist krass. Also, wenn der jeder Hit stunnen kann, bin ich gespannt, wie sich das irgendwann anfühlt, wenn 50 Viecher auf die drauf dreschen. Ja, egal. Erhöhte Zauber. Und dann wird's. Schau, das ist auch alles, was Diablo nicht auf die Reihe kriegt. Der anständige Mech einfach jeden Scheiß da halbwegs angemessen auf einem Bildschirm sehen und nicht 5 Sachen und dann 5 Kilometer durchscrollen. Erhöhte Nahkampfgeschwindigkeit, gut, das ist alles Multiplikator für kritische Treffer und so weiter. Da geht es dann massiv ins Detail. Viel werden wir da wahrscheinlich nie irgendwo her als 0 haben. Wird zum Beispiel erhöhter Bogenschaden, erhöhter Wurfangriffsschaden. Dass das dann, ja, es ist theoretisch wahrscheinlich möglich, dass wir mit dem Necromancer mit dem Bogen anhauen, aber ja. Aber gut, wer weiß, was alles möglich ist. Ich weiß es nicht. Was haben wir denn da überhaupt? So Verschleißstiefel, ja, so Stani-Stiefeln halt. Es gibt, was auch unfassbar wichtig ist, es gibt einen Handschuh, was das da ist, weiß ich noch nicht so 100%, dieser Kelch, was auch immer, weiß ich nicht. Also haben wir da schon mit 3 Item-Slots, 6, 9, 10, 11 Item-Slots. Das glaube ich haben sogar mehr als wie viel haben wir in Diablo, weiß ich nicht. Ist ja vollkommen wurscht. Und dann haben wir da noch Götzen, das habe ich in einem kurzen Video irgendwo gesehen. Das erinnert mich sehr an Runenwörter aus Diablo. Bloß, dass die noch nicht im Inventar drin sind, sondern da herum dann. Wir haben im Laufe der Zeit schon eins gekriegt. Dann haben wir noch Crafting-Mods, was auch immer das ist, werden wir auch mit der Zeit rausfinden. Der Kelch einer Nekromantin. Eine Zimmermanns-Nekromantin. So! Und Aussehen können wir auch ändern, aber das ist mir ehrlich gesagt wurscht. So, jetzt gehen wir einfach einmal, wo müssen wir überhaupt hin? Ich finde den Hüter, der den Brief geschickt hat. Okay, wir müssen auf alle Fälle irgendjemanden finden. So, jetzt pimmeln wir uns da mal gemütlich durch, bis wir mal ein Level aufsteigen. Haben wir sowas wie eine XP-Leiste. Jawohl, das ist unten der orange Balken. Wenn der voll ist, machen wir ein Level up. Und dann wird spannend. Oh! Ist der nochmal so stark, der Scheiß? Alter! Ja, vielleicht das sollte man vielleicht dann doch rausgehen. Na, da stellen wir uns das mal nicht rein. Ja, ohne Fleck. Oh nein, da stellen wir uns nicht rein. Das ist nicht gut. Ja, das tun wir nicht. Oh, jetzt werden aber. Es werden aber sehr früh, sehr schnell, sehr viele Viecher. Die sehr viel aushalten, Kinder. Oder vielleicht einmal so eine prügeln. Aus dem Feuer, du Mongol. Das mal weiter. Passt schon. Stufe 2. So. Phoenix Mistkacker. Jawohl. So, Level Up. Immer wenn Level Up ist, schreibt man übrigens, schreibt der gute Ton und der Pro-Gamer von Welt GZ. Nur damit ihr Bescheid wisst. So, Fertigkeit. Fertigkeit wo? Fertigkeit wo? Fertigkeit nicht hier. Fertigkeit vielleicht hier irgendwo da. Klickt man einfach mal durch Soziales oder gehen wir einfach aufs Menü. Spielleitfaden einstellen, Hauptmenü, Karte und Quests. Fraktionen? Okay, befassen wir uns später damit, das ist mir jetzt wurscht. Passive Fertigkeiten. So.
Einführung ins Fertigkeitensystem. Wie man sieht, es hat nur ein paar Probleme mit den deutschen Texten, die sind noch nicht längengemäß angepasst und so, aber gut. Anpassungsbäume ansehen, klicke auf eine Fertigkeit, klicke auf eine Aktionsleistenplatz, um die Fertigkeitsauswahl zu sehen. Du kannst, ich kann es schnell lesen, du kannst dich auf bis zu 5 Fertigkeiten spezialisieren, indem du auf einen oder freigeschalteten Spezialisierungsslots oben klickst. Entschuldigung, die freigeschaltet werden, wenn du in der Stufe aufsteigst. Wenn du dich auf eine Fertigkeit spezialisierst, kannst du Fertigkeitspunkte für diese Fertigkeit verdienen, indem du Erfahrung sammelst, mit der du sie verstärken und anpassen kannst. Und das habe ich auch mitgekriegt, ist das, was wahrscheinlich Last Epoch einem Diablo sehr weit voraus hat. Und jetzt pass mir an, wacht. Ich mit dem Mauszeiger über den Button drüber, dann geht's auf einmal. Kann man irgendwo Bugs reporten? Naja, so guckt hat mich noch nicht, dass mich das interessiert. Aber schauen wir mal. Wir haben ja noch nicht recht wirklich viel, wie soll ich sagen, nicht wirklich viel Möglichkeiten. Das sind die ganzen Skills, die dann mit Level 5, 10, 30, 40 und so weiter kommen. Die schaue ich mir in solchen Fällen meistens wirklich erst an, wenn es kommen, damit ich in die Klasse hineinwachsen kann. Wenn mir jetzt alle diese Spells durchlese und was da noch so alles kommt und was kann, dann habe ich nach 2 Minuten 3/4 wieder vergessen und käme hinten und vorne raus. So, das ist unser Skill, den wir schon haben. Blut entreißen. Jetzt ist die Frage, steht irgendwo, wie viele Punkte das ich habe? Nein. Jetzt, wenn ich da drauf... Oh, leck. Okay. Oh, leck. Oh, leck. Hat da jeder... Oh, leck. Okay. Jede Fertigkeit hat seinen eigenen Skill-Tree. Okay. Das kann jetzt ein großer Pluspunkt sein oder ein großer Minuspunkt. Und ich habe gerade noch gesagt, Alter, wir schauen uns nicht jede einzelne Fähigkeit an. Wenn wir uns jetzt das auch noch anschauen, dann kriegst du einen totalen. Ja, krass. Ja, oh mein Gott, und jetzt rechnest du das mal 5 Klassen, mal 3 Unterklassen. Oh, wow. Ja, das ist natürlich nicht sehr förderlich für Leute, die sowas nicht öfter spielen, weil die sehen die Skilltrees und denken sie sofort wieder, oh mein Gott, der PoE-Skilltree war nicht genug. How about 28 Skilltrees in einer Fähigkeit? Was ist das da herum? Das darf mich noch interessieren. Werden dann noch stärkere Fähigkeitsstufen ausgebaut und so weiter. Aber schaut mir also ein bisschen an. Jetzt gehen wir mal ganz langsam. Oberste Regel bei sowas, nicht erschlagen lassen. Einfach Stickerl für Stickerl. Für uns existieren nur 2 Skills. Der Skill, den wir von Anfang an haben, und Skelett beschwören. Da haben wir mir ein Minion-Bild, so habe ich es vor zumindest zu machen, möchte ich auf alle... Ach, der ist automatisch freigeschaltet. Das heißt, ich kann jetzt den Skillpunkt verwenden, um bei den freigeschalteten per Level Skillpunkte zu investieren. Und da schauen wir uns jetzt halt einfach mal an, was das so grob kann und sein könnte. Das ist krass. Oh, wow. Also das zum Balancen, da bin ich gespannt. Bratwetzelibat! Oh mein Gott, ich bereite mich mental auf den dümmsten Satz der Woche vor. Moment. Ho, ich bin mal wieder da. Zwecks Scheucheln schaff's ist fast nicht mehr. Vor lauter Trubel sind mir gerade meine Pommes erstickt. Knorko. Dann akute Hilfeleistung bei den Pommes leisten. Willkommen zurück, wir haben Sie vermisst. Kuss auf die Nuss, merci dir. So. Birger, nochmal, beim ersten Level gibt es keinen Skillpunkt zum Verteilen. Achso, ja, okay. Aber es ist doch gerade da gestanden, Skillpunkte für dich. Sehe ich da irgendwo? Da das irgendwo stehe, ich probiere es jetzt einfach einmal, ich muss mit Sicherheit bestätigen. Ja, ich kann keinen einfahren. Aber schauen wir mal kurz. Was kann Skelett beschwören? Ich meine, was wir jetzt denn kennen. Beschwört einen Skelettkrieger oder Skelettbogenschützen, der dir beisteht. Du kannst gleichzeitig 3 Skelette haben, drücke A, um deinen Dienern einen Angriffsbefehl zu geben. Und auf das habe ich gehofft, das war nämlich ein riesengroßer Fehler bei Diablo 4 im Minion-Bild.
Du rennst irgendwann, es gibt dann so Legendary-Aspekte, da hast du dann nicht mehr 3 Skelette oder Skelettkrieger, sondern 5. Dann hast du nicht mehr nur zusätzlich 3 Skelettmagier, sondern 6 oder was auch immer, je nachdem, auf was für Item das du es gerollt hast. Und so toller Minion-Bild ist, irgendwo ist es geil, weil ich bloß noch passiv durchlaufe und meine Viecher alles kaputt kloppen. Ich habe in Diablo keinen verfickten einzigen Button, wo ich meine Viecher fokussen kann. Das heißt, hey, alle Skeletttrottel nicht irgendwo in der Weltgeschichte verteilen und irgendwen hauen, sondern bitte, weiß ich nicht, auf den einer Elite und die anderen ignorieren. Das geht in Diablo nicht. Das geht in Diablo nur mit dem scheiß Golem und dem kannst du das auch nicht direkt sagen, der lauft bloß hier, haut den Boden ein und dann tut er irgendwas. Und da kann ich meine Skelette irgendwo ganz gezielt hinschicken, so wie es auch in Diablo 3 war. Und das ist, finde ich, unfassbar wichtig. Sehr gut gemacht, Mr. Last Epoch. Jetzt müssen wir bloß schauen, wie es sich anfühlt. Lesen wir mal ein bisschen, was die ersten Skills so kennen. Wir lesen da jetzt nicht alles, können wir uns sowieso nicht merken, aber zum Beispiel einmal so in so eine Richtung von so einem eckigen Ding. Und ich habe so das Gefühl, dass ich die eckigen Dinger dann erst freischalten kann, wenn ich Level 4 bin. Den zweiten kann ich dann erst anklicken, wenn ich Level 8 bin und so weiter. Was das Balancing wahrscheinlich so ein bisschen regelt. Aber schauen wir mal. Was tut das? Unheilige Rage. Meine Skelette geraten in Rage. Skelette haben erhöhtes Angriffs-, Zauber- und Bewegungstempo. Also klingt nach einem sehr passiven Punkt. Es macht halt einfach... Es ist jetzt nicht... Der erste Skillpunkt ist einmal nicht so krass, das ist so scheiße kompliziert, ich kapiere gar nichts. Der Herr Simon schreibt falsch. Es war nur eine Vermutung. Ich weiß ja nicht. Ich habe nur gemutmaßt. Bis Level 4 werden wir sie heute den erst schaffen. Dann werden meine 4 allgemein, sie halten mehr aus. Sie zaubern schneller und sie laufen schneller. Brauchbarer Punkt. Gehen wir mal weiter. Wichtig sind wahrscheinlich die Skills, wo man bloß 1 Punkt oder 2 Punkte einsetzen kann, die, und da hoffe ich jetzt schwer drauf, die den eigentlichen Skill von Grund auf möglicherweise verändern. Dass das nicht einfach nur ein beschwöreres Skelett ist, sondern dass dann vielleicht, keine Ahnung, die 3 Skelette zu einem großen werden und völlig eskalieren oder was weiß ich. Schauen wir mal. Einsamer Hüter. Deine Skelette haben eine erhöhte kritische Trefferchance, aber du kannst immer nur einen Skelettkrieger beschwören. Schau, das verändert den Skill und sowas hat zum Beispiel Diablo nicht. Und das ist eine ganz große Schwäche. Was haben wir da? Mächtiger als das Schwert. Skelettkrieger werden aus dem Pool der beschwörbaren Skelette entfernt. Was? Nochmal, Skelettkrieger werden aus dem Pool der beschwörbaren Skelette entfernt. Das heißt, die können keine Krieger mehr beschwören, sondern bloß noch Schützen. Okay. Was haben wir sonst noch so? Feuerpfeil. Skelettbogenschützen verwenden Feuerpfeil, einen Bogenangriff, der physischen und Feuerschaden verursacht und bei Treffern entzündet. Feuerpfeil hat standardmäßig eine Abklingzeit von 6 Sekunden. Dauerfeuer, Feuerpfeil schießt mehr Pfeile, die mehr Bogenschaden verursachen. Eispfeil, ja, das ist jetzt nichts, oh mein Gott, das ist nicht überschaubar, sondern du musst es ja so vorstellen, ignorieren wir den ganzen Rest, da wachsen wir dann langsam rein. Ja, was haben wir da zum Beispiel? Skelettschurke fügt Skelettschurken dem Pool der beschwörbaren Skelette hinzu. Schurken teleportieren sich zu entfernten Feinden, werfen Schuriken und führen Nahkampfangriffe durch. Was haben wir da so? Grabeswanderer, du kannst mehr Skelette beschwören. War, glaube ich, so das erste, in was für Richtung, dass ich gehe. Was haben wir da? Ungebundene Nekromantie. Skelett beschwören kostet weniger Mana und deine Skelette haben eine verbesserte grundkritische Trefferchance. Ja, so da gleich mal so in diese Richtung vielleicht so ein bisschen. Was haben wir sonst da für irgendwelche Special Skills? Knochenanteil. Skelettkrieger können Verbündete mit Knochenrüstung belegen. Knochenrüstung hat einen um 75% verringernden Effekt auf Nicht-Diener. Was auch immer Knochenrüstung kann, aber das werden wir dann schon herausfinden. Was haben wir da noch? Aegis des Todes. Wenn eines deiner Skelette stirbt, wird ein anderes Skelett auf volle LP geheilt. Ja, und dann kannst du schon so eine grobe Richtung überlegen und ja. Okay, ist absolut in Ordnung. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben jetzt 2 Skills. Wir haben da Rundenskelette beschwören. Da ist mal ein Skelett her. Haben die irgendwie, was heißt ein Skelettpool? Da kommt jetzt, ist das Zufall, wie die kommen oder was? Jetzt habe ich 2 Krieger und einen. Und wenn ich die jetzt schicke, na, dann beschwöre ich einfach ein Neues. Wir können die zum Angriff schicken. Auf ein Viech vielleicht draufklicken, das müssen wir mal probieren. Zitronenbaum! Lies mal, was im Skilltree unter Skelettbeschwören steht. Oben links Fähigkeiten kannst du nur weiter ausbauen, wenn wenn's die Fähigkeiten spezialisiert. Moment, jetzt müssen wir mal reinschauen. Was war Tastenkürzel für Fähigkeiten? Aber auch nicht alles gelesen, was Wo oben? Wo steht das?
Freigeschaltet auf Charakterstufe, freigeschaltet durch Verteilen von Punkten im Passivbaum für Nekromantin. Okay, die sind die Fähigkeiten, die dann erst... Ach so, jetzt Moment mal. Haben wir da noch mehr? Skelettbeschweren. Du hast dich nicht auf diese Fertigkeit spezialisiert, oder kannst du keine Punkte in ihrem Baum ausgeben. Aber wie spezialisiert man die? Wie spezialisiert man sie denn dann? Wahrscheinlich, wenn ich den Nekromanten-Ding dann auswähle. Oder was? Wie spezialisiert man sich auf diese Geschichte? Weiß ich nicht. Wenn man davon ausgeht, du hast dich nicht auf diese Fertigkeit spezialisiert, oder kannst du keine Punkte im Itembaum ausgeben. Moment mal. Mit Level, okay, jetzt glaube ich, ich habe es verstanden. Mit Level 4 schaltet der Rom den Slot frei für eine spezialisierte Fähigkeit. Dann ziehe ich die da oben wahrscheinlich auf und dann kann ich reinskillen. Ah. Now it makes a sense. Habe ich schon verstanden. Gut, warten wir schon drauf kommen. So, jetzt schauen wir noch, ob da noch irgendwelche Viecher sind. Machen wir mal ein bisschen Progress. Was haben wir da so? Ja, vorher kämen 8 gleichzeitig, jetzt kommt einer. Fühlt sich schon komplett anders so. Jetzt habe ich da 3 Skelette dabei, die Skelly Boys werden schon richten, oder? die machen 5-mal so viel Schaden wie ich, wenn wir mir Schaden kriegen, die machen mit Blut zaubern und dann haben wir wieder gut beieinander. Da sind wir schon unterwegs. Was ist da damit? Ah. Was ist der da? Gladius, kann ich die nutzen? Ich weiß es nicht. Kann man vergleichen mit Control. Plus 0,14 Grundangriffsrate, minus 2 Zauberschaden. Nein, das ist mir zu gering. Naja. Wahrscheinlich, wenn wir uns auch noch nicht spezialisiert haben, in dem Sinn, dann werden wir unsere Skelette auch noch nirgendwo hinschicken können. Nehme ich mal an. Ah, da ist der Skeletthaufen schon um einiges her. Da unten ist was gestanden von Items tauschen. Ich meine, das kriegen wir den erst nicht, dass wir uns auch noch die Items abziehen. Ah, die Skelly Boys regeln das schon. Schau hier, die machen Damage ohne Ende. Haben wir schon weiter. Jetzt macht es Sense, ja sicher. Wobei ich die Art Skelettkrieger cooler finde, mit so ganz klassischen Skelette mit Schädel und Ding, anstatt die Sensentypen von der. Die kriegen eh keinen Schaden. Was ist das da? Wasserschrein. Die werden um 100% erhöht, die Mana-Regeneration. Okay, das sind Schreine, die kennen wir auch. Was haben wir da? Brennende Leichen. Keine Ahnung. Da bringen wir einfach alle um. Skelly Boys, wir bringen wir einfach alle um. Und ich sehe jetzt schon, dass die Bewegungspunkt-Skillung, die. Oh, schau hier, die kriegen schon ein bisschen Schaden. Geil war natürlich, wenn ich mit meinem Blattskill irgendwie meine Verbündeten heilen kann und da meine Skelette drunter fallen. Wenn sie die. Haben die auch Life-Rag? Nein, haben sie nicht. Oh, wer ist das? Wer ist das? Mir helft mir haben! Vogel! Vogel oder Mensch? Ich weiß nicht, wie man den jetzt da. Ich drücke aber mit der linken Maustaste drauf. Das ist dumm. Erster Eindruck, spult sie flüssig, passt. Sag ich dir, was ist. Habe ich jetzt irgendein Item übersehen? Nein. Ich glaube, der Item ist automatisch auf. Nein, natürlich. Ja, bla bla bla, der scheiß Story interessiert mich wirklich einen Scheiß. Ich sag das, wie es ist. Können wir da irgendwie aufhören? Nö. Halb Mensch, halb Köter, Möter. Dann ist er ein halb Mensch, halb Mogel. Mensch, halb Vogel. Er ist ein Mogel. So ARPGs am Anfang irgendwie nicht so hundertprozentig spannend sind, das ist ja auch irgendwo klar. Also das alles ein bisschen sehr langsam spult, da ist ein sehr weiter Weg hin, bis man ein Bild beieinander hat, also seine Items und das Level hoch genug ist für die ganzen Fähigkeiten, dass sich da was Flüssiges zusammenspielt. Normal brauchst du einen Damage-Dealer, einen Ressourcengewinner, einen Tank-Skill und einen Movement-Skill. Und da irgendwas draus zusammenschustern. Grafikeindruck ist in Ordnung. Für nicht AAA-Game, muss man auch dazu sagen. Lauft schön flüssig. Oh, da haben wir jetzt was. Was ist das da? Marodeur, Förster-Axt. Mit der werden wir auch nicht so fahren gehen, oder? Da bin ich her. Hab ich da jetzt mehr Schaden? Muss ich mal vergleichen. Grundangriffsrate und 2 Zauberschaden. Ja, wir werden uns wahrscheinlich. Ist die Frage, wie skalieren denn meine. Oh! Wir haben ein Level 3 wollen. Wir können schon lange umeinander fertigkeitisieren. Aber ich mache jetzt einfach nur ein Level, einfach weil wir es kennen. Sagen wir mal.
Ja, Zauberschaden ist natürlich geringer, aber profitieren meine Skelette vom physischen Schaden? Das weiß ich nicht. So, ein Viecher-Pack noch, los, dann haben wir Level 4. Was die da kämpfen, das weiß der Teufel. Ah, Level 4, easy. Zerpimmeln wir auch noch schnell. Schöne Zerpimmelung. So, neuer Spezialisierungsslot, ja, und wandernde Geister. So, jetzt bin ich gespannt. So, jetzt klickt man erst einmal, wo klickt man hin? Klickt man da hin. Das heißt, okay, jetzt kann ich mir einen von unseren 4 Grundskills aussuchen, auf den wir uns spezialisieren. Und ich sag das freiwillig, wie es ist, das ist sofort. Schauen wir erst mal, was wir noch gekriegt haben. Marksplitter. Geschärfte Knochen schießen aus dem Körper deines Charakters. Sie durchbohren Gegner und fügen physischen Schaden zu. Anstelle von Mana werden 9% des aktuellen LP deines Charakters verbraucht, um diesen Zauber zu wirken. Das heißt, unsere Ressource ist dann nicht Mana, sondern nicht unser Leben. Und nach 15 Mal casten sind wir tot. Gefällt mir nicht so gut, muss ich sagen. Macht mit Sicherheit einen Haufen Damage, da bin ich mir fast sicher. Auch Weltenmeere wie die Blut entreißen, aber es kostet einiges. Wandernde Geister. Enthüllt für 6 Sekunden lang wandern die Geister um den Charakter herum. Sie wandern willkürlich herum und fügen den Gegnern, durch die sie schreiten, Nekrose-Schaden über Zeit zu. Also so ein Dot-mäßig Damage over Time für 5 Noob-Sekunden. Nach Wirken der Fähigkeit werden sofort 4 Geister enthüllt. In den darauffolgenden 6 Sekunden werden 13 mehr enthüllt. Jeder Geist bleibt bis zu 4 Sekunden bestehen, aber alle verbleibenden Geister verschwinden, sobald die Enthüllungsdauer abgelaufen ist. Macht einen Haufen Schaden, aber halt über Zeit. Und es hat einen ziemlich langen Cooldown von 13 Sekunden, sage ich da gerade. Der hat zum Beispiel gar keinen. So, was ist? Wir bleiben bei den Skelette und die ziehen wir jetzt da auf und auf die spezialisieren wir uns. Ich habe nämlich auch gehört, man kann jederzeit respekten. Respekt, oder? Respekt, Bruder. Man kann reskillen. Ja, man kann das wieder resetten und von vorne anfangen und es kostet nicht irgendwas. Na? Bratwett, Zölibat! Eins muss ich nun loswerden. Terrassenpflaster, Törö, ich will Joghurt jetzt. Ja. Gut, dass der zweitgrößte Volldepp der Community wieder da ist. Herzlichen Glückwunsch. Brandfett, merci dir. Kuss auf die Nuss. Der Tom Black schreibt, Birger, woher hast du die Builds oder machst du das so? Ich hab keine Builds, ich mach jetzt einfach. Also ich denke mir da jetzt auch selber eine, ich nimm mir vielleicht auch mal jeder selber. Haben wir bei Diablo auch so gemacht und das hat wunderbar funktioniert und das Spiel ist gleich ganz was anderes. Das Internet ist voll von Guides, das da sagt, wie du zu spielen hast und was super krass ist. Ja, aber das ist Teil des Gameplays, sich selber was zu überlegen, was kann funktionieren, Sachen ausprobieren, etc. etc. Und darum werde ich so lange keine Videos schauen, wie ich kann, außer ich komme wirklich gar nicht mehr weiter oder ich komme gar nicht klar mit dem ganzen Skillsystem da. Aber so dermaßen kompliziert wie auf den ersten Blick schaut es gar nicht aus. Es ist die Frage, wie komplex wird es dann, wenn dann einmal Legendary ist, mit Affixen und so ein Scheiß dazukommt und wenn man alle 5 Skills hat und sich dann irgendwann überlegen muss, wo verteile ich jetzt da meine 100 Punkte am Geschickten und wie entsteht die Synergie aus diesen Spells. Nach Anleitung spielen, dann kannst du es gleich bleiben lassen. Ja, genau. Es ist im Prinzip nach Anleitung spielen. Anders ist es im PoE. Da wirst du ohne Guide nicht mal die Kampagne abschließen, das garantiert. Da kannst du knicken, da ist keiner am Base, wenn nicht beim Guide liest. So. Wir haben uns spezialisiert auf die Skelettsäben. In welche Richtung skillen wir jetzt? Was kann das da? Skelette haben einen erhöhten Wirkungsbereich bei Nahkampfangriffen und verursachen mehr Schaden. Multipliziert mit anderen Modifikatoren. Das ist, um ganz ehrlich zu sein, das erste, was ich da auslese, ist diese 3. Also wenn du ein Minion-Bild machst, dann haben diese 3 Passiv-Notes sowieso Pflicht. Ja, mehr Flächenschaden, schneller laufen, heißt Damage kommt schneller an, mehr Attack Speed ist sowieso einer der größten Damage-Hebe, die da sind und Cast-Geschwindigkeit genau das gleiche und da war es auch so, sie sind Mana-effizienter und Damage-Guarantee und was haben wir da hier unten noch? Nekrotische Überzeugung, Skelettkrieger haben mehr maximale LP, sie halten mehr aus, während Skelettschurken und Bogenschützen mehr Schaden verursachen. Also die Passiv-Notes da rundherum für ein Minion-Bild haben sowieso Pflicht. Außer, es ist irgendwie gecapped, wie viele Punkte man maximal in einen so einen Skilltree reinstecken kann. Aber gut, jetzt pass mir auf, du kannst mehr Skelette beschwören, das ist genau das erste, was wir machen. Jetzt pass mir auf, wir haben wie viele Punkte, sehe ich irgendwo, wie viele Punkte das ich habe?
Da herum kann man übrigens neu verteilen. Jetzt skillen wir einfach mal ein ins Viech. Wo sehe ich, wie viele Punkte das ich habe? Ich sehe es nicht, ich bin blind. Stufe 1. Kann ich das irgendwo bestätigen oder irgendwie so? Was ist denn jetzt wieder? Haben sie meine Recent Events einfach aufgehängt? Das sehe ich doch nichts mehr. Was ist das für Behinderung? Weckert, Docs, Recent Events. Mach ich es wieder auf. Jetzt sind sie wieder da. Caps sind 20 Punkte standardmäßig. Ja, dann wird es natürlich schon ein bisschen komplexer. Also dann muss der Kompromisse eingehen. Ja, das ist dann aber für späteren Zeitpunkt. Ich möchte auf alle Fälle das da haben. Haben wir mir bloß einen Punkt. Wieso habe ich jetzt zum Beispiel bloß einen Punkt? Wir haben doch schon Level 4. Und ist der jetzt schon verteilt oder muss ich den irgendwo bestätigen? Gehen wir mal zurück aus. Sehe ich da irgendwo? Okay, da haben wir einen Punkt Ike-Skill wahrscheinlich. Der ist drin. Machen wir so. Und dann ist das da herunten, muss ich erst da draufdrücken, dann kriege ich den nächsten Punkt. Sehe ich das richtig? Was macht der lila Punkt? Passivsysteminformation. Was ist ein Skilltree im Skilltree? Dann müssen wir es alles Stück für Stück in aller Ruhe. Ich habe euch gewarnt. Das wird, wer nicht weiß, was ein RPG ist, Passivpunkte verdienen. Du erhältst Passivpunkte, indem du in der Stufe aufsteigst und Quests abschließt. Das lese ich schon wieder ganz ungern, weil das zwingt mich dazu, dass ich jetzt mal wieder die scheiß Kampagne spiele, die ich nach dem zweiten Mal einfach nicht mehr spielen will. Wenn ich da extra Passivpunkte kriege. Das ist im PoE auch so, leider Gottes. Momentan hast du Zugang zu den Passiven deiner Grundklasse, was bei uns die Akolytin ist. Während deines Abenteuers wirst du Gelegenheit haben, eine Meisterschaftsklasse zu wählen. Nachdem du eine Meisterschaftsklasse gewählt hast, erhältst du Zugriff auf den linken Bereich jeder Meisterschaft und den rechten Bereich deiner gewählten Meisterschaft. Erhältst du Zugriff auf den linken Bereich jeder Meisterschaft und den rechten Bereich deiner gewählten Meisterschaft. Das heißt, ich kann immer in alle Unterklassen auch noch zusätzlich reinskillen. Heilige Scheiße, sind die nicht ganz sauber? Okay? Bestätigen. Das heißt, ne... Oh, leck. Ja... Stückel für Stückel, nicht erschlagen lassen. Da sind wir. Und wir haben 2 unbenutzte Punkte. Okay. Hungernde Seelen wird ab 5 dann freigeschaltet. Also ab 5 geht es dann in die nächste Stufe, ab 10. Und da darf ich sagen, dann konzentriert man sich da halt einmal auf eine Note. Was haben wir da? Alt für weitere Informationen. Jeder Punkt Intelligenz, lalala. Verbotenes Wissen. Wir kriegen Intelligenz plus 1 pro Punkt und nekrotischer Widerstand für plus 5. Da kriegen wir Rüstung und Minion-Rüstung. Das ist, glaube ich, stark. Und da haben wir die Blutaura, erhöhter Schaden und erhöhter Vasallenschaden. Und da jetzt ich einfach mal, ich kann nicht nur 0 abschätzen, wie viele so passive Punkte das man kriegt. Darum da jetzt halt, muss ich sowieso erst einmal schauen. Moment mal. Wenn ich da eine Skill, egal wo ich da eine Skill, ich brauche eine bestimmte Anzahl an Punkte, dass ich da rumkomme, dann daher komme, da geht's dann weiter, da geht's dann. Wie komme ich dann generell daher? Da ist keine Linie nicht drin. Das verstehe ich dann wieder, das verstehe ich ja, aber wenn man in den Tree und in den Tree kommt, weiß ich jetzt nicht. Benötigt 15 Punkte im passiven oder Grundklasse Akolytin. Gut, so weit sind wir auch noch nicht. Jetzt machen wir mal diesen hier und die... Ach, dann geht die Linie da weiter. Ah, interessant. Habe ich so, glaube ich, noch nie gesehen. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Lassen wir so. Kann man das auch zurücksetzen? Rechtsklick vielleicht? Kann man das auch wieder... Ich sage mir da keinen zurücksetzen. Punkt. Naja, wird dann schon irgendwie gehen. So. Warum habe ich jetzt bloß einen Skillpunkt? Das würde mich interessieren. Inventarfertigkeiten ist S. Und P ist passiv. Warum habe jetzt ich da herin bloß einen Punkt? Weil es wahrscheinlich erst ab Level 4 losgeht zum Punkte sammeln. Oder kriege ich bloß alle 2 Level am Punkt? Kann ja auch sein. Gehen wir weiter, zerpümmelt wir 4. Also, jetzt haben wir ein bisschen stärker geworden. 4 werden schon regeln. So, die ich draufdreschen. Au, au, au! So nicht. Können wir mehr Skelette beschwören, gell? Da schon hin! Jetzt können wir schon 4 beschwören. Ja, easy. Ja, an theoretisch plus 25% mehr Damage. Kann man schon mal lassen. Wir brauchen jetzt schon fast gar nichts mehr tun. Sehr gut! Das Einzige, was ich noch nicht so ganz auslesen kann, ist, wie unsere Viecher mit dem Damage skalieren.
Immer kurz ein bisschen Schaden drauf machen, dass wir die XP kriegen, wenn die Viecher sterben, auch wenn sie Mana kriegen. Schön brav draufdreschen. Hurra, yeah, Vogel! Auf Wiedersehen. Dann haben wir da irgendeinen lustigen Druiden-Dude dabei. So, nochmal. Robert, ne, Schändungsknochen. Der hört sich gut an, den nehme ich und die Förster-Axt. Was ist der Schändungsknochen? Ach, das ist der komische Slot, wo ich nicht weiß, was es sein soll. Erhöht Zauberschaden, 18%! Ja, easy, Alter. Völlig außer Frage. Ist die Frage, sagt man das Ding? Ja gut, das ist der Minion-Bild hat manchmal das Problem, dass man nicht sagt, was er tut. Sagt man eigentlich, was man anhat? Das ist eigentlich schon sehr wichtig. Jawohl, das sagt man. Aber das Ding, glaube ich, sagt man nicht. Das hängt da nicht irgendwo am Arsch hin. Es sind immer nur 3 Skelette. Ja, ich habe vergessen, dass wir den anderen Skillpunkt ja noch nicht hatten, aber den holen wir uns jetzt gleich. Am Anfang geht das Level ja noch ziemlich schnell. Habe ich so das Gefühl. Haben wir die 4 jetzt zusammen da. Wer macht denn da eigentlich Eisschaden und friert die Viecher ein? Ist das der Barbar oder der Druide, der da bei uns dabei ist? Weiß ich nicht. Movement Skill geht mir auch noch ab. Schauen wir mal, was das kann. Wir haben ja nur 2 neue Fähigkeiten. Schauen wir mal. Oh, da ist irgendwas. Da müssen wir herauskosten. Oh, Bosskampf oder was? Erstmal Geister beschwört. Und dann mit dem Ding drauf geschossen. Weil warum nicht? Ja. Gehen wir jetzt langsam, fressen wir mir einen Heiltrank. Gib ihm. Well done. We're Yes. almost there. I'll see you ahead. Plus 7 Mana, plus 11% erhöhter Kälteschaden. Können wir nicht brauchen. Förster Axt, Rubin-Amulett. Plus 22 für die Gesundheit. Gehört sofort überprüft. Und dann plus 10 für die Gesundheit. Das legen wir an. Schade, dass die keine unterschiedlichen Models haben, damit man sofort erkennt, dass was anderes ist. Ein bisschen Abwechslung, du, die schaut dem nicht. The keepers are... They're So, not das guarding weiß the ich nicht. ruins. They're traveling Betritt das Lager der Hüter! over and over. Kriegen wir hin. They must be moving with them. It'll be as simple as burning these vermin to Ich will ash. Daumen nur in der Minimap drin. Bin total daneben. So, jetzt müssen wir was trinken. Prost miteinander. Okay. Okay, Quest abgeschlossen. 40 Gold, 20 Erfahrung. Alles klar. Jetzt haben wir jetzt da quasi in so einer NPC-Zone, wo wir mit Händler und so weiter pümmeln können. Denke schon. Sounds like their leaders waiting up The at the ship. Grail. It's now speaking Grill, of. das interessiert mich ehrlich gesagt. Scheiße, sag das, was es ist. Thus, I'm a simple man, I see some we shit umeinander blinken, I click on it. So, haben wir da vielleicht irgendeinen Händler oder so? Was sind denn das für lustige, absurde Viecher? Die haben Zitzen am Bugel. Bleh, disgusting. So, das schaut mir noch am Teleporter an. Ja, auch nicht wirklich was Unbekanntes. Die Frage ist jetzt halt, müssen wir in der Zone dann auch diese Portdinger finden, damit wir Rechtsklick schnell reisen. Das will ich jetzt nicht machen, weil ich nicht weiß, ob ich dann mich da wieder eher schnell reisen kann. Werden wir dann schon noch herausfinden. So, was haben wir da? Da ist der Brainiac. Hello, traveler. Chronomantin Larin. Passivpunkt. Ah, da, man kann nicht überall Passivpunkte neu zuweisen. Wenn ich da herklicke, kann ich jetzt. Bist du sicher, das Neuverteilen eines Punktes von diesem Knoten kostet 10? Ah, okay. Also Passiv Reset kostet zumindest Gold. Ist in Ordnung. Das ist jetzt nichts Schlimmes. Jetzt darf mich aber interessieren, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was der Fertigkeitenpunkt war. S war. Wenn wir da herin neu verteilen drucken, Fertigkeitspunkte entfernen. Entferne ausgegebene Punkte in diesem Fertigbaum. Jeder entfernte Punkt verringert die Stufe um 1. Sofern sie über der minimalen Fertigkeitsstufe Spezialisierung einer Fertigkeit. Wenn du eine Spezialisierung aufhebst, werden alle Punkte für diese Fertigkeit entfernt. Stattdessen kannst du dich auf eine andere Fertigkeit spezialisieren. Das scheint gar nichts zu kosten. Zumindest bis jetzt. Kann ja sein, dass das noch kommt. Do not dwell on regret. Do not dwell. Dann haben wir da Kisten. Hey! Schauen wir mal, wie viele Stash-Tabs das uns Last Epoch zur Verfügung steht, ohne dass wir reincashen müssen. Kaufen für 1000 Gold. Ja, können wir noch nicht so viel kaufen. Aber ich weiß aus sicherer Quelle, du kannst so viele Stash-Tabs machen, wie du willst. Und du kannst es sogar umbenennen, wenn ich das richtig gesehen habe. Konfigurieren! Moment, Totenkopf. Stash-Tab 1. Stuff. Den machen wir weiß. Kategorie General. Bestätigen. So stelle ich mir das vor. Oh, der Hannibal schreibt unendlich Stash-Tabs. Hey Diablo!
Ja, das muss unfassbar schwierig sein, weil das hat Diablo 1 schon nicht auf 3 gekriegt. Okay, stimmt, da hat es keine Stash-Tabs gegeben. Ich halte mir mal. Hey, da steht noch mehr Kisten dran. So, was haben wir da? Ist das ein Rüstungshändler? Ja, schaut mich so. Schauen wir mal, was du hast. Okay, was ist das da? Rune. Haben das die Runen, die wir da... Nein, das sind Götzen. Jetzt verkauft man ja am ersten Mal sämtlichen Schund. Würde ich sagen. Wie tun wir das? Shift und rechte Maustasten. Weg. Weg. Kälteschaden brauchen wir nicht. Weg. Ja, und dabei reden wir nur mit dem Hack umeinander, auch wenn es vielleicht nicht genau das Richtige ist, aber brauchen wir alles nicht. Was haben wir denn da so? Nahkampfschaden. Da haben wir noch einen Schädel. Kann ich das Schädel mit der Zweihand-Axt tragen? Ist doch gelungen, oder? Was kostet das? Kaufpreis 12. Was kann man? Blockschuss, wirksames Blockieren. Haben wir 10 Nahkampfschaden, Zauberschaden, Nahkampfschaden. Was haben wir da? Amulette. Knochenmaske. Das eine kann man uns kaufen. Kaufpreis 8. Wie viel Gold haben wir? 200. 13 Rüstung und Giftresistenz. Ja, das reißt jetzt auch nicht unbedingt aus, aber die Rüstung war halt ganz nett. Was haben wir da sonst noch so? Ein Kupferpokal. Gesundheitsregeneration. Ja, das sind dann so Special-Sachen. Und Handschuhe. Crit. Oh, 18% Crit und physischer Widerstand. Kostet 8. Das heißt... Habe ich es jetzt gekauft oder nicht? Wieso habe ich es jetzt nicht gekauft? Was ist denn? Ich habe einfach linke Maustaste gedrückt. Tja, da müssen wir doch wahrscheinlich die kaufen. Shift, Rechtsklick. Und dann anziehen. Was passiert denn, wenn ich da Doppelklick drauf mache? Ich bin es halt so gewohnt, ich drücke bei Diablo Doppelklick und es ist weg. Die Masken oben, die kann nix. Wobei es eh wurscht ist, was du tust. Ah, nein, das ist nichts. Shift, muss ich mich dran gewohnen. Shift, Linksklick und dann, was brauchen wir noch? Haben wir einen Ring irgendwo? Nö, was ist das da? Verstoßenen 6 Rüstung, wie viel gibt die? 13 Rüstung, wie soll ich meinen DK, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber gut, setzen wir auf, man sieht es auch am Charakter. Brustrüstung haben wir keine da, aber ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Finden wir schon noch. Dann gehen wir mal weiter. Colin! Freitagszuschlag! Schnauzebürger! Nimm so halt dein Mai! Dann sag ich halt nix, aber die Tröte der Vergeltung sagt was. Merci dir. Ist das gelbe, leuchtende ein Bubatz? Wo ist ein Bubatz? Das da? Das ist kein Bubatz. Warte mal. Oder meinst du das da? Oh! Ja, es ist Feuerbubatz. Ich weiß schon, was du meinst. Jetzt habe ich es verstanden. Zerstört, lest mir doch mal, was so eine Rune kann. Zerstört einen Gegenstand und gewährt eine zufällige Anzahl von Affix-Splittern mit seinen Kräften. Kostet 2000, können wir uns sowieso nicht leisten. Aber damit kannst du offensichtlich Gegenstände zerstören und erhöht dann eine zufällige Anzahl von Affix-Splittern. Und ich glaube, das ist dann Crafting Material. Und ich glaube, dass das da oder das da werden dann wahrscheinlich Affix-Splitter sein. Und mit denen kannst du später Items craften. Und zwar relativ gezielt. Das heißt, du legst dann zum Beispiel eine weiße, oder ich weiß auch noch nicht genau, wie es funktioniert, wir werden es vielleicht noch sehen, eine Hacke irgendwo hin und dann kannst du gezielt sagen, ich hätte jetzt da gern Kälteschaden drauf oder Feuerschaden drauf oder physischen Schaden drauf oder mehr Crit-Chance drauf oder mehr Crit-Damage drauf oder mehr Lehm oder mehr Giftwiderstand oder halt was auch immer, was es halt so alles gibt. Kann in der Stadt zaubern, das ist schon mal auf alle Fälle gut. So, weiter geht's. Heißt das, ich kann mit denen reden oder ich muss mit denen reden? Bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Jetzt schauen wir mal, dass wir ein bisschen vorwärts kommen, damit wir noch ein bisschen was sehen. Ja, bla bla bla. Irgendwo hat es, glaube ich, auch mal im Test geheißen, man kann da bestimmte Entscheidungen treffen in der Story und so, aber das bezweifle ich ganz hart, dass das irgendwelche größeren... Du kannst jetzt dein Portal nutzen. Oh lecker, was sind das da? Das sind völlig... Skelly Boys! Skelly Boys, randalieren! Du musst das so mal. Helft denn? Da müssen wir mehr Schaden rausfahren. Für was haben wir 4 Skills? Wieso hau ich eigentlich mit dem... Da, jetzt haben wir selber so einen Helm gekriegt. Aber da bin ich wieder im Diablo-Modus. Naja, kann man schon mal. Man hat ziemlich früh einen Haufen Skills. Oh, das durchschlappt sogar schon. Hey. Ich darf mir bloß nicht angewöhnen, dass ich alle 5 Sekunden einen Heiltrank hernehme. Das ist natürlich nichts. Wenn, dann muss ich meinen Skill hernehmen, wo ich mich wieder heile. Ja, kriegen wir schon hin.
Ah, Lederstiefel des Nachwachsens, die können wir uns auf alle Fälle mal anschauen. 5 Rüstung, erhöht Bewegungstempo, 3 Leben pro Sekunde, 23 Minuten Leben. Ja, sicher, die haben 100 Mal besser wie unsere. Ah, nein, das. Tastenküstelmäßig muss ich mich noch dran gewöhnen. Aber das kriegen wir schon. Schärpe, was ist eine Schärpe? Kann die plus 3 Trankslots. Wie viele Trankslots hatten die jetzt? Plus 3, plus 2. Nehmen wir natürlich die damit, das ist klar. Ja, ganz klar. So, gib ihn. Immer schön abwechseln, ein paar Mal auf den Dreier drücken und dann wieder auf den 1. Stufe 5. Jetzt können wir hoffentlich ein neues Skelett beschwören. Hoffentlich haben wir einen Punkt. Also ich glaube schon. Dann haben wir auf alle Fälle einen passiven Punkt, das sehe ich von da. Und irgendwas haben wir gekriegt. Rechte Maustaste. Oh, Ernte. Neuer Standardangriffsskill. Ein Nahkampfangriff, der alle Gegner in einem großen Bereich vor deinem Charakter trifft. Verfluchte Gegner erleiden doppelten Schaden. Aber es steht ja nicht dabei, verfluchtes Ding. Verflucht dieses Ding Gegner oder was? Wo steht das? So, jetzt machen wir erstmal passiv. Haben wir da wieder? Na, einen unbenutzt. Dann machen wir mehr Schaden, mehr gut. Gib ihm. Mehr Schaden, mehr gut. So, Fähigkeiten. Ah, und dann dreht jedes Ding, wenn wir einen Punkt frei haben. Steht das auch irgendwo, dass wir mir einen Punkt frei haben oder steht es nur da? Das hat auch gelungen. So, jetzt müssen wir eigentlich da herkommen. Du kannst mehr Skelette beschwören. Alt für weitere Informationen, maximale Anzahl an Skeletten plus 1. Wieso komme ich da nicht hin? Muss ich da erst, minimale Fertigkeit, muss ich da erst Stufe 2 sein oder was ist da der Ding dahinter? Oder muss die Node erst voll sein, damit ich zur nächsten springen kann? Wenn wir herausfinden, es kostet eh nichts zum Respecken, pflanzen wir da eine. Ah, nö, hab schon gesehen, jetzt haben die 2 Punkte da voll. Ich brauche mindestens 2 Punkte da herin, wahrscheinlich, dass ich dann beim nächsten Level up da oben komme. Sehe ich das richtig? Da brauche ich dann zum Beispiel bloß 1 da herin, dass ich da raufkomme. Ja genau, da herunten brauche ich zum Beispiel 3 in Ungeduld, damit ich da oben komme. Ja, okay, haben wir schon verstanden. Easy peasy, weiter geht's. Viecher zerplümmeln, haben wir nicht so gar nicht da. So, rein ins Viech, rein ins Viech. Schnell Level up, wir machen mehr Viecher. Mehr Viecher, mehr gut. Schauen wir mal, was das Ding kann. Oh, macht bei gescheit Damage, da brauchen wir nicht schmeißen. Was mich noch interessiert hat, ist, kann ich jetzt meine Viecher befehlen, wo sie laufen sollen oder nicht? Das würde mich interessieren. Hab nämlich nicht so den Eindruck, als könnte ich die da irgendwie befehlen, aber vielleicht ist es irgendein Skill. Oder ein Skill-Node im Skill. So, ganz 4 herpult. Aber ganz ehrlich, Ersteindruck, spielt sich super. Spielt sich super, cremig, wirklich, es ruckelt nichts, es fühlt sich nicht clunky an, überhaupt nicht. Natürlich muss man mit dem Grafikstil zurechtkommen, das hat mit einem Diablo nichts zu tun. Und PoE ist, glaube ich, auch allgemein finsterner. Aber erster Eindruck, es ist schön blutig, es ist lettig, Viecher, nice, Art-Design. Mal abwarten, wie die Viecher später noch werden. Die Startviecher schauen immer scheiße aus, sind wir mal froh, dass wir nicht gegen Krebse kämpfen. In 90% der Fälle kämpfen wir nicht gegen Krebse. Ich glaube, die ersten Gegner bei Path of Exile sind auch Krebs. Nein, die sind Zombies. Für good old Zombies. Das schaut doch gemütlich aus. Schaut gemütlich aus, schönes Spiel zum Zugleiner. Da ist der erste Eindruck auf alle Fälle schon mal gut. Du musst A drücken. Ich drücke A, was tue ich mit A? Wo ist, steht das irgendwo, was ich schon wieder überlesen habe? Ich bin schlechter Leser, ihr wisst es. Ist das der Attack? Der Hannibal hat es geschrieben und der Stoshi und viele Leute haben schon angeschrieben. Ich war jetzt gerade ein bisschen aufs Spiel fokussiert. Warte mal. Kann ich jetzt einer sagen? Drück auf A. Tatsächlich. Alles klar. Aber wo war denn das gestanden? Wie soll ich denn das herausfinden? Ja, steht drin. Steht drin. Wollen wir mal schauen. Drücke A, um deinen Diener einen Angriffsbefehl zu geben. Es steht überhaupt nicht drin. Halt dein Maul, scheiß Backseat-Gamer.
Tut mir all die vier. Hey, Errol Hofer, da hab ich schon Leute verarscht, da warst du den Abrahams Würstkessel. Was habe ich selber vorgelesen? Im Ernst jetzt? Ja, dann sagst du mal, wie oft, dass mein Hirn gleichzeitig einfach da ist, aber nicht da ist. Naja, shit happens. Wahrscheinlich habe ich es einfach wieder vergessen. Geht's mir. Für was habe ich denn euch da? Ich muss auch überprüfen, ob irgendjemand aufpasst vor euch haben da. Kannst du mir 5 erzählen, wenn du das sagen willst. Kannst du mir 5 erzählen. Kennst du das, wenn du was liest, aber nicht registrierst? Ich kenn das. War mein größter Endgegner in der Schule. Oh, Zauberstab, ja. Kann man vielleicht auch vorstellen, dass vielleicht der... Ja, machen wir mit Geister an. Steht irgendwo, wie viele Skelette das wir haben? Ja, Stufe 6! So, passiv. Gehen wir auf Knochenaura, Minion-Rüstung, Rüstung auf alle Fälle. Plus 2, Easen, Peasen, Cheesy Squeezy. Und dann Fertigkeit. Kann ich da jetzt? Habe ich jetzt einen Punkt? Wieso habe ich jetzt wieder keinen Punkt? Da bin ich noch ein bisschen verwirrt. Warum ich da jetzt keinen Punkt habe. Aber kann ich auch andere nicht. Nein, also. Voll drauf, Rübing, Kinder. Schön fokussen, so mag ich das. Da, dann fokussen wir das da unten. Das prügelt, wie weit läuft es denn hier davor und fängt das Prügeln an? Kann ich von da oben schießen? Ah! Absolutes Cheesing, meine Damen und Herren. Cheesing. Wir haben die Skills keine Reichweiten? Oh, ich muss mein Skelett wiederholen. Ah! Halte mir jemand mein Skelett, Dude. Halte mir mein Skelett, Dude. Wir brauchen ein bisschen Selfie. Haben wir ein Amulett gekriegt, dann ist das da wieder so ein Hassschrein. Ja, den haben wir einfach blind lieb, was immer ist das? Oh, schaut gut aus. Oh, aber ein mächtiger Hassschrein, du. Mächtiger Hassschrein, du. Und da, um seine Diener einen Befehl zu erteilen, da darf mich jetzt interessieren, wie das mit dem Controller funktionieren soll. Vor allem mit dem Controller dann da mit der Maus umeinander oder was. Das hat bei Diablo schon nicht so geil funktioniert. Da habe ich mir auch gedacht, hey, geil, zurückgeladen, probier's mal mit Controller, bis ich dann mit dem Barb irgendwo umeinander springen wollte, gezielt. Was natürlich nicht geht, weil wie soll es denn gehen? Mit der Maus springe ich über den halben Bildschirm. Und mit dem Controller springe ich 2 Meter weit. Das macht richtig viel Sinn. Vielleicht sollten wir einmal irgendwo halbwegs in einer Richtung bleiben, dann darf man vielleicht auch mal einen Ausgang finden. Aber ich darf sogar einen Viecher zerpümmeln. XP ist alles. Da, nehmen wir die Geister einfach mal unser Ulti. Passt schon. It eludes. 4000 km/h Scale. Skills haben eine eigene XP-Leiste oben links. Wie füllt sich die? War nämlich jetzt auch meine Vermutung, wie ich geschaut habe. Wie befüllt sich die Skill-Leisten? Je öfter, dass ich einen Skill hernehme oder parallel zu meiner Haupt-EP-Leisten? Weil jetzt haben wir wieder einen Punkt, ich hab's schon gecheckt. So. Aber ich sehe da auch kein XP 0 von blub. Wir nehmen jetzt auf alle Fälle das da. Weitere Skelette beschwören, das ist jetzt doch gut. Was mir zusätzlich Skelett her? Mobs kloppen, mehr XP, mehr gut. Ja, also egal, war mir irgendwo auch klar. Dass wenn ich die Skill-Spezialisierung da jetzt rausnehme, ist dann die XP auch wieder weg. Das war bitter. Wobei das im Late-Game dann eh wurscht ist, da haust dann wahrscheinlich 3, 4 zusammen und dann ist wieder voll. Oh, da haben wir einen neuen Gegnertyp. Wir müssen unsere Skelly Boys erledigen. Was denn die da unten? Kommen Sie hoch, Freunde. Kommen Sie hoch. Na, da drauf haben wir. Da haben wir drauf. Aber jetzt merkt man es schon. Viecher halten schon einen Schlag mehr raus. Ein bisschen. Komm schon ein bisschen den Eindruck. Müssen wir uns wieder vollsaugen. Vollsaugen. Oh, Skelly Boys sterben. Skelly Boys sterben. Skelly Boys dürfen nicht sterben. Aber wir haben schon Zeit. Das weiß doch noch mal geil, wenn wir neue Waffen finden oder sowas. Schauen wir mal, vielleicht haben wir schon eine gefunden, bloß ich habe nicht gescheit geschaut. Was haben wir da? Grundangriffsrate, na, Bullshit. Minus 3 Mana, Nahkampfschaden, Nahkampf physischer Schaden. Der Nahkampfschaden interessiert mich eigentlich einen Scheiß. Ja, wobei mit der Sense
Was haben wir da? Castgeschwindigkeit. Na. Wenn wir da erhöht Schaden im Laufe der Zeit, 17% erhöht LP-Regeneration. Natürlich haben wir das da auf, das ist klar. Ist klar, dass wir mir das da auffinden. Was haben wir sonst noch Tolles gekriegt? Sonst haben wir nichts Tolles mehr gekriegt. Gell? Na. Da fällt er um, der Goldrüstungssepp. Wie ein Stückchen Viech. Aber das Minimum-Level von Skills, man muss ich vorlesen, den Viecher hier haben. Warte mal, mit den Skelly Boys hier. Mit der XP-Dinge mal, XP ist weg, ist. Ja, ist weg. XP in die Skills sind okay, verstehe. Das ist ein bisschen schade, das hat PoE, finde ich, besser gelöst, dass du die Skill-Gems levelst. Und wenn du die außer nimmst, dann behalten sie zumindest den Progress. Aber gut, dann ist das Respecken in die Fähigkeiten auch nicht ganz umsonst. Das ist halt dann Spielzeit nicht umsonst. Level 11 müsste es sein, außer die haben was geändert. Aber das Minimum-Level von Skills skaliert hoch, wenn die in Char-Level hochgeht. So bis Level 10, glaube ich. Also Skill-Level 10 von Start weg. Nochmal, was? Aber das Minimum-Level von Skills skaliert hoch, wenn dein Char-Level hochgeht, so bis Level 10, glaube ich. Ja, dann das ist aber das immer, dass es so Falltüren-Checkpoints gibt. Wenn wir jetzt Level 10 sind oder der Skill-Level 10 ist, dass er dann einen Checkpoint erreicht hat und nicht mehr unter Level 10 fallen kann. Weil sonst war es schon krass, wenn das dauert ja ewig wieder. Vor allem so die letzten Punkte und so. Aber wir werden sehen. Oh, was haben wir da? Boss. Ah, Boss-Time! Oh, das ist ziemlich. Da haben wir doch 2 Skelettkrieger. Warum sägen die da bloß. Wir haben doch 2 Skelette, warum sägen die da bloß einen? Da, jetzt hauen wir den Typen da auf, das ist ein Wahnsinn. Der kriegt immer ganz schön viel Schaden. Oh, ganz schön viel Schaden, der Mistgrippe. Eine Gelehrten-Ketzerkleidung der Schildkröte. 2 Int, 2 Vitax, 25 Rüstung erhöht. Ja, easy, Alter. Dann haben wir Messingzepter, Katapult, Rubin, Amulett des Lebens, Wurfschaden und Gesundheit. Das interessiert keine Sau. Aber die schaut doch richtig vernünftig aus. Achtung, jetzt möchte ich sehen, was passiert, wenn wir uns umziehen. Nehmen wir her. So. Ja, das ist natürlich toll, wenn. Warte, wie kann man es anziehen? Shift. Also einfach Rechtsklick. Achtung! Ah! Sehr schön. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Was haben wir da an? Das ist das Scheißding. Wir wollen mal ein Dio ziehen. Machen wir so, passt. Ein bisschen ein heller Sound und vielleicht eine kleine optische Flup, dass ich sehe, dass ich es angezogen habe, war noch ganz geil. Aber ansonsten. Bogenboss! Ja, war ein kleiner Zwischenboss. Ah ja. Da haben wir bei den Checkpoints, wo man sich umeinander porten kann, die Festungsgärten. Da habe ich einen Punkt offensichtlich nicht gefunden. Ja gut, dann finde ich ein paar verwechselt auch manchmal. Mir geht da irgendwie ein Skelett ab. Warte, stirbt das und ich krieg's nicht mit, oder wie läuft der Hase hier? Verstehe ich nicht. Wir müssen das Skeletttypen halt einfach mitkommen. Dann schalten wir das Ding ein, das nehmen wir mit. Am Anfang nehmen wir alle Items mit. Sowieso klar, da oben liegt nur ein blaues Item, ich hab's schon gesehen, aber jetzt müssen wir es erstmal schnell heilen. So, passt schon. Was haben wir da? Alles in Ordnung? Ja. Haben wir eine Nebenquest oder was? Nehmen wir mit. Handschuhe des Lebens, da schauen wir nach, wenn wir durch sind. Okay, schaut mir an, dass wir in die. Halt, stopp, kann man da mal auszoomen oder so? Na. Kann man da ja auszoomen? Oh ja, sehr gut. Ich sehe schon, unsere Viecher müssen beim nächsten Passivpunkt ein bisschen mehr aushalten. Gibt da einfach einen Kick, ein bisschen gut oder was? Da ein bisschen Lehmei saugen. Kleiner Grafikfehler. Stufe 7! Okay, ich verstehe schon. Dann hat die ganze Gaudi, diese ganze Gaudi so ein bisschen Skyrim-mäßig. Ich kann es nicht mit Skyrim vergleichen, ist mir schon klar. Ein bisschen Skyrim-mäßig. Die Fertigkeiten, die du benutzt, skillen sich nach oben. So, was haben wir jetzt da? Jetzt machen wir erstmal einen Passivpunkt. Passivpunkt, Knochenaura, erhöhter Schaden, erhöhter Vasallenschaden. Gib mir mehr Rüstung.
Die fallen mir jetzt schnell um. Was ist das? Hungernde Seelen. Ruft 5 hungernde Seelen herbei, die nach Gegnern suchen, bei einem Treffer eine große Schaden verursachen und dann vom Ziel Besitz ergreifen. Ziele, von denen Besitz ergriffen wurde, erleiden für 1,5 Sekunden eine große Schaden über Zeit. Es kann immer nur eine Seele von einem Gegner besitzen. Was ist das? Eine zusätzliche Fähigkeit oder was? Wo kann ich... Ah, da herunten. Freigeschaltet durch Verteilen von Punkten im Passivbaum. Okay. Und da haben wir noch einen Knochenfluch. Belegt für 8 Sekunden in einem Bereich mit einem Fluch, der bei Treffern physischen Schaden verursacht. Der Schaden verdreifacht sich, wenn dein Charakter trifft. Jetzt ist die Frage, was der mal so... Jetzt haben wir nämlich langsam, kriegen wir so ein paar so Optionen zusammen, dass wir da was anstellen können. Flüchtige Zombie beschwören, Transplantation. Das glaube ich sowas wie der Teleport. Da freue ich mich auch schon drauf. Da ist nicht mehr weit hin. Schauen wir da mal. Da ist noch ein Zeitl. Eventuell müssen wir da dann auch in... Ja genau, dass die Viecher mehr aushalten reinskillen als nächstes und nicht da in Mana-Effizienz. Eventuell müssen wir das auch, wenn ich neu verteile, ist XP weg, gell? Nein, neu verteilen kann ich glaube ich immer, oder? Alter, die Skilltrees, ich bin raus. Andi, nicht der Schrecker, die haben nicht so kompliziert, wie es auf den ersten Blick. Ich finde, ARPGs machen da gern den Fehler, dass da eben genau den ganzen Skilltree beim ersten Mal von Anfang an zeigen. Und jeder, der das Ding sagt, denkt sich so, sondern führ doch die Leute da Schritt für Schritt hin. Verdeck doch das da. Sag einfach nur die nächste Stufe, die theoretisch erreichbar ist, wo ich noch nicht bin, und alles, was danach kommt, nee. Wenn ich umeinander skillen kann, wie ich will. Aber ich verstehe dich. So ist es mir beim Path of Exile Skilltree auch gegangen. Und zwar voll. Zitronenbaum schreibt. Nicht vergessen, kannst bei passiven Skills auch Nekromanten-Skills auswählen auf der linken Seite. Bei den Skilltree-Spezialisierungen hast du oben links eine Leisten für einen Fortschritt der Spezialisierung. Was? Nicht vergessen, kannst bei passiven Skills auch Nekromanten-Skills auswählen. Muss ich doch nicht erst... das ist doch noch nicht freigeschaltet, da ist doch ein Geschloss davor. Ab wann kriege ich den Nekromanten-Skill? So wie in die 4 beim Paragon-Baum. Ja, zum Beispiel. Ja, aber muss ja wissen, was ich am Schluss skillen kann. Ja, aber doch nicht beim ersten Mal spielen. Finde ich. Wenn ich 20 Punkte vergeben habe. Okay. Ja, gut. Ja, jetzt hast du mir schon kurz Angst gemacht, dass ich wieder was komplett übersehen habe. Aber ich habe mir schon gedacht, das war zu viel für den Start. Jetzt wird da erstmal eingeskillt, wenn wir Level 20 sind wahrscheinlich umeinander, dann wird da hinten der Nekromanten-Tree frei und dann geht's nochmal los. Im Prinzip. Beziehungsweise, dann ist bei meiner Spezialisierung der ganze Skill-Tree möglich und bei den anderen nur der linke, weil sonst saubert's krass war. Und dann kannst du diese verschiedenen Unterklassen so ein bisschen miteinander vermischen, nehme ich mal an. Aber gut, die Frage ist, war meine Skillung da so super schlau? Naja. Kriegen wir schon. Jetzt gehen wir da noch runter. Bist alleine pimmeln. Fähigkeiten lassen wir dabei auch mal so. Oh, leck mir mal, was sind das für Viecher? Spielst du ein wenig oder was? Ich bin schon ganz schön zu. Ja, aber ansonsten macht es gerade einen ganz normalen ARPG-Ansatz. Das mit den Skilltrees finde ich cool. Das habe ich so weder bei PoE noch bei Diablo. Es fühlt sich neu und frisch an, so ein bisschen. Kann man schon lassen. Da habe ich jetzt nichts zum Aussetzen eigentlich. Außer die Steuerung muss ich mich gewohnen, die ist natürlich ein bisschen anders. Als hinzugefügte Rüstungssplitter, was auch immer das ist, das nehmen wir mit. Was ist das? Passt einen Gegenstand an, um ihm neue Eigenschaften zu verleihen. Oh, sowas wie Currency in Path of Exile. Das ist wahrscheinlich dann die Skill-Geschichte. Was haben wir da? Wasserschrein. Einfach rein damit, wird schon passen.
macht das Ding eigentlich Flächenschaden? Ja. Erinnert mich ein bisschen an Bonespear. Es ist sprichwörtlich der Bonespear, merke ich gerade. Was ist das dann? Oh, der Wasserschwein, okay. Erst besaubert Viecher geschickt. Dornensplitter, ich sehe schon. Können wir nicht Dornenschaden dann dazu fügen oder was auch immer. Werden wir auch noch sehen. Nehme ich an, dass das Crafting relativ bald. So, Skelette, Viecher schicken, zweimal Bonespear, Leben verlieren, Blut wieder aussaugen. Macht für mich absolut Sinn. Oh. Und da halten jetzt die Viecher wieder nicht mehr so viel aus. Was ist da los? Ja, aber fürs erste kommen wir doch das schon mal so ganz angenehm. Da. Ja, ich hätte lieber nicht auf die Uhr schauen sollen. Der Björn schreit, da habe ich leid, jetzt kommt, bin dann endlich von der Arbeit zu der Homeoffice, war ein saugeiler Stream bis jetzt. Es war etwas Eigenes, sagen wir es so. Na, okay, man festhängen. Meine Skelly Boys leiden ein bisschen. Die könnten einmal ein bisschen neues Leben vertragen. Gasp, was haben wir her? Was haben wir denn da? Ist Ponygard. Crit-Chance, Rubin-Amulett, Schrott. Gefangenenseelen, 14 Stationsaufbewahrung. Was ist Stationsaufbewahrung gleich wieder? Anti-Stun-Damage, oder? Und der verstoßenen Lumpen. Na, nur scheiß Direkt-Drop! Kackfrisur! Was auch immer wir da jetzt gerade kaputt gemacht haben, aber es war offensichtlich wichtig fürs Quest. Passt schon. Und jetzt kommt das Beste im Inventar, ist Material übertragen. Dann sind die Runen gleich, wo du das brauchst bei der Schmiede. Achtung! Was haben wir mir da aufgeklappt? Zum Beispiel eben da den Dornensplitter. Jetzt, wenn ich da Material übertragen drück. Plus eine Rüstungssplitter in die Schmiede, plus... das heißt, es müllt mir nicht mein Inventar zu. Ja, Blizzard, das muss auch unfassbar schwierig gewesen sein. Dass man sämtliche Season-Storner und sonst irgendeinen Scheiß nicht mein Inventar zumüllt. Jetzt schau mal, kann ich da zusätzlich noch einen Schädel tragen? Nein, natürlich nicht. Ja, das war auch komisch. 8 Rüstung, Gesundheit, was ist denn das Ding da? Mit Shift, mit Steuerung tut man 18% erhöhter Zauberschaden, 23 erhaltener Schutz bei Trankeinnahme. Nein, dann nehmen wir lieber Zauberschaden. Sonst glaube ich, können wir eh nichts brauchen, wenn ich das sage. Ich habe ihn Lurkmaut. Grüß euch, mein Name ist Mr. Burning Crusade. Hauen Sie sich hinein. Das ist also ein richtig schönes Spät zum daneben her umeinander lurken. Oh! Quest abgeschlossen. Passivpunkt Erfahrung. Man kriegt durch Nebenquests Punkte. Das ist wichtig zu wissen. Das macht zum einen natürlich dann die Nebenquests wichtig und wieder interessant. Auf der anderen Seite nach dem 5. Mal Season den Scheiß machen, nervt's. Ich hoffe, das haben Sie bedacht. Ich hoffe, das haben Sie bedacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Bonespear fühlt sich eigentlich auch ganz geil. Da mit als zweiten hineinspecken? Weiß noch nicht. So, erhöhter Schaden, 12%, plus 60. Oh, wir gehen mittlerweile in die zweite Spalte eiskillen. Schauen wir mal, was da so drin ist. Gestohlene Vitalität. Vitalität plus 1 pro Punkt, erhöhte Vasallengesundheit 9% pro Punkt. Das ist schon mal nicht schlecht. Erhöhte Vasallenangriffsgeschwindigkeit, da kann man auch nochmal in die Richtung, ja, Minion-Build als skillen. Was haben wir da errunden? Erhaltener Schutz bei nahendem Tod, 13 pro Punkt, das interessiert mich nicht, die stirbt nicht, hallo. Und jetzt check ich auch, wie man natürlich dann da rumkommt und so, indem dass man mindestens einen Punkt da einsetzt, dann kommt man da oben und so weiter. Ja, keine Ahnung, wo wir da jetzt hinskillen. Sag ich, was ist? Vitalität, Vasallen, Gesundheit, Vasallen, Wirkgeschwindigkeit plus 4%. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Gilt für den Spieler für 10 Sekunden bei Einsatz einer Dienerfertigkeit. Deine Diener haben erhöhtes Angriffs- und Zaubertempo. Dieser Bonus gilt auch für dich, wenn du in den letzten 10 Sekunden eine Dienerfertigkeit verwendet hast. Das heißt, wenn ich einen herzaubert habe. Das müssen wir dann damit kombinieren mit der anderen Fähigkeit, die wir vorher irgendwann einmal gesehen haben. Ich glaube im Charakterauswahlmenü, wo du deine Diener explodieren lassen kannst. Aber das will ich ja nicht. Ich möchte, dass meine Viecher einen Hauptdamage machen und nicht explodieren lassen, neicasten, explodieren lassen, neicasten. Nein, das gefällt mir nicht. Dann nehmen wir lieber das da.
Altverweisung, Versagen, Gesundheit plus 9% und Vitalität plus 1 pro Punkt. Das heißt, wir halten mehr aus, die Viecher halten mehr aus. Wunderbar. Gib ihm. Gib ihm, passt schon. Da haben wir noch keinen. Nein. Nö, das wird uns dann schon gezeigt. Schauen wir mal, wie sich das anfühlt. Man kann es ja jederzeit zurücksetzen. Das ist einfach mal ins Blinde hinein, wird spaßen. Egal, Hauptsache mehr Skelette, mehr gut, ist richtig. Und das merkt man dann unterm Spulen schon, ob's irgendwie Damage kriegen, kreislich früh oder nicht. So, ich weiß schon, ich bin die ganze Zeit da um den Dungeon da rundum, da war eine Tür. Da gehen wir jetzt trotzdem rein, ist mir wurscht. Warte mal. Hungernde Seelen, Mana-Kosten, nekrotisch Zauberschaden, ruft 5. Moment. Was ist das, Mana oder was ist denn mit dem Ding? Ja, kann man auch machen, keine Ahnung. Und ob ich jetzt den Skill oder den Skill hernehmen, das wird ja erst dann interessant, wenn ich einen ausweiche zum Flächenschaden muss er haben. Mehrere einen treffen. Ich weiß nicht, was die da umtreiben, aber jetzt gehen wir mal in den Dungeon hinein. Was auch immer das kann. Ah, halt, stopp, waren wir da schon? Waren die Lager, waren wir da nicht drin? Schicken wir nur ein paar Sicher nicht. Den Rest machen Skelly Boys. Waren wir da jetzt schon drin oder nicht? 80 Euro! Nein, halt, stopp, 38. Sag mal, wie behindert das ich bin, da waren wir schon. Gibt's hinter dir auch noch Infos, Hub und so? Was? Gibt's hinter dir auch noch Infos, Hub? Ach so! Du meinst. Gibt's. Alter, da ist mir hier ein Totalstiebel. Gibt's hinter dir auch noch irgendwas? Wie Sie sehen, ist hier frei. Ich glaube, da ist normal daheim ab und zu Chat-Nachrichten vom Global Chat. Allerdings spielen wir mich offline, darum frage ich mich, wo der herkommt. Aber gut, muss jeder selber wissen. Jetzt bei so wir haben jetzt da gelaufen, oben rundum. Ja, müssen wir nochmal zurücklaufen, hilft nicht. Herr Klinke! Und killen wir einfach noch ein paar Viecher! Ja, sowieso wurscht, du. Meinst du, was hilft? Ich glaube nicht. Oder ist es gescheiter mit der Sens verfluchen und dann der Schlang lassen, dann kriegen sie mehr Schaden? Weiß ich noch nicht, was sie am flowigsten spielt. Aber der Bone Spear ist halt der Bone Spear, it just works. Jetzt 16 times the detail. Vielleicht verfluchen und einen Bone Spear rein. Viecher nachher geschickt. Bürgerhexe, 14 Sekunden Stopp. Ja, mit Anlauf. Schon wieder, Quest abgeschlossen. Gold Erfahrung, Passivpunkt. Easy. Was tun wir da? Vitalität? Nein, jetzt sind wir mal wieder in den Schaden hinein, damit es schön ausgeglichen bleibt. Die machen wir auf alle Fälle voll, da kannst du mal Gift drauf nehmen. Und dann schauen wir uns die erst an, wenn wir so weit sind. Bis dahin kronen wir uns ein bisschen mehr ans Spiel. Aber jetzt zwar stinkt nach Boss. Haben wir mir in der Boss-Arena? Freunde. Schauen wir. Was haben wir da gleich? Der Hütte Vasallensplitter, Pokehand, irgendwas des Ruhms. Können wir nicht brauchen. Können wir mir nicht brauchen, tun wir noch mehr Skelett her. Das war ja geil, wenn er die automatisch einsammelt, die Splitter. Aber gut, man kann nicht alles haben, dann muss man gar nichts mehr tun. Messingzepter, Nahkampfschaden. Oh, das schaut nach Boss-Area aus. Bin ich gespannt, was so ein Boss kann. Schauen wir mal. Das ist, oh, das ist der Boss. Also wieder der gleiche Boss. Ah! Da hat auf alle Fälle ziemlich viel Damage machen, das ist alles, was ich weiß. Alter. Du hast Vernehmung da drin stehen bleiben, gell? Tun wir mal ein paar Skelette wieder hinpflanzen, weil sonst kann ich Hammer nicht mehr laufen. Ja, klassischer ARPG-Boss. War wahrscheinlich aber auch bloß so ein Mini-Boss, so richtig bossig war jetzt der nicht. Oh! Eine Zufluchtsarzt, wobei man die glaube ich auch nichts bringt, weil die ist überall ist Nahkampfschaden drauf. Was? Wir haben schon wieder voll. So besoffen. Was kann das Ding? 23 Nahkampfschaden. Skaliert das Ding mit Nahkampfschaden? Nekrotisch Nahkampfbereich, Geschicklichkeit, Intelligenz. Nur so was fette Hacke, ist ja eh wurscht.
Nachher noch 6 Füße. Na, da ist die stärker, das ist blau. Ich will blau. Worthless, Ja, anyway. drauf geschissen. Ich weiß halt auch nicht, ob das da hinten gibt Once sowas I da decide- mal What would be Nebenquests the oder so. Kann purpose schon mal of such a passieren. stronghold if it were to Hau house den Boss! Bin schon dabei. Ist schon passiert, aber das ist auch kein Boss. Aber er hat schon ein paar Mechaniken gehabt. So ist es nicht. So Flächendinger und drin stehen bleiben brauchst du auch nicht. So, grüß Gott. We're here to help. Der Hüter Balthas. Bricks, Schönes Artwork. Muss man sagen. Artwork ist geil, aber es ist halt natürlich nicht animiert. Protect the sun. The drink. Sie kommen! Was muss ich machen? Oh mein Gott, gehen wir nicht. So ist das vielleicht erst der Boss. Ja, total leerlich. Da kann er gar nichts. Schau dir an. Oh, ich sag mir Bone Spear to your face. Bone Spear da, das Tanky weg. Du kein Level 5 nicht. Tanky weg, einfach drin stehen bleiben, ist mir wurscht. Das ist mir wurscht. Easy. Vor allem der Bone Spear geht jetzt schon durch alle Gegner durch. Ohne dass man geskillt hat. Sag mir so. Der ist ja nur noch OP. Hab ich schon gesehen. Bone Spear, größer Minion-Bild. So, haben wir jetzt einen Boss. Ja, haben wir. Das mehr gibt's immer mit Damage over Time. Und dann gibt's einfach nur noch Bone Spear. Bone Spear to your face. Oh, da gehen wir raus. Gib mir den. Gib mir den. Gib mir den. Einfach mal mit alles zugeschissen, weil es eh nicht wurscht ist. Not here. Jetzt haben wir aber sauber was außerdroppt. Reconvene Glühwe des outside. Chaos. Dann haben wir einen Gladius. Nahkampf Kälteschaden, Nahkampf Feuerschaden, erhöhte Betäubungschance. Ja, das Ding ist immer noch besser wie das, was wir auch haben. Aber ich glaube, wir dürfen mal langsam mal zu so einem Zepter oder irgend sowas wechseln. Weil ich mag eigentlich nicht zuhauen, sondern casten. Was haben wir da? Irgendwas mit Wunden, Tage. Ein Ring. Den nehmen wir natürlich. Ring. Erhöhte Mana-Regeneration und LP-Regeneration. Da haben wir noch einen Slot frei. Und das Ding, das ziehen wir an. Hacke wirf weg. Und dann nehmen wir noch einen Schädel dazu. Komma, Messingzepter und Schild. Ja, tatsächlich. Warum eigentlich auch nicht? Da ist jetzt 3 Zauberschaden drauf. 3 Zauberschaden. Minus 3 Zauber Mana-Kosten. Ist es eine Zweihandwaffen? Suited. Nahkampfschaden, Zauberschaden. Ja, dann nehmen wir natürlich das weg. Ja, machen wir so. Stab klingt vernünftiger für einen Necromancer als ein Schädel und Schwert. That should hold them. Da überspringen, ich hab keine Zeit für den Tell you Scheiß. what, let's get out of here first. Und dann dürfen wir mal wieder ins. Wir gehen mal ins Lager zurück und verkaufen. Portal aufgemacht, ab nach Hause. Ganz ehrlich, 38 €. Sag ich jetzt schon, dass da nichts hieß. Sag ich dir freiwillig, wie es ist? Sag ich jetzt schon, dass da nichts hieß. Kill den Boss! Sind wir schon unterwegs. Alles ist gut gelaufen. Freut mich. Schauen wir, was du hast. Und jetzt das Verkaufen was? Shift, Rechtsklick. Wir verkaufen jetzt einfach das ganze Inventar. Ist mir wurscht, ob da irgendwas Besseres dabei ist oder nicht. So, das ist auf der Stufe, ist mir noch nicht wichtig. Material übertragen wir sofort. Dann haben wir, was ist denn das da? Geschenke. Geschenkinventar. Weiß ich nicht. Sortierfunktion. Zauberhaft. Später aber noch. Hallo Birger. Mr. Feed Marder. Entschuldigung. 10 ist. Zeit für ein Päuschen. Sollen wir mal ein Päuschen machen? Was sagt's dazu? Sollen wir mal eine Raucher gehen? Jetzt verkaufen wir den ganzen Bums da. Aus der Ding kämpfen wir uns noch schnell raus. Kommen wir irgendwann, bevor ich jetzt da ständig Gegenstände verkauf, wie zum Beispiel das gelbe Ding da, was später mit Sicherheit Standard wird, dass nur noch gelbe Sachen droppen oder viel mehr gelbe Sachen droppen. Kann man die irgendwie entzaubern für Materialien, bevor ich jetzt da einen Haufen Mats erschenke, die ich später nicht mehr aufglaub? Weiß das jemand? Eine Raucher für die Skill-Lung. Pinkelpause, Trinkerpause, machen wir dann gleich. Und dann der wir noch eine Stunde oder was weiß ich, wenn wir lang, dass wir Bock haben. Weiß das jemand? Ich sehe, wir haben ein paar Leute herin, die haben schon ein bisschen mehr Playtime drin wie ich.
Finde auch persönlich, der Hub unten mit den 2 Figuren sieht auch echt sexy aus. Ja, also fürs Hut kann ich mich nicht beschweren. Kannst einen Loot-Filter einstellen, das habe ich auch schon gelesen. Das Spiel hat einen Loot-Filter, Kinder. Das ist auch was Diablo nicht auf die Reihe kriegt. Allerdings können ja, aber du brauchst die Runen dafür vom Schmied für 2K. Ah, okay. Ja, gut. Ja, gut. Bis dahin. Dass wir uns die Runen für 2K kaufen können, müssen wir erst mal so verkaufen. Oder weiter im Spiel. Okay, also es rendiert sich nicht da irgendwie zum Warten. Habe ich schon verstanden. Danke für die Info. Kuss auf die Nuss. Weg mit dem ganzen Scheiß. Da ist da vielleicht 3 Trankslots. Da haben wir auch 3 Trankslots. Wahrscheinlich habe ich schon wieder irgendwelche Items übersehen, aber da geht der KW nicht runter. Aber was haben wir da so? Plus 4 Int, Ausweichwertung. Ist ja in Diablo genau das Gleiche. Am Anfang haben die Gegenstände so eine geringe Werte drauf, dass nicht so dermaßen wichtig ist, dass jetzt da zum Beispiel da 13 Rüstung oder 20 Rüstung drauf sind. Deswegen geht es später kaputt. Right. Hauptsache unser Inf ist einmal la. Wahrscheinlich habe ich es überlesen, aber an alles verkaufen Button wird es wahrscheinlich auch gehen. Oder als Schrott markieren oder so. Und ja. Sag ich dir, was es ist, eigentlich kann man ja dann eigentlich hergehen und uns den Loot-Filter mal anschauen. Oder machen wir das nachher? Machen wir noch. Was ist das da? Übergangszeit. Was müssen wir machen? Entkommen der Schatzkammer der Hüter, das kriegen wir hin. Was ist jetzt da? Muss ich da mit ihrem schmerzen oder was? Das nehmen wir mit, weil wenn es schon umeinander liegt. You're here to help. Protect the Shadow Drake. Tread carefully. Haben wir doch gerade schon gemacht. Das haben wir doch gerade schon gemacht. Ja gut, das geht auch kein Welt runter. Wenn der Boss nochmal was droppt, soll ich nicht. Immer sauber face-tanken, dann weißt du immer, ob du 2 Schaden kriegst oder nicht. Das ist hier die Übung. Mach dein Feuer aus, Vogel. Bis jetzt macht es einen ganz stabilen Eindruck. Wir kriegen jetzt 2 Damage. Lasst mal ein paar Geister raus. Ja, wobei der komische Fluch mit den 5 Toten gibt, da macht schon auch... Oh, da bleiben wir nicht drin stehen. Er macht schon auch ganz schön viel Schaden, so ist es nicht. Aber er rentiert sich nicht auf ein Single-Target. Ja! Oh, schon knapp. Gib ihm. Not here. It isn't safe. We'll reconvene outside. Is this a legendary? I guess it is a legendary. Da schreibt man übrigens auch GZ. Eigentlich Doppel-GZ. Das Wichtige wieder Level Up. Bin ich gespannt. So, in aller Ruhe! GG, Motherfucker! Steffi, bist du da? 22:07 Uhr am 23.02. Das ist Jahresmerch-Moment. Falls das Best Game ever ist, müssen wir aufschreiben. Erstes Legendary haben wir bei Diablo auch aufgeschrieben. Mana verschmolzenes Messing-Amulett. Ja, geht so. Was haben wir da? Okay, das sind diese Splitter-Dinger. Mächtige Lederstiefel der Funken. Gelbe Stiefel nehmen wir mit. Ein Holzschild lassen wir liegen. Und ein Jadering lassen wir auch liegen. Eigentlich kann man diesen Dings jetzt schon aktivieren, den Loot-Filter, dass er uns die weißen Schrott-Items nicht mehr anzeigt. Sondern nur noch blau aufwärts. Das ist ein Loot-Filter, falls irgendjemand fragt, was zur Hölle ist ein Loot-Filter. Loot ist zum Beispiel das, was da an Items außerfällt, das nennt man Loot. Falls Leute dabei sind, die gar keine Ahnung haben. So, let's have a look at the Körperrüstung. Muss ich das Ding irgendwie identifizieren oder so? Diener haben eine um 40% erhöhte Chance auf Blutung bei Treffer. Diener haben eine um 108% erhöhte Blutungsdauer. Und ich krieg 78 auf die Gesundheit. Wahnsinn. Jetzt ist bloß noch die Frage, erstmal sortieren, jetzt ist bloß noch die Frage, aktiviert diese Rüstung Blutung bei Treffer von meinen Viecher? Oder muss ich das erst in der Spezialisierung aktivieren, dass meine Viecher überhaupt Blutung verursachen? Da müssen wir jetzt schnell durchgehen. Was schaut denn nach Blutung aus? Und du kannst mehr Skelette beschwören. Oh, da haben wir noch mal so einen Skill. Noch mehr Skelette. Schreckensphalanx. Ist da irgendwas mit Blut oder so?
Oder du zu Fuß und schon mit einer Skelette 4 Sekunden lang gestorben ist. Du hältst meiner Meinung nach stirbt, du hältst Schutz stirbt. Du beschwörst mehrere Skelette mit einem einzigen Wirken, aber Skelettbeschwören kostet mehr Mana. Dies hat keinen Einfluss auf die maximale Anzahl der Skelette. Skelette entziehen einen Teil des von ihnen verursachten Schadens als LP und haben zusätzlichen physischen Schaden. Das ist Lifestyle für die Viecher, was überlege ich da so lang. Skelette können ihre Fähigkeiten mit mehr Häufigkeit einsetzen und Knochenrüstung, die von Skeletten wirken, hält länger an. Ach, die wirken Fähigkeiten, die Mistviecher. Jetzt verstehe ich es. Skelettkrieger kennen jetzt können... und deswegen meine ich, irgendwo muss doch da ein Blutungs... Dings sein. Multipliziert, unheimliche Skelette haben beide Angriffstempo, Skelette haben Trefferchance, Skelettbogen ist der Feuerpfeil, Eispfeil gewesen, Knochenmark wandelt, du kannst mehr Skelette beschwören. Wenn ein Skelett stirbt, bestehen die Chance 3 Sekunden, was haben wir da? Skelett, Schurkenfuß, Widerstand, ne? Je mehr Knochen, desto besser. Es gibt eine Suche oben rechts. Oh ja, stimmt. Blutung. Enter? Was kann die Suche? Was sagt mir die? Jetzt warte mal, Grabeswanderer, der mal Grabe. Nochmal Blut. Also es gibt keine Blutungsfähigkeit. Dann gehe ich mir schwer davon aus, dass meine Viecher von Haus aus beschwöre den Skelettkrieger oder Skelettbogenschützen, der dir beisteht, du kannst gleichzeitig 3 Skelette haben. Was kennen die Viecher noch so? Erhält 15 für die Gesundheit, 12% erhöhter Schaden, ja. Das sind die ganzen Passive-Notes, die wir drin haben. Intelligenzskalierung, Stufenskalierung. Skeletten haben 100... Skeletten. Hashtag Skeletten. Skelette haben 100 Basis-LP, drücke Arm dann ja. Wird immer eine Abfassung, die es aktuell am seltensten gibt. Macht da Sinn. Der Wert... Erweiterte Bereich für Dienerfertigkeiten mit Wirkungsbereich wirkt sich auf die Nahkampfangriffe von beschworenen Skeletten aus. Da steht nichts von Blutung. Es gibt Blutungschance für Minions auf jeden Fall als Item-Affix. Ja, ich hab ja den Item-Affix. Auf der Rüstung drauf. Diener haben eine 40% erhöhte Chance auf Blutung bei Treffer. Aber jetzt ist die Frage, habe ich irgendwo einen Grundwert, zum Beispiel 10% Chance auf Blutung bei Treffer und jetzt erhöht es die 10% um 40%, also auf 14%. Oder habe ich jetzt grundlegend 40% Chance, wenn ich draufhau, oder mein Gegner, mein Diener draufhaut, blüht der Gegner. Weiß ich nicht. Da kann man uns vielleicht das da mal nochmal anschauen. Schadenverteidigung, Diener. Erhöhter Vasallenschaden, Vasallenwirkungsgeschwindigkeit, Nahkampf, Zauberschaden, Nahkampfschaden, Vasallenschaden, Blitzschaden, Kälteschaden, Feuerschaden, Lebensschaden, Giftschaden, Dienerschaden über Zeit. 18%. Erhöhte Vasallengesundheit, erhöhte Vasallengesundheitsregeneration, Diener Auswahlwert, Diener kritische Trefferchance, Crit Multiple, Dienerstärke durch Charakterstufe, maximale Begleiter, 2 Begleiter, da steht auch nichts drin. Sonstiges vielleicht. Ich fahre mal ein bisschen auf Zeiten, dann könnt ihr auch mitlesen. Blutungswahrscheinlichkeit steht da. Nochmal. Chance auf Blutung bei Treffer. Blutung verursacht physische... Ja, aber nicht von meinen Dienern, sondern von mir. Oder was? Brauchen wir mir als Charakter die Blutungswahrscheinlichkeit. Wie sagt man das? Bei Diablo, das muss ich Diablo lassen, da sagt man Damage over Time immer ganz schön mit so einem dunklen Lebensbalken über dem Lebensbalken von den Viecher. Ob das jetzt da auch so ist, also von den Gegnern. Ob das da jetzt auch so ist, weiß ich nicht, aber das werden wir jetzt einfach außerfinden. Fertig ausarmen. Da werden wir jetzt nicht lange umeinander philosophieren. Versuch macht klug. Schauen wir mal, ob wir es irgendwie außersehen. Schauen wir mal. Ja, da scheint nichts zu bluten. Scheint jetzt nichts zu bluten. Vielleicht brauchen wir mir den Blutungsschaden selber und der übertragt sich auf unsere Viecher. Das ist ja in Diablo und PoE oft mal so. Level 8! Slot freigeschaltet. Fertigkeitsspezialisierung. Jetzt können wir einen zweiten Skill nehmen, auf den wir uns spezialisieren. Und der hat ja dann seine eigenen Skillpunkte, seine 20. Das ist schon ganz geil. Passiver Skillpunkt.
Mehr Vasallengesundheit. Schön ausgeglichen, rein damit, passt schon. So, zweite Skillung. Was machen wir zu unserem zweiten Primärding? Ich glaube an Knochen. Ich glaube an Marksplitter. Der ist schon sehr satisfying, wenn er durch alle Gegner durchgeht. Gibt es dann ein bisschen mehr Schaden. Mal schauen, was er sonst noch so kann. Haben wir mal rein. Ja, und dann haben wir einen zweiten Skilltree, der nur für diese Fertigkeit ist. Und ganz ehrlich, diese Verzahnung vom Aufleveln der Skills, die finde ich ziemlich cool. Die ist auch in PoE schon cool. Das Einzige, was ich noch besser finden würde, ist, wenn das gespeichert bleiben würde. Wenn ich es resetten will. Und der Meinung bin, ja, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf das Ding. So, Knochenmesser. Marksplitter und Spleiße verursachen deutlich mehr Schaden, multiplikativ mit anderen Modifikatoren. Aber Marksplitter durchbohrt nicht mehr. Das wollen wir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Der soll schon sauber durch 4 durchrasieren. Überschüssiges Gewicht, Marksplitter und Knochenspieße verursachen mehr Schaden, aber Marksplitter reißt weniger weit. Gefällt mir auch nicht so gut. Seelenblut, Marksplitter und Knochenspieße haben eine Chance, Gegner bluten zu lassen. Aber Marksplitter kostet mehr LP. Gefällt mir auch nicht. So wie das ist. Knochenzauberei. Wenn du Marksplitter direkt wirkst, hast du eine Chance, sofort eine zweite Instanz von Marksplitter zu wirken. Das zusätzliche Wirken kostet LP. Das hört sich gut an. Ja, macht an mir doppelt so viel Schaden, schießt aber doppelt so viel Viecher aus. Das nehmen wir. Da skillen wir rein. Da skillen wir rein. Das gefällt mir gut. Und was da dann noch so kommt, das muss der Zukunftsbürger entscheiden. Das hilft ja eh nicht. So weit kommen wir heute sowieso nicht mehr. Ja. Fluch, ja, da müssen wir jetzt mehr Zeit und mehr rumphilosophieren und umeinander probieren und so weiter. Was ist das da? Was bedeutet das rote Ding? Physischer Schaden, kann es sein? Weil da ist dann, nekrotischer Schaden, Feuerschaden, beides so ein bisschen offensichtlich. Naja, gut. Weiter geht's. Der ist jetzt schon insane. Knochenspett, ja, ich finde ihn ehrlich gesagt auch schon ziemlich stark. Scheiß. Schau mal nur, der fühlt sich auch etwa ein Diablo ausgeskillt. Ja, Folianten nehmen wir natürlich mit. Schicken wir uns in die 4-4. So, schau mal so. Und zum Aufladen, zum Leben wieder auffüllen, kasten wir einfach dabei zumindest noch das Blut entreißen und dann schauen wir mal, was wir noch so für Skills kriegen. Vor allem dann im... Also meine grundsätzliche erste Idee ist mal Skelette 4 schicken, die Gegner wegblocken. Vielleicht sollte ich dann auch nicht so 4 laufen, aber momentan machen sie noch keinen Schaden, das interessiert ja keine alte Sau. So. Ja, also Gegnerbotzen halten schon ein bisschen was aus, gell? So ist es nicht. Items schauen wir uns immer erst am Schluss so, das habe ich mir in Diablo so gewohnt. Sonst verbringst du nämlich in Diablo nur Zeit beim Items durchsuchen und auseinanderfriemeln, was ehrlich gesagt gar nicht mal so geil ist auf der Art. Heiltrank eingeschmissen zwischendrin, warum nicht? Oh, wir haben Skelette verloren. Gib ihm. Weiter geht's. Ja, aber spielt sich grimmig, sag ich ganz ehrlich. Ich glaube, jeder, der Bock auf Action-RPGs hat, erster Eindruck ist, ja, kann man sich geben. Kann man sich geben. Sag ich dir, wie es ist. Grafik okay. Das Wichtigste ist das flüssige Feeling. Das ist, soweit ich das bis jetzt beurteilen kann, gegeben. Schaut ganz spaßig aus, aber das wird jetzt interessant. Jetzt soll man, ich bin so gewohnt mit rechter Maustasten. La 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 la. Aber gut. Heiltrank. So, wie viele Schreine gibt's denn da? Der Schrein ausverkauft. Symbolisiert. Machen wir mal rein da. Knochenspeer regelt schon. Immer schön festhalten. Nur so weißt du, ob du genug aushältst. Das ist das Allerwichtigste. Oh, da haben wir die Kiste gefunden. Hier mal. Tatsächlich, die Viecher haben immer irgendwie betäubt. Die Viecher sind einfach immer irgendwie betäubt. Machen wir jetzt doch irgendeine Kiste. Oh,
Avels Glaskatalysator. 14 erhaltener Schutz, wenn Schaden LP auf niedrigsten Stand fallen lässt. 34% Chance auf Angreiferverlangsamung. 14% Widerstand gegen Leere. Was haben wir da? Ein gelber Helm, jawohl. Schutz. Sorbus Zauberstab, der Graupel. 20% auf Blenden bei Treffer. Chance auf Unterkühlung bei Treffer. Hört sich auch nicht so schlecht an. Holzschild, Blitzwiderstand, Gesundheit. Dornenbesetzter Holzschild. Momentan nehmen wir einfach alles einmal mit. Alles mitnehmen, überall in jeden Zettel mehr einlesen, weißt du, was ist. Pass auf, dass du nicht zu viel Max AP hast, weil es Prozentkosten sind. Ja, gut, das ist ja wurscht. Das ist ja dann wurscht, wie viel Leben das ich habe. Es kostet, jeder Speer kostet theoretisch dann immer gleich viel. You know what I mean? Das ist dann wurscht. Aber ich weiß schon, was du meinst. Die Zahl an. Oh! Okay, nehmen wir mit. Ich hab die Affixe nicht einmal gelesen, aber wenn viel drauf sind am Anfang, ist immer gut. Regel Nummer 1 ist erstmal immer gut. Mehr Affixe, mehr gut. Am Anfang, später können wir dann auch anfangen, auseinander zu friemeln. Da, haben wir schon durch. So, jetzt ist einmal die Frage, wann kommen wir jetzt da mal an einen Quest-Abgabepunkt? Entkommen der Schatzkammer der Hüterhammer spricht mit der Hüterwache. Wer ist denn die Hüterwache? Hüterwache! Da, da oben ist ein Punkt, da machen wir ein kurzes Päuschen, gehen wir mal in die Rauhe, haben wir uns was zum Trinken, gehen wir zum Bieseln und dann pümmeln wir nochmal ein bisschen rein. Na, aber wie gesagt, wir kommen da heute nicht weit. Ich rede gern viel, ich versuche das Spiel oder mein Verständnis, was ich vom Spiel erkenne, zum Totlabern. Normalerweise war ich wahrscheinlich schon Level 15, weil ich halt einfach durchrenne und passt schon. Jetzt helft ihr wahrscheinlich wieder übersehen und weißt du, was ist? Was ist jetzt da? Was wird? Oh, da passt der hier! Echt jetzt? Boah, leck, ich mag auch so ein Viech! Ah! Der hat ihn einfach davon getragen. Naja, gut, ganz ruhig, wer war das? So, und da warten wir jetzt schnell. Wo ist denn der Boss? Ja, ich warte auch immer nur auf den Boss! Das waren keine Bosse, es waren so Mini-Bosse. Du, weißt schon, was ich meine? Aber so ein richtiger Boss wird wahrscheinlich erst bei Kapitelende kommen. Mit wem soll ich reden? Sprich mit Hüterin Lina. Ist sie Lena? Hüter war ganz ruhig, wer war das? Ja. Entkommen der Schatzkammer, muss ich jetzt weitergehen, dann muss ich das. Ich kümmere mich darum. Ich gehe zurück ins Lager, ich übernehme das. Der wird schon passen. Ja gut, jetzt pass mir auf. Ich bin nicht weg. Jetzt, wenn es euch wieder schleicht, jetzt zieht keiner. Ich sag's euch, wie es ist. Bevor es euch jetzt nicht alle schleicht, drückt jetzt mal auf den Like-Button. Das ist der Allerwichtigste. Der Allerwichtigste. So, und dann, was schauen wir uns so, währenddessen ich weg bin? Was willst du denn sehen? Keine Ahnung. Buberts. Fucking Buberts. Hey, auf TikTok hat sich mein Short übrigens verselbstständigt. Schauen wir mal, wie viel Aufrufe das er mittlerweile hat. Ah ja, bloß 190.000. Okay. Weiß auch kein Mensch, was da wieder los ist. So, das machen wir zu, das machen wir ja mal zu. Es hat haufenweise Abonnenten einer geschwappt. Leckt mich am Sack. Übrigens, meine sehr verehrten Damen und Herren, wer heute neu ist ja durchaus möglich. Wir haben, glaube ich, seit gestern über fast knapp 100 neue Abonnenten dazu gekriegt. So, obwohl wir den ganzen letzten Monat über 100 verloren haben. Haben heute neu da? Ist irgendjemand heute zum ersten Mal da? Hallo? Ich streame normalerweise am Montag und Mittwoch. 20 Uhr. Freitag ist so die Ausnahme. Und auch nur im Winter. Nur damit ihr Bescheid wisst. Nacker die Busen, Michael, richtig. Nacker die Busen, die wollen wir sehen. So, was schauen wir uns jetzt so? How to. Sollen wir uns das Kruzifix Diablo schauen? Das passt doch ganz gut. Und stellen wir uns einfach vor, ich rede nicht über Diablo Immortal, sondern ich rede von Diablo 4. Das ist doch eine gute Idee. Ah, das passt doch eigentlich ganz gut. Kruzifix Diablo Immortal. Ist das eine gute Idee? Ist das akzeptabel? Oder haben wir das schon mit da? Haben wir das schon mit da? Ich sag's, es ist, ich weiß nicht. Ist mir wurscht, das passt halt ganz gut. An den Nachschau-Squad, falls es trotzdem, dass wir es nicht online stellen, doch jemand nachschauen sollte, seien Sie gegrüßt. Ich muss da ein bisschen vorspielen lassen, weißt du, was es ist. So, und ich wusel mir jetzt gemütlicher Kippen, geht zum Bieseln, hol was zum Trinken. Ihr auch. Und dann sparen wir noch eine Stunde. Bis, Moment, muss ich erst kraus machen. Also, ich muss so viel koppen heute, ich weiß nicht warum. Ich habe den ganzen Tag so viel Kaffee und so viel Energy-Scheiße gesoffen, wie normalerweise nicht. Aber weißt du, was es ist. So, jetzt pass auf. So, wo sind wir? Ich glaube, da sind wir. Achtung.
Ja, jetzt seht ihr mich nicht mehr, aber es hilft eh nicht. Ich drücke jetzt da auf Play. Ich bin gleich wieder da. Kurze Pause, Kuss auf die Nuss. Ich komme gleich wieder, ungefähr in 5 Minuten. Tschüss. Endlich ein neues Diablo fürs Handy. Fabelhaft. Und die Steuerung, ein Hochgenuss. Meine 2 Gichteldamerling, da sehe ich so viel von der grandiosen Grafik. Ui. Und das Gameplay, das ist so abwechslungsreich. Wundervoll. Freut mich, dass man anscheinend endlich auf Diversity setzt und nimmer auf Innovation. Geil. Na, ich hätte so gerne mal ein Review über ein Spiel machen. Was, über das zum Beispiel. Aber leider habe ich ab Level 8 Privatinsolvenz zumelden müssen! Habe die Ehre! Ich bin's, der Bürger! Tja, das letzte Mal ist eine Zeit her und oje, Kinder, wo zur Hölle fang ich an? Nein! Heute geht's nicht um den 158. Preisentrottel, das ist ein Weißwurst frittiert, die der quer ins Arschloch schiebt, oder um Preisentrottel Nummer 166, der seine Leberkassemi mit Knoblauchsoße und Stabal frisst. Nein! Über die Lebenshilfe auf der Fluchtpreisen habe ich die letzten 5 Jahre Doktorarbeit geschrieben. Ehrendoktor, wo? Es reicht! Heute geht's um... Diablo Immortal. Halt, stopp! Bevor jetzt 3/4 von euch wieder wegschaltet, weil nicht Gaming. Das ist ein 313er Fan. Gebraucht. Und der kostet genauso viel wie ein voll ausgelevelt Charakter in Diablo Immortal. Und jetzt, wo ich deine Aufmerksamkeit hab, erkläre kurz, wer es nicht kennt, was Diablo eigentlich ist. So, stay a while and listen. Diablo ist ein Action-Rollenspiel. Seit 1996 gibt's 3 Teile mit einigen Erweiterungen und Millionen von Fans über den ganzen Globus. Geht also um Monsterschnetzeln, Looten und Leveln. Das ist einfach ein spaßiges Gefühl, mit deinem Barbar oder deiner Zauberin durch die Viecher zum Rasieren. Immer wieder stärkere Rüstung, stärkere Waffen, stärkere Fähigkeiten zum Sammeln. Da kickt die sogenannte Loot-Spirale und das macht dann einfach Spaß, sich ständig zum Verbessern und immer mehrer und stärkere Viecher zum Zerpimmeln. Ja, aber Bürger, dann sei doch froh, dass es ein neues Diablo gibt. Ja, das ist prinzipiell richtig, aber nein! Ohne Krampf, ich weiß nicht einmal so richtig, wo ich anfangen soll bei diesem Gipfel des Gaming-Shitfestes und es geht auch nicht alles in dieses eine Video rein, aber ich versuch's. Diablo Immortal ist das kürzlich erschienene neueste Free-to-Play Diablo-Spiel fürs Handy. Handyspiel! Und da fängt schon an. Oh, leck, Alter, weißt was so richtig geil war? Ein Heilmittel gegen Krebs? Nein. Eine Kloschüssel, die sich in der Früh deiner Morgenlatten im richtigen Winkel so anpasst? Nein. Alter, was weiß denn ich? Ein Sidekick, der dich ansaugt, falls du mal bringst? Nein. Wenn's dem anderen deinen hat und Alter, was? Nein. Ein Diablo fürs Handy war richtig geil. Kein Diablo-Fan jemals! Kurz vor Release haben sie uns auf das Do you guys not have phones? an PC-Port angekündigt, damit wir es mir auch spielen können. Also gut, komm ich als 25 Jahre langer Fan nicht aus und hab angefangen. Anfangs ist alles ganz cremig, wie man Diablo kennt. Es geht vorwärts, du machst deine ersten Viecher, kriegst Fähigkeiten, steigst Level auf und alles, was dazugehört. Dass aber das Spiel 1:1 genauso, beziehungsweise noch schlechter ausschaut, wie sein Vorgänger von 2012. Das kehren wir ganz schnell unter den Teppich. Es geht weiter dahin, du machst deine ersten Dungeons, den ersten Boss und schließt das Tutorial ab, das dir so ein bisschen erklärt, wie das Spiel funktioniert. Alles gut soweit, aber dann fängt auf einmal irgendwie alles zum Blinken an. Der läuft von selber. Ein einmaliges Paket ist im Shop erhältlich. Oh mein Gott, wo ist denn da gut? Das Anfängerpaket. Jeder kennt Mobile Games. Am Anfang von einem jeden kriegst du spezielle Ingame-Währung geschenkt. Dann wirst du ein bisschen an den Shop herangeführt und dir wird gezeigt, was er kann und was du kaufen kannst. Nicht so bei den gnädigen Herrn Halsabschneider im Hause Blizzard. Da kostet sogar der schon €1. 800% Zusatzwert. Was für Zusatzwert? Zusatzwert 800% von was? Warum? Dann krieg ich 60 so gestungene Kugeln und irgendeinen Skin. Aber rate mal, es gibt in dem Shop nichts zum Kaufen für 60 Kugeln. Das ist ja kein Gaudi, in dem Shop existiert nichts außer eine andere Währung, was sie für die 60 Kugeln da kaufen lässt, was die irgendwie weiterbringt. Ja, aber Alter, das Paket brauchst du! 800%! Wenn's das nicht kaufst, dann verlierst du sogar Geld, du Trottel! Schnell, bevor es weg ist! Aber
Das ist bloß ein Spitzel vom Spitzel, das irgendwo auf dem Spitzel von dem Spitzel, das gerade vor 5 Sekunden auf den Eisberg aufgeschnitten hat. Jetzt geht's erst richtig schill aus. Und dann wichst dir die Scheiße um die Ohrwaschel. Ein Klick in den Shop und du weißt überhaupt nicht mehr, wo du eigentlich wohnst. Fast alles, was du im Spiel erspielen kannst, ist für echt Geld zum Kaufen. Wie man es aus jedem anderen Mobile-Game kennt, bloß 100 Mal schlimmer. Allem voran eine Ingame-Währung, die du für Echtgeld kaufst, um dann damit Dinge im Shop zu erwerben. Genannt ewige Kugeln. Und weißt, wo man das noch so macht, wo du dein Geld erst in irgendwelche Währungsgegenstände umwandelst, damit du ja nicht einen Überblick verlierst? Richtig! In einem verfickten Casino! Und weil so eine Währung nicht langt, damit klein Clash of Kevin überhaupt nicht mehr checkt, was er tut mit der Kreditkarten von der Mom, da führen wir gleich 2 weitere ein. Gold und Platin, weil's schon wurscht ist. Je weiter du durch den Ingame-Shop klickst, desto heftiger wird's und du merkst, dass jede verfickte einzelne Trickmechanik dir Kohle aus der Taschen zum Ziehen, die jemals für Handyspiele entwickelt worden ist, Einzug in Diablo Immortal gehalten hat. Zum Beispiel kostenlose tägliche Belohnungen, wenn's die jeden Tag einloggst. Aber um die kostenlos einzulösen, musst natürlich in den Shop rein, wo 1 Zentimeter daneben jeder Kasten schreit: Kauf mich! Billiger wird's nicht mehr! Kauf mich! Aber du merkst Kauf das nicht. mich! Ich bin totaler Schwachsinn, aber kauf mich! Zum Beispiel so Währungspakete zwischen 1 und 100 Euro. Und immer schön mit feierrote 15, 20% Mackerl drauf, damit's ja schön künstlich billig ausschaut. Alter, du darfst niemals vergessen. Du bist der Trottel! Wenn's nicht das größere Backel kaufst. Alter, du verlierst quasi ein Geld. Wenn's da nicht das größere Backel kaufst, du Trottel! Und das Geilste ist, in diesem Shop sind alle Preise so angelegt, dass du deine Kugel nie ganz ausgeben kannst. So bleiben da immer schön ein paar übrig, damit's dich schön hinter mir indirekt dazu zwingen, dass du noch mal welche kaufst. Ja, sag einmal, Kruzifix, für wie blöd halten uns die denn? Selbstverständlich gibt's auch einen Battle Pass. Sowas kennt man, du spielst da hier und schaltest immer wieder neue Gegenstände, Skins und zeig im Spiel dort raus zusätzlich für die frei. Da gibt's bei alle anderen, normaler Spiele, muss ich schon fast sagen, einen kostenlosen Pass, den jeder hat, und einen zum Kaufen, wo man dann mehrere draus kriegt. Aber im Halsabschneiderhause Blizzard gibt's halt eiskalt 2 bezahlbare Schienen. Ich hab wirklich nicht gewusst, dass man uns sowas wie ein Battle Pass nur ausgeschämter dran kann wie schon. Achtung, Erinnerung! Du bist quasi ein Volldepp, wenn's da bloß den Kleinen für 5 Euro kaufst. Du verlierst sogar Geld! Also gibt's einen Battle Pass und 2 Deppel Pass. Hab ich das so richtig verstanden, ja? Wie überall gibt's auch Cosmetics, Skins für Rüstungen und Waffen. Die machen dich nicht stärker, aber du schaust halt super cool und badass aus. Für umgerechnet 16 Euro. Aber auch einzelne Diablo 2 Skins für günstige 25 Euro. Alter, Schnipperl, du, das nimm ich mit. Und erschreckend ist, dass bereits auf Level 10 und 20 in die Startgebiete schon jeder Dritte mit so einem Scheißdreck umeinander läuft. Ja, sag einmal, wie behindert sind denn die Leute, die sich einen Skin aus einem 20-jährigen Spiel kaufen? Jawohl, Hauptsache der ahnungslose Candy Crush Mongo rennt schon vom Start weg mit seinem aus dem Weg Geringverdiener-Skin an dir vorbei. Nochmal kurz zurück zu den kostenlosen täglichen Belohnungen. Weil so kostenlos sind die gar nicht. Nach dem Einlösen erscheint nämlich ein Kaufbutton für bezahlte tägliche Belohnungen für 30 Tage. Und die könntest du dir sogar dreifach für die nächsten 90 Tage kaufen. Was ich dir aber nicht sage. Was ich dir aber nicht sagen! Die jeden Tag einloggen musst! Wenn du es nicht tust, verlierst du sogar Geld! Ah, good old times. Also das ist schon gescheit absurd, dieses Kackspiel. Leck mich am Arsch. Wo ist der Teufel, wie ich das bis Paragon 30 gespielt hab können? So, bin wieder da! Wer ist denn noch da? Wer ist denn wieder da? Ich bin da! Prost! So! Der gute alte Geringverdiener-Skin, den wir mir vom Boden aufglauben. Nur einmal Teufel.
Los, weiterrennen, sie fix! 80 Euro! 80 Euro! So, jetzt halt sein Maul. Weiter geht's. Wieder reingepimmelt. So, auf was konzentrieren wir uns jetzt da eigentlich? Wo haben wir stehen geblieben? Viecher, Bonesbier. Aus. Ab und zu mit der Saasei wuchten. Da, Kiste! Ah! Flammendes Bastardschwert. Wo ist das Hurensohn-Schwert? Oh, da wenn man einen Splitter hochklickt, klappt alle auf. Das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. So, schlechter Point Guard. Worthless anyway. Was? Hab ich schon wieder voll. Bruder! Das ist ein Magierheim. Okay. Was haben wir da? Meiner Kosten Zauberschaden, Chance auf blendende Treffer. Das, weißt du, was wir jetzt damit her? Jetzt machen wir ganz so. Das pümmeln wir den nochmal her, den schmeißen wir weg. Und dann nehmen wir das Schädel da hin. Dann haben wir mit Steuerung. Nahkampfschaden, erhöht Nahkampfangriffsgeschwindigkeit. Kälteschaden können wir nicht brauchen. Betäubungschance können wir brauchen. Eine erhöhte Chance auf Betäubung mit Nahkampfangriffen. Das ist die Frage, ob sie das auf meine Viecher übertragt. Das werden wir rausfinden. So schaut's aus. Das übertragen wir. Da werden wir sortieren. Dann haben wir da ein Büchlein gefunden. Was ist denn das für ein Slot? Ah, das ist Offhand, okay. Erhöhter Zauberschaden, erhöhte Kälteschaden, Ausweichwertung. Nehmen wir Scheiß aufs Shell. Damage! Wir haben mehr Damage nicht. 666 Zuschauer. Absolute Perfection. Schmeißt das weiße Klump aus. Eigentlich hast du absolut recht. Oh, was ist das da? Ah, das ist auch noch mehr Offhand, okay. 4 Chance auf Angreifer, Verlangsamung, Widerstand gegen Leere. Nein, das ist jetzt nicht so geil. Und grundlegend hat es 45 gehaltener Schutz, wenn Schaden-LP auf Dings fällt. Ja. Wir kommen einen Loot-Filter einstellen. Das darf mich jetzt interessieren. Ein Loot-Filter ist vor allem später sau wichtig. Mir geht ja jetzt schon auf den Sack, dass da alles vorher weiße Items ist. Die braucht kein Mensch, die interessiert mich nicht und dann droppt nur noch zeigt, werden wir mit Loot-Filter wo? Unterstützung, Fehler melden, Einstellungen, Fortfahren, Spielleitfahren. Ist er unter Einstellungen. Soziales, Herausforderungen, Solo-Konto gefunden, Solo-Beute, ne? Was haben wir noch? Shift F. Ja, haben wir wieder. Aber lauter Pro-Gamer da herin. Minastor. Feinstes Pro-Gaming im Chat, so mache ich das. Was haben wir da? Beutefilter Grundlagen. Filter arbeiten auf Grundlage einer bestimmten Regelabfolge. Ja, Regeln, die auf dieser Liste weiter oben aufgeführt sind, brechen die unter ihnen. Verstehe. Filter importieren, das ist auch ziemlich geil. Dann kannst du nämlich, ich gehe jetzt mal schwer davon aus, du kannst die Filter einstellen und dann kannst du das irgendwo aufladen und anbieten oder im Discord sharen oder mit deinen Spätzchen sharen. Die drucken auf Filter importieren und du hast einen brauchbaren Loot-Filter. Wir haben nichts zum Importieren, wollen wir Filter erstellen. Wollen wir einen neuen Filter erstellen, Filterordner öffnen, bestehenden Beutefilter importieren, Filter aus der Zwischenablage einfügen. Da gibt es ja dann, das ist zum Beispiel auch was, wenn man sich mit Guides befasst und so weiter, dann gibt es Leute, die dort die krassesten Sachen einstellen, weil das mit Sicherheit nicht auf 5 Minuten erledigt ist. Neuen Filter erstellen, schauen wir einfach einmal. Nehmen wir mal Stani Filter 1.0. Ja, weißt du, wie es ist. Punkt. Da machen wir jetzt das Filtersymbol, machen wir einfach mal allgemein. Filtersymbol Farbe. Da nehme ich jetzt mal blau, weil ganz ehrlich, ich möchte nicht mehr das blau. Ich möchte einfach nur, ich möchte alle Typen von Items, aber ich möchte weiß ausgeblendet. Bestätigen. So, Regel, man kann maximal 75 Regeln ein, duplizieren. Da oben kann man dann die Filter einstellen. Regel. Heiliges Kanonenrohr. Gut, vielleicht geht es auch da nicht so schnell. Sichtbarkeit. Anzeigen. Weiß. Oh mein Gott, was ist denn das? Beispiellabel. Einzigartig und setzt. Normal. Exaltiert. Beispiellabel. Wo ist das? Das ist doch nicht die Rangwahl. Bedingung. Farbe auswählen. Hervorheben, Gegenstandslabel in Großbuchstaben, abhängig von Charakterstufe. Schauen wir mal, was bei Bedingung. Affix, Klassenanforderungen, Stufen, Seltenheit. Normal ist wahrscheinlich weiß, blau ist Magie, gelb ist selten, erhaben, haben wir noch nicht gehabt, vielleicht lila oder so. Einzigartig, wenn Legendary Side ist ein orange und Sets haben meistens grün, zumindest sind sie in Diablo grün. Magie. Anzeigen alle Magiegegenstände, alle Magie selten, also steht es erhaben ist so lila-mäßig, einzigartig und Setteile haben grün. Normal wollen wir nicht, also lassen wir das dann wahrscheinlich da weggert.
Fertig. Aktualisieren. Filter exportieren. Und ab wann ist der aktiv? Oder muss ich nur explizit sagen, weiß nicht anzeigen? Bedingung, Gegenstandstyp, Stufe, klar. Nein, haben wir schon. Na, dann können wir das eigentlich löschen. Wie nennt man eine Mutter ohne Kind? Gar nicht. Was? Bei Sichtbarkeit kannst du ausblenden. Nein, stehen. Wollen wir aktualisieren? Anzeigen. Aber was hat das mit der Farbe zum tun? Das check ich nicht ganz. Wo laufen wir nicht zueinander? Nicht umeinander laufen. Anzeigen, ausblenden. Ausblenden alle. Nein, das will ich natürlich, das will ich ja nicht. Ich möchte Anzeigen. Seltenheit. Und jetzt mehr die zusätzlich noch. Ach, da muss ich einfach jetzt. Nee, jetzt nicht. Okay, hab schon verstanden. Da muss eine neue Regel dazu. Ausblenden. Seltenheit. Normal. Hinzufügen. So, jetzt habe ich ausblenden alle Normalgegenstände, anzeigen alle Magiegegenstände. Ich weiß jetzt natürlich nicht so 100%, gibt es irgendwelche Materialien und so. Anzeigen, Klassenanforderung, Affix, Stufe, Gegenstandstypen. Art, alle Nebenhand, Rüstung, Zubehör und Götzen. Da weiß ich halt noch nicht so wirklich. Relikt ist das rechts unten, das komische Ding, glaube ich, gell? Nein. Ob es da weiße gibt. Und ob es weiße Götzen gibt. Du kannst spezielle Items in anderer Farbe anzeigen lassen. Du willst ausblenden. Eigentlich macht es auch gar keinen Sinn, nicht, dass das da überhaupt aktiv ist. Ich möchte einfach nur alle Normalgegenstände ausblenden. Und fertig. Ich will jetzt bloß nichts übersehen. Dass zum Beispiel so Götzenweiße ausblendet werden und die kriegst gar nicht mit. Woher hast du deine Banner im Zimmer? Selber machen lassen. Ich habe halt das Beutel selber so zusammengebaut, wie ich es haben will, und habe es dann drucken lassen. Du kannst einstellen, dass wenn zum Beispiel ein Brustdrop mit Int, dass das dann eine bestimmte Farbe hat. Ja, das habe ich auch schon verstanden. Ich möchte jetzt im Moment einfach nur, dass die weißen Items weg sind. Ich habe bloß Angst. Machen wir so, das müsste eigentlich passen. Da sagt man es eh schon, die weißen Gegenstände sind weg. Ich habe bloß Angst, dass die Gegenstände die Materialien und so ein Scheiß, die haben orange. Oder? Die guten die als orange. Und die Götzen-Dinger, die guten als gelb. Und auf alle Fälle nicht als normal. Du brauchst gerade nur die Regel weiß ausblenden. Okay, das wollte ich hören. Für irgendjemand mit Ahnung, schlechter Dingsbums, das nehmen wir mit. Und dann passt es. Entkommen im Schatzkammer der Hüter und kehre in das Lager der Hüter zurück und sprich mit Hüterin Lina. Okay, dann müssen wir zurück aus. Das können wir eigentlich mit unserem Portal machen, nehme ich an. Mods kannst du nicht ausstellen. Achso, ja, dann passt es. Danke für deine Streams, echt unterhaltsam. Herr Hofer! Das freut mich sehr. Ich hoffe, das geht dem Rest genauso. Bussi auf das Nussi. Können wir da mal noch schnell schauen? Habe ich mir gedacht, dass wir nur einen Punkt haben. So, jetzt ist die Frage, wo wir da hineinskillen. Mana-Effizienz ist mir eigentlich scheißegal. Was kann das? Du hältst Schutz, wenn eines deiner Skelette stirbt? Nein, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Da kann man auch schon eine Skelette entzielen, einen Teil des von ihnen verursachten Schadens als LP und haben zusätzlich physischen Widerstand. Das ist gut, ein bisschen Lifestyle für die Skelette. Rein, nehmen wir mit. Nehmen wir mit, ein Ticken Lifestyle, dass wenn die Leben verlieren, dass sie sich langsam wieder aufdingsen, das ist schon gut. So, dann gehen wir mal zu ihrer. Der Drache hat ihn geparkt, meine Ausrüstung ist alles gut gegangen, deshalb bin ich hier. Gibt es jetzt irgendwas, wo ich schriftlich im Aus, einen Artikel zu kaufen oder zu verkaufen? Gibt es irgendwas, alles verkaufen oder so? Mal sortieren. Weil da schaue ich jetzt nicht nochmal durch, ob das alles gut ist oder ob ich da. Vielleicht beim Amulett. Schergenschaden. Meine Viecher sind keine Schergen, das sind Vasallen, glaube ich. Gell? Physischer Schaden gegen erhöhte LP, Schaden im Laufe der Zeit, das glaube ich ist besser. Mana brauchen wir nicht. Alles weg mit dem Schund. Abhimmelt man nicht lang umeinander. Das ist mir wurscht. Vergiss nicht deine Skelettspätzl. Wo sind meine Skelettspätzl? Hey Simon, wo sind meine Skelettspätzl? Hast du gemeint, habe ich gerade den Punkt, vielleicht hängst du ein bisschen hinten nach, das ist immer YouTube beschissen. Right. Falls du das meinst. Was haben wir da?
Haben wir irgendeinen Nebenberuf, suche vermisste Hüter im Hochland? Ja, das kriegen wir hin. So nebenbei. Ist nicht unwichtig, da gibt es immer passive Punkte. Und jetzt müssen wir mit ihrer labern. Everything okay? What? Wie gesagt, wer die Story interessiert, der kann das gerne tun. Passivpunkt nehmen wir mit. And bring Den pimmelt man auch wieder in mehr Schaden. Ja, machen wir es ausgeglichen, wie ich es gesagt habe. Schon erledigt, passt. Ja, es ist scheiß YouTube, leider Gottes, seitdem wir mit der 1440er Auflösung hier in fucking 2K umeinander streamen, hängt der Stream meistens wieder so 15, 20 Sekunden bei euch hinterher. Das ist natürlich ärgerlich, aber es lässt sich leider nicht ändern. Da hat Twitch die Nase vorn, das muss man Twitch leider Gottes lassen. Ja, weiter geht's. Wann spielst du das Spiel wieder? An welchem Tag? Das dauert länger, oder? Karinna, das dauert länger. Ich werde wahrscheinlich auch offstream weiterspielen. Ziemlich sicher sogar übers Wochenende. Hab ich alles erledigt, ich glaube schon. Ich glaube, dass ich offstream weiterspiele, wenn ich das nochmal im Stream spiele, dann am Wochenende. Wenn ich nicht um 11 Uhr aufhören muss, weil hinterher das ganze Haus... Ich bin nicht abgehackt. Euer Stream funktioniert noch. Ich glaube, dass es spät abgehackt ist. Ich höre mich nur umeinander. Ich höre mich nur umeinander laufen, aber das Bettel ist einfach stehen bleiben. 80 €! Ich hab mal zugemacht. Ach. Schon eine zweite abkacken. Das würde mich jetzt interessieren, ob das am Spiel an der Engine liegt oder weil die Server im Hintergrund abbrauchen oder was auch immer. Netter Freeze. Ich gehe gleich wieder weiter. Free Frankie! Habe die Ehre, bin jetzt auch da. Was habe ich versandt? Free Frankie, alles. Online spielen, offline spielen. Los. Kostet auch nur 35 Euronen. Nächster Patch? Nein, jetzt hat es keinen Patch gegeben. Elisa Schwert! Ein bisschen Gollum-mäßig schauen wir schon aus, gell? Aber ansonsten ist es ja in Ordnung. Nimm Elisa Schwert betreten, weiter geht's. Was haben wir jetzt da? Müssen wir Skelette herbeschwören? Ist das dasselbe? Jetzt müssen wir wieder oben aussehen. Ja, gut. Und da ist es weg. Nein. Im Online-Modus konnte das wahrscheinlich schon passieren, dass du ein bisschen an Progress verlierst, wenn es einfach abkackt. Wobei man das auch nicht vorstellen kann. Filthy Hobbitses. So, weiter geht's. Los. Los. Mehr Meter machen. Was mich noch interessiert, was ist denn das da? Ich kann da sogar draufdrücken. Was ist denn das da? Kann man das etwas sagen? Diese zwei Fußstapfen da. Oder kommt... Hoppala. Oder kommt da noch irgendwas? Ja, wir werden sehen. We will see. Ansonsten habe ich bis jetzt dann eigentlich ganz guten Eindruck. Sag ich ganz ehrlich. Was ist denn meine Skelly Boys? Alter, von der Lore soll jetzt schon auch angreifen, wenn ich schon drauf habe. Oh, lecker Dicker! Steht der wieder auf? Was ist mit dem? Pimmelberger. Was haben wir denn da? Kriegerbruchschwert, der Stille, körperlicher Schaden, kritische Trefferschätze, erhöhte Betäubung. Ja, braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch, nehmen wir zwar mit, aber braucht kein Mensch. Da müssen wir überhaupt. Hier finde ich das Ostkriegslager. Vielleicht sollten wir mal auf Karten schauen, wo wir überhaupt... Oh, leck, was ist das? Okay. Es gibt auf alle Fälle Matzschreine. Das ist interessant. Sehr schön. Sehr schön. Das hat der Hölzli eigentlich schon halb Hand und Fuß. Brauchen wir auf alle Fälle mehr Skelly Boys. Skelly Boys overall. Jetzt kriegen wir uns da mal noch wirklich durch, dann werden wir Level Up wahrscheinlich. Nein, da waren wir noch nicht. Da waren wir noch nicht. Jetzt hat man aber auf der Minimap gesagt, dass ich da hin muss. Schau, es liegt schon viel weniger Schund umeinander. Viel weniger Schund umeinander. Du Vernot! Sie. Gib ihm. Wer schießt da mit dem kleinen Klumpen umeinander? Eigentlich. Man muss mal etwas sagen. Das nehmen wir mit. Ich kann es nicht aufglauben. Kann man mit Sicherheit Aggressor anzeigen lassen. In dem Lootfilter. Wer schießt die kleine Scheiße da umeinander? Sag mal.
Weiß ich nicht, macht nicht so viel Schaden. Death will not take me. Jetzt chillen wir die Kniescheibe, jetzt gehen wir mal drauf. Dann schauen wir mal auf die Map. Wahrscheinlich sterben wir jetzt da dreckig. Wo müssen wir hin? So rechts in die Richtung. Da mich interessiert, ob das jetzt wie bei Path of Exile ist, dass man sich auch auf der Map, wo man ist, wirklich rechts halten muss, dass man den Ausgang da findet. Also da müssen wir anscheinend hin. Das heißt, wir halten uns da mal so in diese Richtung grob. Oh, was haben wir da? Das ist eine Elite? Da hat irgendeinen komischen Kreis. Greif mich nicht an, du Arschloch! Eigentlich kann man Lootfilter schon fast einstellen, dass er mir nur gelbe anzeigt. Das droppt mir schon fast nur noch gelbe. Aber los. Ja, lustigerweise fühlt sie sich jetzt schon sehr satisfying an. Warte mal, müssen wir einen Skillpunkt noch einsetzen. Wo fangen wir an? Mit erhöhter Schaden. Gib einer Damages alles. Oh! Knochengolem beschwören. Easy. Easy. So, aber die vier müssen sie jetzt kurz einmal regeln da. Ich muss jetzt Fertigkeiten anschauen. Hallo. Schießen wir da oben auf und gib mir Ruhe. Fertigkeiten anschauen. Die brauchen Golem. Ihr Arschkinder. So, Golem wo? Oh, Transplantation. Gehen wir mal da her, schauen wir mal, was das kann. Das glaube ich ist mit der Teleport. Das glaube ich ist der Teleport. Ah! Zauberhaft! Wunderbar, den habe ich in Diablo 1 auf dem Vierer, das passt schon. Und jetzt hätte ich noch gerne einen Golem. Anstatt dem Scheiß da wahrscheinlich. Sag ich dir, wie es ist. Das heißt, wie der wir das? Wie der wir das? Rechte Maustaste, der wir das Ding drauf. Wo ist der Golem? Da ist der Golem. Knochengolem beschwören. Beschwert einen Knochengolem, der zwar nur langsam angreift, aber mit einer 50%igen Chance mit Knochensplittern vergilt. Drücke A, um einen deiner Diener einen Angriffsbefehl zu geben. Minion-Bild ist Pflicht. Ich hoffe, dass der Golem bestehen bleibt, auch wie Skelette. Und kommen diese Fähigkeiten da unten auch? Jede Fähigkeit lässt sie in so einen Skilltree aufteilen. Ja, geleck mich doch am Arsch, Alter. Der ist der Tank-Shit, ich hab mir's schon gedacht. Außerdem haben wir einen Skillpunkt da herin. Wenn du magst, bitte direkt Double Cast Chance 14%, wahrscheinlich 28%. Ja, lassen wir drin. Schauen wir mal, was kommt denn da so danach dann? Marksplitter und Knochensplitter verursachen mehr Schaden, aber Marksplitter können auch eigene Diener treffen und Schaden zufügen. Auf Treffer basierende Effekte, wie zum Beispiel Lebensregeneration bei Treffer, werden nicht ausgelöst, wenn du deine eigenen Diener triffst. Was ist das für ein Blödsinn? Das ist quasi ein Debuff, damit ich da hinterher komme. Heimtücke, du erhältst LP, wenn du einen deiner eigenen Diener tötest. Das ist ja voll der Blödsinn. Mag und Knochenspitze haben eine Chance, die Rüstung des Feindes zu zerbrechen. Das ist gut und das ist gut. Und den Rest erledigt dann der Zukunftsbürger. Golem! Ah, schau wie wütend das er ist. Schau dann auch, war leck, wie viele Gesichter hat denn der? Warte mal. Geh mal her, Mr. Golem. Schau mal in die Richtung jetzt da. Schau dir an, der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gesichter. So, Mr. Golem, jetzt sag her, was kannst. Der Boller schreibt, der ist der Tankshit und zwar bis ins Late Game. Genau das wollte ich hören. So, greifen wir an. Oh ja, der drischt da gleich richtig schön rein. Vermöbel es, Mistvieh! Oh. Und darum mag ich Minion-Bild so gern. Weil es einfach immer geil ausschaut, wenn der Golem drauf zusteht. Und haut er sauber in die Fresse. Gefällt mir einfach. Da ist eh breit gar nichts mehr da. Es wird bloß im Kreis gelaufen und Items aufgelaufen. Easy! Drisch mal rein da jetzt! Also ich muss ein bisschen mit dem Bonespear aufpassen, sonst bringe ich mich selber um. Kann man sich selber umbringen oder kann ich dann einfach nicht mehr casten? Das ist eigentlich immer zum Ausprobieren. Da brauche ich gar nichts mehr. Schau mir das an. Da gib ihm. Ah, das der wir nicht. Ah, das der wir auch nicht. Da bleiben wir nicht drin stehen. Ja, und jetzt haben wir schon wieder so weit, dass ich die Schnauze von blauen Items voll habe. Die nehme ich gar nicht erst mit. Sag ich, was ist Knochen, 6 nekrotischer Schaden, bei kein Mensch. Irgend Widerstand der Lese. Braucht das kein Mensch, den Schund! Oh!
Ruhe dich jetzt aus. Kriege ich da jetzt schon? Nein, informiere jemanden im Lager der Hüter. Das ist der. Jetzt wollte ich schon sehen, ob man für das einzelne Einsammeln von den Typen, ob man da schon einen Passivpunkt kriegt. Anna, ich habe zu danken, ich bedauere deinen Verlust. Du hast mein Mitgefühl. Ja, leider nicht. Goldene Erfahrung. Ja, gut. Prayers be with you. Ja, gut. Dann halt nicht. Aber das weiß man vorher auch nicht. Nehmen wir an mich, diese komischen Boss-Typen respawnen anscheinend. Ah, nicht da drin stehen. Ah, das der wir nicht. Das der wir nicht. Dann werden wir bloß ausziehen und passt schon. LP bei Tötungssplitter. Ja, den Scheiß da glauben wir gar nicht. Das ist Scheiß, das Inventar sofort wieder voll. Das ist nix. Das ist nichts. Das kann ich da nicht aufschießen, oder was? Hoppala. Mal ordentlich rein. Wie geil, dass es wegbucht. Fühlt sich gut an. Fühlt sich gut an. Macht Spaß. Aber vielleicht soll ich einen Bone Spear auf die rechte Maustasten legen. Dann komme ich wahrscheinlich besser, glaube ich, mit dem Dreier da. Aber wird schon. Was ist das da? Gibt's da was? Nö. Dann den Filter neu einstellen. Ich denke schon, dass wir das wahrscheinlich ziemlich bald lernen. Weil ganz ehrlich, geschissen auf was gibt. Die Frage ist, ob man die Blaue halt noch irgendwann brauchen kann für irgendwas. Ja, gefällt mir gut. Gefällt mir gut, das war ein schöner Boost. Das war ein schöner Boost. Haben wir jetzt schon da quasi, oder was? Finde den Gipfel. Gipfel finden, die Dinger darf man nicht übersehen. Jetzt müssen wir auch wieder so leicht nach rechts um. Also offensichtlich bewahrheitet sich. Schau's da hoch. Schau's da hoch, das sind ein lauter Quali. Das ist ein total. Was möchtest denn du? Ich sag aber, was möchtest denn du? Jetzt sind wir noch irgendwo. Oh. Nein, die zurückschießen, ich glaube, das ist ein Vogel. Oh, das ist dicke. Dann haut's mal sauber drauf jetzt da auf den. Oh, müssen wir uns mal heilen vielleicht. Was haben wir da? Probe, Intelligenz, Widerstand der Leere. Einfach rein ins Viech. Der Bone Spear ist wirklich ein bisschen broken, kann ich sagen. Haben wir die 4 gar nicht da und prügeln rein, der macht so viel Damage, dass es total lächerlich ist. Ja, aber geil. Lieber fühlen sie Sachen OP und es macht Spaß, anstatt dass ich erst mit 30 Stunden reinpimmeln muss, bevor sie irgendwas toll aufliegt. Oder 14 Stunden lang random Epics fahren. Was haben wir da? Kriege das. Oh, großer Schlägel und Orions Pike. Her mit dem Schund. Immer her mit dem Schund. Wir brauchen immer noch einen Gipfel. Wir finden das Spiel bis jetzt, ganz ehrlich, gut. Ich kann jetzt noch nicht sagen, sehr gut oder ultra gut, aber einfach gut. Es spült sich cremig, es ist flüssig, es ist jetzt zweimal abgehackt. Das ist ein bisschen sehr ärgerlich, da kann ich jetzt nicht sagen, ob es am Spiel selber liegt oder an die Server, die im Hintergrund abgehacken. Oh. Das ist übrigens kein Boss, das ist bloß irgendwie so ein kleiner Mini-Boss, der jetzt schon zum 5. Mal da war. Ansonsten kann ich bis jetzt sagen, ich glaube, es macht einen sehr guten Eindruck bis jetzt. Wir haben einen neuen Passive-Tree. Was haben wir da so? Du verursachst erhöhten Schaden, verlierst jedoch pro Sekunde einen Prozentsatz deiner maximalen LP, wenn du kürzlich einen Gegner getötet hast. Das machen wir nicht. Wenn der Schaden dich unter die Hälfte deiner LP bringt, beschwörst du einen Wiedergänger, einen Nahkampfdiener mit verfallenden LP, dessen Schaden mit deiner Intelligenz skaliert. Dieser Effekt hat eine Abklingzeit von 15 Sekunden. Moment mal, wenn ich meinen Bone Spear schieße, verliere ich ja Leben. Und wenn ich mit dem unter 50% komme, beschwöre ich den Typen. Ja, gib ihm. Wieso kann ich das nicht skillen? Ach, weil ich erst einmal da eine skillen muss. Ja, gut, dann skillen wir jetzt einmal da. Was haben wir da? Erhöhte Vasallen, Angriffsgeschwindigkeit, kann man auch brauchen. Erhöhte Vasallen, Wirkgeschwindigkeit, kann man auch. Gib ihm. Gehen wir da rein und beim nächsten Mal gehen wir dann da rein. Das hätte ich vorher sagen müssen, ich voll Idiot. Ich hab vorher nichts gesagt. Kriegen wir schon. Haben wir irgendein Level 12. Ich sag da nur Programming. Ach, ich drücke immer noch gewohnheitsmäßig auf den 1, damit ich Blut sauge. Linke Maustasten ist Blutsaugen. Bone Spear, Bone Spear, Bone Spear, Blutsaugen. Nein, Schärfeware. So 4 Tränke oder so. Das war 4 Tränke. Splitter. Dass er den aber nicht gleich aufklappt, das ist also ein bisschen
fühlt sich ein bisschen clunky an, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Gefühl, das nervt mich immer so. Wenn die Viecher sofort die Viecher angreifen auf die Schieße, ist natürlich gut. Fühlt sich auch gut an. Erstmal reingeballert ins Viech. Ja, Bild fertig. Endgame wo? Ah, das wieder der Dicke. Der Dicke. Gib dem dicken Zucker. Nein. Ja, natürlich bleibe ich einfach drin stehen. Ist ja eh wurscht. Gib ihm. Die kleinen komischen Pimmelbier, die kennen nämlich gar nichts. Mittlerweile finde ich es auch gar nicht so schlimm, dass da bloß ein Minimap gibt, rechts oben, oder eben das da, weil ich mich in Diablo so an die Minimap rechts oben gewohnt habe, dass es brutal ist, aber da kann man sich ja wieder umgewohnen. Der Vergangenheitsbürger halt, ja. Da hat er keine Ahnung, der Vergangenheitsbürger, das ist ja Wahnsinn. Ja. Einsprudeln. Die klammern natürlich schon alle fein säuberlich auf. Das Crafting darf mich dann auch noch interessieren, was man da so stellen kann damit. Aber da dazu brauche ich auch erst ein bisschen ein besseres Gefühl, was ich überhaupt gerade für Schadensarten mache. Brauche ich physisch, brauche ich Feuer, brauche ich, also Feuer brauche ich nicht so viel, ich weiß nicht. Brauche ich, was macht der Golem für einen Schaden und so weiter. Deswegen macht das Craften jetzt noch nicht so wirklich viel Sinn, glaube ich. Außer man kann sich da die völlig OP-Scheiße zusammenbauen für Level 10. Weiß ich nicht. Waren wir da nicht gerade? Aber wir haben nur Stelle Harus Pex Orion. Kann das einmal ein Boss sein? Oh, da oben blinkt's schon. Gehen wir mal da zuerst noch außen rundum, schauen wir, ob da irgendwelche Pimmelviecher sind. Mist, Pimmelviecher! Kann man nicht fake nur zusammendreschen. Oh, das stinkt nach Boss Area. Bist du. Au! Hey, Vogelsepp! Reaching me was impressive. Reaching me was But it's impressive! mine. Come, Ich hab ja einen Emily. Teleport, das hab ich schon wieder ganz vergessen! Meine Güte! Ja, jetzt gib mal dem Fettsack gar nicht aufs Maul. Komm. Und Teleport. Ja. Und drauf, und drauf, und drauf, und drauf, und drauf, und drauf, und drauf. Dann gehen wir da lieber mal auf Zeiten. Ah, für genau diese Gaudi haben wir mit dem Teleport und den Rest lassen wir von uns in die Viecher machen. So, aber es ist, den Rest lassen wir von uns in die Viecher machen. Wir haben ein bisschen gemütlich drauf da. Ein bisschen Bones Beer to your fat. Ah, ich stehe da in der Letten drin, das ist nichts. Oh, was heißt das? Was heißt das? Okay, das fliegt da. Ah. Ja, mit ein paar coole Boss-Mechanics. Oh, falsche Karte. Ein paar coole Boss-Mechanics. Dann wieder Blut zuseln. Ah, gib ihm Blut. Dann gibt es noch ein paar mit Bronzenbier und dann ist eh schon gut. Außer er hat Phase 2. Hat er nicht. Ja, easy peasy. Wir haben sauts krass. Das ist total kalt. Dann schicken wir den Vogeldeppen heim, da wo er hingehört. Was ist das da rechts unten? Ah! Sorry, das habe ich gar nicht registriert. Rechts unten erscheint das kleine Symbol von deiner Fähigkeit, wenn du einen Skillpunkt hast. Minimale Fertigkeitsstufe erhöht. Die minimale Fertigkeitsstufe legt fest, wie viele Fertigkeitspunkte deine Fertigkeiten anfangs haben, wenn du dich auf sie spezialisierst und wie viele Fertigkeitspunkte beibehalten werden, wenn du die Stufe einer Fertigkeit zurücksetzt. Das ist das, was wir vorher kurz geredet haben. Wenn man den Skill, die Spezialisierung da rausnimmt, wie viel man verliert. Und da steht dann die minimale Fertigkeitenstufe. Ich verstehe. Dann haben wir wieder einen Punkt. Das ist ein Blödsinn. Dann können wir nur da eine skillen, glaube ich. Double Chance ist dann 42. Jetzt verlieren wir dann wahrscheinlich ziemlich schnell Leben, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir mir ein Double Bounce Bier casten, bei fast 50% ist. Da, das gesehen, kommen kurz 2. Kostet mir das dann auch Leben? Ja, kostet mir auch doppelt so viel Leben. Ist auch klar. Je mehr Damage, desto mehr Leben. Was bedeutet der kleine weiße Knopf da herum? Seht ihr das? Da ist eine kleine weiße Kugel über der Fertigkeit. Weiß jemand, was das heißt? Überleg mal, wo der Unterschied zwischen den zwei Sachen ist. Erzeugt am Ziel hat einen neuen Körper für den Charakter. Daraufhin explodiert der alte Körper, wodurch Gegnern um ihn herum physischen Schaden zugefügt wird. Anstelle von Mana werden 13% der aktuellen LP deines Charakters verbraucht. Komm schon, Birger, 2 Depp für die Community. Nix, Alter. Ich sag da nur Pro-Gaming. Wird nicht nochmal angestanden. Speaking of. Okay, kehre ins Lager der Hüter zurück. Da ist ja immer schön der Questmarker dort. Man kann auch ein bisschen auszoomen, dann sieht man es ein bisschen besser. Das verwirrt mich noch ein bisschen. Was heißen die Sterne da rundherum? Sagt man da irgendwas, was das heißen kann? Ansicht zurücksetzen, Quests verbergen kann man mit Shift. Oh, das kann man eigentlich drin lassen.
Ja, die abgeschlossenen interessieren mich eigentlich nicht. Was heißt denn die 4 Sterne rundherum? Ist das bloß eine Symbolik, damit man sagt, hey, hier Hauptstadt. Das heißt, dass du einen Golem hast, das weiße Punkteil. Bist du da sicher, aber warum, was tut das weiße Punkteil dann überm Teleport? Ach, kann's sein, dass das Aufladungen. Kann es sein, dass später einmal, dann habe ich 2 Teleports. Und wenn ich mich jetzt teleportiere, ist halt Cooldown. Ist egal, kann ich nicht nochmal. Ja, hab schon gecheckt, jetzt ist das weiße Ding zu. Okay, verstehe. Und das andere sind Spells, die haben Infinite. Ich verstehe. Ready to cast, Herr Bollard. Ja, okay. Bin schon Start. Absolut geil. Wieso kann ich mich da nicht hin? Also rechte Maustaste. Weil du mehrere machen kannst. Später gibt mit Sicherheit, ohne dass ich jetzt im Skilltree für einen Teleport. Ist ja Transplantation, ich weiß schon, ist aber nichts anderes wie ein Teleport. Ohne dass ich nachschaue, bin ich mir sicher. Alter, haben wir mir schon wieder viel Club dabei! Dann haben wir noch 3 Trankslots. Oh, das ist ein guter Gürtel, der ist auf alle Fälle besser wie unser, da brauchen wir gar nicht nachschauen. Den ziehen wir an. Oder, Gesichtskretschen! Ich bin einmal daheim von der Spätschi, ich bin dann mal im Nachschau-Squad. Habe die Ehre. Sagt's mir der Gesichtskretschen, ein schönes Habe die Ehre. Und ein schönes Wochenende. Welcome back from the, weißt du schon? From the Scheißhausarbeit. Was haben wir da? Erhaltener Schutz bei Station, nein, das darf man auch nicht. Wir schauen unsere Stiefeln aus. LP-Regeneration, LP Int und Ausweichwertung. Was haben wir da? Stärke, Rüstung, physischer Widerstand. Braucht auch keinen Schwanz. Einstimmung erhöht LP-Regeneration, Feuerbeständigkeit, physischer Widerstand. Was haben wir da gehabt? Erhöht Mana-Regeneration. Mit den da. Erhöht Mana-Regeneration, das kann man brauchen. Erhöht körperlichen Schaden und physischer Widerstand. Schauen im Laufe der Zeit. Ja, da können wir auch eigentlich einmal testen. Was habe ich jetzt wieder da? Ich meine Shift. Ach, Shift, Rechtsklick ist Auswerfen und einfach nur Rechtsklick ist Anlegen. Okay. Was haben wir? Das ist ein Kriegerschlägel. Wieso kann ich den noch nicht nehmen? Der ist Stufe 19. Okay, da haben wir Mana, Int und Widerstand der Leere. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ding da so super toll ist. Weil ich nicht weiß, ob unsere Viecher überhaupt Blutung verursachen. Darum ziehe ich die jetzt aus, die verkauft man natürlich nicht und ich ziehe die so mit mehr Mana, mehr Int und Widerstand der Leere. Sag ich dir, wie es ist. Und der ganze Rest, glaube ich, kann mir mal. Grundangriffsrate 0,89. Was ich ein bisschen ungewohnt finde, ist, dass auf die Waffen und auf der Offhand kein End-Damage drauf ist, an dem ich mich orientieren kann und weiß, Aua, nicht Aua. Und ansonsten, die wir jetzt da mal sortieren, die wir auf Zeiten und in Kisten und den Rest vom Schund verkaufen wir. Schauen wir mal, was du hast. Wie war das? Shift Rechtsklick. Lesen wir gar nicht weiter nach, weil sonst ärgere ich mich bloß, dass ich irgendwas nicht weiß, was ich nehmen soll. Dann gehen wir zur Kiste. Servus Bürger, drück mal F für die Schmiede. F! Oh! Okay, sollen wir uns mal mit dem Crafting kurz auseinandersetzen? Ja, das haben wir jetzt einfach dabei mit da einer, ist wurscht. Ich glaube, du musst eher auf Lebensregeneration gehen. Meinst, was heißt meinst, da hast du absolut recht. Oder auf Lifestyle. Mit dem Bonespear, weil der natürlich Leben kostet. Das ist absolut richtig, aber ich habe gerade keine andere Brustrüstung mehr. Vielleicht können wir uns eine craften. Schauen wir mal. Die Frage ist, wie funktioniert das? Blau, Suffixe. Gelb, Präfixe. Wir haben aktuell ein Mana-Präfix, ein Int-Präfix und ein Widerstandspräfix. Maximal kann anscheinend ein Item 4 Präfixe haben. Ich nenne das jetzt, Präfixe sind die Stats drunter. Ja, diese 3 plus 18 Mana plus 2 Int plus 17 Widerstand. Und ich darf jetzt einmal pauschal sagen, die plus 17 Widerstand der Leere bringen mir, natürlich bringt es was, Widerstand gegen Leere, aber wie wir vorher gesehen haben, es gibt 8 oder 9 verschiedene Damage-Arten. Da scheiße ich auf 17% Widerstand der Leere. Was da wertvoll ist, vielleicht gibt es das später mal, Widerstand auf alle Schadensarten. Alles andere ist nur zum Lecherstopfer irgendwo, braucht kein Mensch. Kann ich das jetzt einfach rausreißen? Was tut das? Ich muss es sowieso erst plus. Was passiert dann? Plus 17 hinzufügen von plus x Widerstand der Leere. Kostet 1 bis 12 Schmiedepotenzial. 20 verbleibendes Schmiedepotenzial. Okay. Oh. Okay.
Jeder Gegenstand hat also Schmiedepotenzial da herum. Mit jedem Crafting-Zyklus, wenn ich dem jetzt da was hinzufüge oder wegtue oder aufwerte, benötigt Stufe 12 zum Schmieden, ist schon mal das erste. Aber zirkt das dann Schmiedepotenzial ab und irgendwann kann ich das Item nicht mehr ändern. Okay. Wir bringen das da jetzt wieder. Das sind meine Glyphen, die wir aufgeglaubt haben, wenn ich das richtig verstehe. Ich nenne es jetzt einfach Glyphen, diese Steine, diese Materialien. Das Ding zerstört den Gegenstand und splittert in 1000 Splitter. Ja, ich check's schon. Was tut das? Runde der Entdeckung. Fügt allen leeren Affix-Slots eines Gegenstands einen zufälligen Affix mit Rang 1 hinzu. Verfügt über eine erhöhte Chance, ein seltenes Affix auszuwürfeln. Das heißt, wenn wir jetzt den nehmen, genau, dann nimmt er den Lara-Slot und tut da irgendwas Zufälliges ein. Oh mein Gott. Das... Und wenn ich das jetzt grob überschlage, dann ist es bei weitem besser wie alles, was Diablo hat. Also da kommt Diablo nicht mehr ansatzweise ohne. Und ist aber nicht so dermaßen komplex wie PoE. Also PoE ist Next Level Shit beim Crafting, da haut's dann Vogel aus. Da musst, also ja, da fangen wir gar nicht erst an, da check ich gar nichts. Was tut das zum Beispiel? Glyphe der Hoffnung. Modifiziert das Ergebnis einer Herstellung und verleiht ihr eine Chance von 25% kein Schmiedepotenzial zu kosten. Ja, genau. Und dann kannst du deinen Schmiedevorgang teurer machen, also Materialien reinstecken und dafür wird er halt erstens besser. Er kostet gegebenenfalls kein Schmiedepotenzial. Er hat die Chance, dass vielleicht Affix besser gerollt wird. Und lauter so Zeug. Wie kriege ich das da wieder raus? Löschen. Wie kann ich da löschen? Ah ja, einfach irgendwo klicken, okay. Kann ich da Widerstand der Leere. Wenn ich jetzt da Widerstand der Leere tue, ja, dann wird das da hinzugefügt, nicht da herunten, weil das Affix da schon drauf ist. Okay. Geht mir das gleich wieder weg? Ja, einfach irgendwo klicken. Jetzt nehmen wir mal irgendwas anderes. Int ist auch schon drauf. Rüstung. Kann ich da jetzt... Ja, genau. Und dann wieder Rüstungsaffix dazu. Oder was tut das jetzt? Affix hinzufügen. Kosten 1 bis 18 Schmiedepotenzial. Das der wir jetzt einfach mal, weil es ja eh scheißegal ist. Ich tue sonst nichts dazu. Aber was bedeutet der Pfeil? Dass wir das auf die nächste Stufen hin. Sehe ich das richtig? Kosten 1 bis 10 Schmiedepotenzial. Wieso Ach, ich muss das Stickerl für Stickerl machen. Das geht nicht alles in einem Schmiedeprozess plupp und dann wird alles besser, was ich da einstelle. Sondern wir machen jetzt da mal Rüstung. Das wird neu. Kostet 1 bis 18 Schmiedepotenzial. Das ist ja cool, dass das random ist. Dann fühlt es sich ab und zu mit satisfying an, wenn das gut rollt. Wenn es plus 2 kostet, jetzt schauen wir mal, Affix hinzufügen. Und dann müsst ihr da eigentlich was steht denn dann genau dort? Hinzufügen von X Rüstung. Sagt man das irgendwie im Modifikationsinfo? Control-Alt-Würfelwert-Info? Mich würde interessieren, wie das rollen könnte. Wie viel Rüstung, von wo bis wo, kann da jetzt drauf? Keine Ahnung. Wir werden sehen. Pümmelt mal drauf. 3 Affix-Splitter. Was haben wir da noch? Glyphe des Chaos. Modifiziert das Ergebnis einer Herstellung bei der Verbesserung eines Affixes. Tauscht das verbesserte Affix gegen ein zufälliges anderes, das auf diesem Gegenstandstyp erscheinen kann. Es kann kein Präfix in ein Suffix verwandeln oder umgekehrt. Wenn du zum Beispiel einen Feuerwiderstandssplitter benutzt, um einen Rang des Feuerwiderstandssuffix zu erhöhen, würde sich der Rang ganz normal erhöhen und dann würde es in ein anderes Affix verwandeln. Zum Beispiel Kältewiderstand oder erhöhte LP. Verstehe, das ist, ja, wie heißt der Glyphe des Chaos, da kommt dann irgendwas raus. Muss Klick haben. Jetzt drücken wir mal drauf und schauen wir, was passiert. Plus 25 Rüstung, wir haben ein Perfect Roll. Perfect Roll minus 1 Schmiedepotenzial. Habe ich das schon richtig verstanden einigermaßen? 2 mit Präfix und 2 mit Suffix geht.
Bam PoE-Feelings incoming. Not sure, ich glaube, da haben wir schon noch weit entfernt. Weil ich glaube, das alles, was man da jetzt gesagt hat, das war's. Aber das ist auch in Ordnung. Das ist flexibel genug, dass ich mir coole Items zusammenbauen kann. Je nachdem, wie viel so Splitter. Sagt man das irgendwo, was für Splitter das man. Ja, da haben wir eh schon alles. Jedes Affix, Suffixe. Was ich gerade noch nicht ganz kapiere, ist, wo ist der Unterschied zwischen Suffix und Präfix? Suffix ist das oben, 26 Rüstung plus 20 Mana, oder? Und jetzt haben wir ein Präfix noch dazu mit plus 25 Rüstung. Und wenn wir da jetzt nachschauen, Control Alt ist die Würfelwerte-Info, dann sehen wir, wie die Rüstung gewürfelt werden könnte, und zwar zwischen 9 und 30. Wird halt in dem Moment, wo wir mir das craften, wird dann zufällig ausgewürfelt, blub, zwischen 9 und 30, was dann wirklich draufkommt. Wir haben mal 25 geholt, das ist nicht perfekt, aber es ist nicht schlecht, mit Rang 1. Jetzt ist bloß noch die Frage, wie kriege ich jetzt da Rang 2 drauf? Indem da ich jetzt nochmal so einen Rüstungssplitter drauf rolle, oder? Kosten 1 bis 10 Schmiedepotenzial, wir haben immer nur 2 so Affix-Splitter für Rüstung. Und das tue ich jetzt einfach mal. Affix verbessern heißt es nämlich jetzt schon. Blub. Und dann haben wir... Genau, dann steht dort plus 39 Rüstung. Der Präfix ist Rang 2 und kann damit rollen zwischen 32 und 52. Gerollt haben wir eine 39, also relativ bescheiden. Aber was wir gekriegt haben, aus irgendeinem Grund, Intelligenz hat sich auch plus 1 erhöht da. Kein Verlust von Schmiedepotenzial und Herstellungsmaterialien durch kritischen Erfolg. Es gibt Crit-Erfolge beim Craften? Das ist ja nur geil! Du kannst bis T5 verbessern. Also es gibt quasi Präfix Rang 5 ist Maximum. Ja, steht eh da T. Was bedeutet T? Tier. Tier 2, 3, 4, 5. Benötigt Stufe 17 zum Schmieden. Ja, genau. Und jetzt ist das hat auch ein Level Cap. Wir haben jetzt Level 10 oder 11. Das heißt, wir können nicht mehr weiter craften, müssen wir erst weiter auf. Das ist ja geil. Du kannst da eigentlich von Anfang bis Ende deine perfekte Rüstung oder dein perfektes Item zusammenrollen und stellen, wie du willst. Kann man Präfixe auch verschwinden lassen? Nicht, gell? Vielleicht gibt es da irgend so Rollen der Löschung oder irgend sowas, dass dann das Präfixe verschwinden, oder du suchst da einen weißen Gegenstand, wo gar keine Präfixe drauf sind, und würfelst da 4 Stück drauf, die du haben willst. Das ist genau, was ich haben will. Es braucht nicht mehr und nicht weniger. Ersteindruck von dem Crafting-System. Ganz ehrlich, das ist nicht so kompliziert wie PoE, aber es ist auch nicht so eine Billo-Idioten-Scheiße wie in Diablo 4, beziehungsweise nicht existent wie in Diablo 4. Da gibt es von mir den Daumen nach oben, aber definitiv. Ist die Frage, wie schnell das langweilig und zu wenig wird. Oder ob vielleicht noch was kommt, keine Ahnung. Da haben wir unsere Materialien, da haben wir Info, ja, da sagt man das nochmal erklärt, wie es funktioniert. Ja, nice. Well, 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 I'm impressed. Oh, nein, stopp. Rüstung wieder anziehen. So. Und alle Fassaden haben wir plus 1 Int und plus 39 Rüstung. He's back. He's been quiet since. Bla 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 bla. Du bist da überhaupt keine Abkupferung vom Deckard Kane vom Alten. 100 Gold, das bestätige ich. Wo müssen wir hin? Sprich mit Hüter Baltas. Wo ist der? Das ganze Spiel schaut bis jetzt ganz gut aus. Steffi, das kann ich dir bis jetzt sagen, kann ich dir bestätigen. I'll finally be able to. Grafik, Effekte ganz nett. Es wirkt sehr durchdacht. Es wirkt durchdacht, da hat sich jemand was denkt dabei. Es ist nicht einfach irgendeine hingeschissene, unfertige Scheiße. Da bin ich ja da schon mal zufrieden. Ah? Der Splitter. Bla 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 bla. So, erkunde deine Umgebung. Das der mal. Was wir denn da müssen? Ich glaube, Viecher zusammenbrechen. What just happened? What just happened? Ich glaube, das war wurscht. Story interessiert mich wirklich einen Pimmelscheiß. Pimmelscheiß! Da! Bonsbier kannst du haben. Das ist die einzige Sprache, die sie versteht. Oh, jetzt halten wir aber kreislich viel aus, Freunde der Sonne. Jetzt halten wir aber kreislich viel aus. Jetzt, wenn wir so einen Life-Rack-Splitter gehabt hätten, hätten wir natürlich Lebensregeneration draufbauen können. Oder zum Beispiel, was ich jetzt auch gerade gesehen habe, ist mein
Golem, wenn er da eine prügelt. Der Golem, wenn da eine prügelt, dann ist halt Achterbahn. Gell? Rune des Zerschmetterns. Bis 2000 Gold wert haben wir gelernt. Hat's noch mehr aufs Maul da. Alter, beide überhaupt nichts. Mal ist er draufdreschen. Ja! Ich bin gespannt, wie sich so ein Endgame-Bild öffnet. Was ist jetzt da, Mann, meine Viecher? Sollst du den Trottel da hauen? Und nicht irgendwelche Kasperl da im Eck hin. Ihr Kasperl. Da hat's ihn schon, da kann ich gar nichts. Das ist wieder total nasser Sack. Guter Kopf, kalter Widerstand. Echt kalter Widerstand. Plus 3 LP Regeneration pro Sekunde. Plus 1 bis hungernde Seelen. Das ist auch nicht falsch übersetzt. 9% erhöht Zauberschaden. Was ist denn hungernde Seelen? Jetzt haben wir hungernde Seelen? Warte mal, das war der Skill da unten, oder? Oh! Das ist natürlich der wertvollste Shit ever. Plus Ränge. Oder ist das wirklich plus ein Rang oder plus ein Level auf die Fertigkeit? Das ist natürlich stark. Und unser Hut ist ein totaler Schrott. Darum nehmen wir jetzt das Ding und den schmeißen wir weg. So. Weiter geht's. Was haben wir da? Der Ritter Kunibert. Wo ist hier? Das ist mir wurscht, laber nicht. Laber kein Scheiß, interessiert mich nicht. Oder draufnehmen. It's all about the gameplay. Schaut wieder fett aus. So, was auserzählen dort. Bei uns Bier 3 Level drin. Zerfickt die Viecher ganz anders, oder? Very, very satisfying. Gefällt mir. Und sofort sind wir wieder einem ARPG verfallen, habe ich das gefällt. Das kommt jetzt ganz drauf, wo wir viel, dass ich morgen zum Spielen komme. Und wenn ich ein gewisses Kontingent an Stunden und Level und Progress überschreite, dann ist sowieso gut. Bis mindestens nächste Woche. Stufe 11. Oh, wir haben 2 Level-Ups für unsere Skills. Sehr schön. Ist morgen. So, passiv. Jetzt können wir auch da eine skillen. Wenn wir mir unter 50% fallen, dann beschweren wir mir so ein ätherischer Wiedergänger. Den nehmen wir uns mit. Das probieren wir einfach mal aus. Wenn es Bullshit ist, dann skillen wir einfach rum. Haben wir da irgendwas freigeschaltet? Nö. Was für Level haben wir? 11. Kommt da demnächst irgendwas? Nein, flüchtigen Zombie beschwören. Was tut denn der eigentlich? Beschwört einen flüchtigen Zombie, der zum nächsten Gegner schlürft. Erreicht er den Gegner oder stirbt er, explodiert er, wodurch er Gegnern rund um mich herum physischen Schaden und Feuerschaden zufügt. Ja, das ist quasi, ich möchte so kontinuierliche Minion-Bild möchte ich haben. Reinstellen, zuschauen, dumm schauen und Viecher alles zerpimmeln lassen. Und ab und zu mir einen Knochen reinschmeißen. Das ist mein wieder. So, was haben wir jetzt da so? Nekrotische Überzeugung. Ja, und seine Viecher ein bisschen buffen, hä? In diese passiven Dinger da rundherum einfach. Haben wir 2. Wo kriegen wir nochmal? Du kannst mehr Skelette beschwören. Das ist ja perfekt. Und da, du kannst mehr Skelette beschwören. Ja, jetzt, das machen wir jetzt ganz geschickt so, dass wir mir da 2 Punkte, da 2 Punkte und dann plus ein Skelett, können wir da auch nochmal. Fügt Skelettschurkenpool zum Skelettschurken, kann man auch nehmen. Ja, mehr Skelette und mehr Passivs. Mehr müssen die Mistviecher eigentlich gar nicht kennen. Und den Rest schauen wir uns dann in Ruhe an. Und die sagen, was nehmen wir? Krieger, maximale LP, Bogenschaden, Schurkenschaden. Wir haben noch keinen Schurkenschaden, dann nehmen wir das. Angriffs-, Attack-Speed, Cast-Geschwindigkeit, Bewegungsgeschwindigkeit. Schaut überhaupt nicht. Rein damit, das nehmen wir. Und da... Markspieler haben eine Chance, die Rüstung des Feindes zu brechen. Rüstungsschredderchance 20% pro Punkt. Oh, Rüstung brechen ist immer gut. Macht Viecher verwundbar. Ist im Prinzip der Verwundbar-Debuff in Diablo 4. Wir lassen keine Viecher aus. Oh, den Fettsack, der mir weggeht. Merkt man das optisch irgendwie, wenn man eine Rüstung runterreißt? Naja, werden wir schon mitkriegen. Da, was haben wir da? Hau ihm aufs Maul. Los, gib ihm. Sehr gut. Terra, watch over you. Ja, bla bla bla. Kann ich das irgendwie per Tastendruck machen? Nö. Jetzt hauen wir mal so viel. Merci fürs GZ herein, bist du der Einzige, der noch übrig geblieben ist. Ist das Diablo 5? Ja. Bis jetzt kann ich noch nicht nein sagen. Wir müssen mal unter 50% Leben kommen. Ja, tun wir jetzt da umeinander.
Also wir gehen nach Nordosten zu den Ratskammern. Wo haben wir? Oh, wir haben schon im nächsten Gebiet oder haben wir in irgendeiner Art Höhle oder wo sind wir da? Oder haben wir mit diesem Gebiet schon fertig? Wie groß ist denn die scheiß Karten? Naja, klar ist auf alle Fälle nicht. Und vor allem, es gibt halt 5 Epochen. Darum heißt es vielleicht der Last Epoch. Wir werden sehen. Und da gibt es haufenweise Gebiete, das schaut alles hier eigentlich richtig gut aus. Es schaut richtig gut und umfangreich aus, da hat sich jemand was gedacht. 5 Klassen mit 3 Unterklassen, jeder Menge Skills und keine Ahnung, was alles sind. Also bis jetzt bin ich sehr positiv gestimmt. Sag ich dir freiwillig, wie es ist. Sag ich dir freiwillig, wie es ist. Wollen wir gar nicht lange mal abpimmeln? Da habe ich schon Welten Schlechteres gesehen. Zum Beispiel 80 Euro! Was ist Minimus? Was ist der Minimus? Hat's ab, bis 4, das ist ein kleiner Hund, ich hab ihn genau gesehen. Minimus? Und wer ist der Minimus? Lauf schon, du dummer Köter. Ich werde Ihnen helfen. Ich danke dir. Auf bald. Was müssen wir? Finde Wache Wick und die anderen gefangenen Wachen. Finde Grant den Kohlebauern. Finde die. Also, wir müssen da irgendwelche Kasperlerin finden. Kriege dann seinen Hundebegleiter. Das war nice. Was ist denn jetzt passiert? Oh, Legendary Gürtel! Legendary Nummer 2. Bitch! Hey. Das ist das einzige, wo ich normalerweise sofort nachschaue. Sehr schön. Gehen wir mit oben. Mr. Gür. Oh, der schaut wild aus. 95% erhöhte Chance, Tränke zu finden. Hast für 3 Sekunden nach Trankeinnahme 42 erhöht Ausweichwertung. Was kann unser Ding? LP-Generation. Ja, Feuerbeständigkeit interessiert mich nicht. 30% Chance. Ja, Alter. Gib ihm! Voll rein ins Kehrblech. Mir wurscht, auch wenn er nicht besser ist. Er ist Legendary, ich muss nutzen. Oh, leck den Nescher! Komm mal in den Haus. Lecker, kurzen. Der war cool. Der hat richtig cool ausgeschaut. Das ist schade, dass er nicht dagegen kämpfen kann. Oh, das ist eine Elite? Woran erkennt man Elite-Viecher? Ja, okay. So, kommt jetzt der Wiedergänger. Wo ist der Wiedergänger? Da ist der Wiedergänger! Das ist ja voll der tricky Shit. Tricky Shit. Ja, jetzt kommen wir schon näher in Richtung, hey, da einen auf 4, pümmel mal rein da. Komm, pümmel mal rein. Oh, hast nach Trankeinnahme. Lauf mal schneller, wir finden mal mehr Tränke. Brutal. Ich hätte schon fast gesagt, das Model oder das Icon schaut aus wie der Headhunter. Once in a lifetime, boys. Das wissen nur PoE-Spieler, von wo sie labert. Was haben wir da? Haben wir jemanden gefunden oder was? Weg freigemacht, auf Ball, auf Wiederschauen. Ich bin zum Zerpimmeln gegangen. Den habe ich auch gerade gekriegt. Jetzt der Minato ist gerade parallel am Spielen. Aber ich habe das Gefühl, der Spaß schon ein bisschen länger. Wenn du schon einen Tastenkürzel auswendig weißt, wie man ins Crafting kommt. Außer du hast vorher einfach mitgelesen und lesen tue ich nicht so. Lesen ist nicht so meins. So, LP, was da ich sage, jetzt müssen wir mal schnell, was war's? Steuerung Shift ausblenden. Normal und Magie. Aktualisieren. Aktualisieren. So. Geschissen mehr auf die blaue Scheiße. Interessiert mich nicht. Die Kiste vergessen. Okay. Ich glaub nicht. Keine Kiste vergessen. Hab ich gerade aufgemacht. Hab schon gesehen. Zeig nicht oben. Ich vergiss meinen Teleport noch immer. Den habe ich noch nicht so ganz auf dem Schirm, dass ich den da dort habe. Ist aber vielleicht zum Facetanken auch gar nicht so geil. Ja, zum Facetanken einfach nicht so geil. Stufe 12, GZ mir selbst. Da zuerst schon wieder irgendjemand. Ah, der Traum, der Ding, der sag mal's, der Gürtel ist so gar nicht so schlecht. Weil nämlich auch, wenn du durch die Heiltränke durchlaufst, dann glaube ich, heilst du dich auch. Das wird richtig sein. Der Teleport ist einfach der Oh-Shit-Button. Bin auch erst Level 17. Ach so! Ja, dann hast du einfach gelesen und ich nicht. Sagen wir's, wie es ist. Sagen wir's, wie es ist. Reinpimmeln. Was haben wir da? Ja, ein paar Hebeln. Wegfindung ist noch nicht so der Hit. Beziehungsweise generell überhaupt draufklicken ist offensichtlich noch nicht so der Hit. Kann man sich über Gaps drüber teleportieren? Das würde mich interessieren. Ja! Meine Viecher natürlich nicht. Ich stehe allein drin und bin ein totaler Volldepp. Herzlichen Glückwunsch. Da hinten haben wir noch jemanden. Kommen Sie zur Hilfe? Ich komme zur Hilfe. Ja, bla bla.
Farewell, kommt jetzt da ein Bäser oder was? So, ah! Ich hab schon wieder Wurmseiten, frisst irgendjemand! Das ist Langkunst, Arschloch. Da waren wir auch schon. Das muss auch sterben, da haben wir das Ding. Was bringt denn die nächste? Mehr Wiedergänger? Dann können wir Wiedergänger, mehr Schaden des Wiedergängers, Wiedergänger beschwören. Was haben wir da oben? Die ist halt sowieso wie einen totalen Caster um, aber irgendwo muss ich hin. Irgendwo muss ich dann weiter skillen. Außer wir kommen natürlich langsam dann in den Nekromanten-Skill-Tree und können die Punkte dann da. Was? Ach, wir kommen wir schon? Ein unbenutzter Punkt. Ab wann gibt's das? Ab Level 15 hat's geheißen, glaube ich, gell? Oder ab 10. Ab 15 oder ab 20, da haben wir jetzt noch nicht in dem Necromanten-Tree. Ja. Miss MRC! Letukan has arrived! Trifidi! Merci dir, Kuss auf die Nuss. Ah, das ist kein Crit war, oder was ist das? Ich hab mich schon gefreut, dass er Crit war. Das ist schon cool gemacht, wenn er dann raufkommt. Aber ich merke gegen das Mistviech gern kämpfen. Außer es ist der Boss am Ende von dem Ding. Das darf mir natürlich schon interessieren. Oder dann darf es mir eingelassen. Ansonsten. Der frisst alle 5 Meter irgendwelche Mistvieh. Geh wieder auf, Tag! Ein Gegenstand oder so ein Begleiter war noch geil, der die Scheiße schon wieder automatisch einsammelt. Und dann habe ich gar nichts mehr zu tun. Erlaube ich bloß auf einen AP und los Viecher ist der Schlung. Auf was spezialisieren wir uns das nächste Mal? War das auch wieder unser Wiedergänger, weil wir unter 50% sind. Man heilt sich übrigens nicht, wenn man über einen Heiltrank drüber läuft. Was aber wurscht ist, weil wenn ich Eis auf, dann droppt der nächste und er kehrt rein. So, jetzt überspringen wir da ein bisschen was. Ah, schade, durch die kommen wir nicht durch. Da kann man leider nicht hindurch. So, Schalter bitte betätigen, Dankeschön. Viech zerpimmeln, los geht's. Mehr Viecher zerpimmeln. Ich glaube, dass wir mir langsam den Skill da, den Blutentreißen eigentlich gar nicht brauchen. So, das ist es. Geht so weit. Vielleicht eher ein Fluch. Vielleicht kann so ein Fluch Viecher slowen, stunnen. Die kommen eh immer schön alle im Paket. Dann laufen unsere Viecher, dann laufen unsere Viecher Viere, blocken gemütlich. Und vielleicht gibt es noch einen Debuff, dass wir Schaden kriegen beim Fluch, wovon ich schwer ausgehe. Und dann ein Bonespear hinten rein und dann ist sowieso Schicht im Schatten. Glyph der Hoffnung. Das haben wir zusammen. Ja, haben wir den letzten. Bericht der Offizierin Leona in den Ratskammern von der erfolgreichen Evakuierung. Da muss ich jetzt aber nicht wieder zurück, doch muss ich tatsächlich. Ja gut, da müssen wir warten, bis wir den nächsten Portpunkt finden, weil der ist direkt daneben gewesen, glaube ich. Ich suche schon, der Stream geht bis um 1. Ich kann nicht bis um 1 Bürgerin möchte schlafen, ich wurde vorher bereits gewarnt. Aber ansonsten da er wahrscheinlich bis um 1 gehen, ja. Kannst du wirklich sagen. Ich werde auch noch weiterspielen, ich hab Spaß. Ich sag das freiwillig, wie es ist. Ich habe Spaß mit dem Spiel gerade. Fixt mich sofort an, Loot-Spirale ist am Start, das Crafting ist geil. Da habe ich Bock, mich in Ruhe damit auseinanderzusetzen, vor allem auch zu einem bisschen späteren Zeitpunkt, wenn wir mehr so Runen und Glyphen und Scheiß zusammengeklaubt haben, sollen wir mal sehen, was da sonst noch alles gibt. Wahrscheinlich gibt es alles. Ja. Nice. Freut mich, dass das Spiel für mich, ich hab's nicht auf dem Schirm gehabt, bis vor 2-3 Wochen oder 4 Wochen oder keine Ahnung wann, aber alle bis vor kurzem, kommt für mich so ein bisschen aus dem Nix. Und da mit Diablo 4 gerade ganz massiv enttäuscht mit der Season 3. Also es ist eine Frechheit, seid mir nicht besser, aber Diablo 4 ist eine Frechheit. Ich war hoch begeistert am Anfang, aber mittlerweile denke ich mir so, Blizzard, oh ja, zweiter Skillpunkt da einer. Easy. Und dann, du kannst mehr Skelette. Dann haben wir da Passivpunkt. Das ist die Frage, wo wir da jetzt dann in was für Richtung skillen. Jetzt haben wir da erhöhte Vasallenangriffsgeschwindigkeit. Gut, eher als Vasall, ja. Also gut, den Note auch für ihn. Was haben wir da? Purpurvöllerei. Du und deine Diener haben eine erhöhte LP-Generation und Effekte, die einen Prozentsatz deiner LP abziehen, ziehen weniger LP ab.
Ja, reduzierter Gesundheitsverlust 5% pro Punkt. Das ist ja perfekt für ein Bonespear. Guter Skill. Was haben wir da? Fauliges Ableben. Du hast zusätzlich Giftwiderstand und jedes Mal, wenn du einen Feind tötest, besteht die Chance, dass du die umliegenden Feinde vergiftest. Ja, mir gehen wir generell nicht so auf Gift, habe ich das Gefühl. Unnatürliche Bewahrung. Stationsaufbewahrung, nekrotischer Widerstand, Giftresistenz. Ja, da interessiert mich jetzt eigentlich wirklich nur das da herum. Mal geschissen auf den ganzen Blödsinn da. Dann darf ich nämlich sagen, da skillen wir erst eine und bis dahin schirmen wir unsere Punkte in die Viecher. Und zwar dahin. Angriffsgeschwindigkeit, da haben wir Rüstung, erhöhter Schaden, Wirkgeschwindigkeit, Einsatz, erhöhte Vasallen Angriffsgeschwindigkeit. Dieser Bonus gilt auch für dich, wenn du in den letzten 10 Sekunden eine Dienerfertigkeit verwendet hast. Ja, mich interessiert Attack-Speed und Zaubertempo interessiert mich für mich nicht. Ja, wobei für ein Bonespear Cast Speed ist schon nicht ganz unwichtig. Aber dazu müsst ihr die kontinuierlich Skelette beschwören und das tue ich nicht. Darum geben wir mehr Schaden des Wiedergängers. Was bringt es jetzt mehr, wenn ich dem Wiedergänger buff, der nur alle 15 Sekunden maximal, wenn überhaupt da ist, oder meine Diener buff, die immer da sind? Da buffen wir doch mal die Diener, die immer da sind, und die 2 Skillpunkte kehren eigentlich aus. Ich glaube, dass sie das nicht rentiert. Kehrt eigentlich alles da hinten in diese 3 Notes ein, bis wir da erfahren sind. Wenn Sie mich fragen, aber was weiß ich schon. Bis jetzt ist 1 bis 10 Einschätzung, es ist ganz schwierig beim ARPG, weil nur mindestens 10 Stunden, 15 Stunden Kampagne vor uns liegen, schätzungsweise, und dann das Endgame getestet werden muss. Bis jetzt kriegt's von mir eine solide 7. Eigentlich fast ein 8er. Glaube ich schon. Für die 2 Abstürze und für die nicht funktionierenden Server gibt's momentan nur einen 6er. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir der Ersteindruck, wenn das behoben ist, wovon ich ausgehe, dann haben wir eine solide 8er. Bis jetzt. Wenn du ARPGs magst, das ist das Wichtigste. Wenn du mit der Art Spiel nichts anfangen kannst, dann bist du verloren. Dann kann ich sagen, es ist ein 12 von 10 und du wirst keinen Spaß haben. Jetzt muss ich da kurz mal weg, weil sonst... Was haben wir jetzt da? Gegnerwellen oder was? Ich sehe hinter vorne kein Laden nicht leid. Ah! Der Dicke! Da ist der Dicke! Gib ihm! Jetzt muss ich kurz mal wieder ein Leben zutun, dann machen wir halt einfach so. Zack, 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 dann haben wir eine Arbeitsfähigkeit. Gib ihm, haben wir irgendwelche Skelette verloren, ja, dann kaufst du einfach wieder neu. Wir haben einen Shell überdroschen, dem fetten Mistviech. Haben wir geschafft, nimm den Aufzug in die Ratskammern. Also ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, ob ich was finde zum Aussetzen. Wie gesagt, der Absturz, ja. Oh, Rüstungsschredderchance 20%, ja, das pumpt man auf ohne Ende. Keine Rüstung. Bitte spul mir wieder Daisy. Oh, Herr Hofer, da ist noch ganz zeitlich. Bis ich nochmal Daisy herauskratze, fürchte ich. Das hängt mir, ich bin so ehrlich, haben wir gerade unter uns, ne? Mir hängt, oh, nur ein neuer Passivpunkt, nice one. Mir hängt die Zeit von Anfang Mitte Dezember bis Anfang Februar, bis vor 2-3 Wochen, wo wir ausgeschaltet haben. What? Richtig krass hinten noch. Go on then. Warum? Ich hab 24/7 nichts anderes zu wie um den Server zu kümmern, um die Streams herzurichten, zum kümmern etc. Das hängt mir gescheit im Knack. Und zwar allgegenwärtig, nicht bloß in die Streams und sondern auch in meinem Leben. So. Das war ein bisschen viel. Das war ein bisschen viel am Tag, gefühlt 5 Stunden schlafen und sonst nur arbeiten. Und das war Arbeit. 30 Erfahrung, 4 Götzen-Slots. Jetzt wird's interessant. Demo, oh, das ist noch eine nette Spieldingste, die mich jetzt interessiert, was die kann. Aber ich schätze, sie gibt da einfach dauerhaft. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Punkte haben wir? Steht irgendwo, wie viele Passivpunkte das wir haben? Ich sehe nicht, wie viele Passivpunkte. Ah, da, 2 unbenutzte Punkte. Ja, perfekt, oder? Wie viele Punkte haben wir insgesamt schon verteilt? Weiß ich nicht. Gehen wir mal noch einen in. Da einer. Und in Schaden. Und beim. Oh, Geisterseuche, was kann das?
Verflucht ein Ziel, sodass es für 3 Sekunden Nekroschaden über Zeit erleidet. Stirbt das Ziel, springt die Seuche auf ein Ziel in der Nähe über. Das ist eigentlich, was ich gemeint habe mit dem Fluchding. Und dann haben wir doch eigentlich auch noch Fertigkeiten. Haben wir da was Neues gekriegt? Ja, halt den Fluch. Vielleicht auch den Fluch. Ja, das muss ich mir dann überlegen. Was macht Sinn, was und so weiter. Haben wir auf alle Fälle im nächsten Hub. Schauen wir mal ein bisschen unsere Ausrüstung durch. Götzensystem. Das schauen wir uns auf alle Fälle nur. Ausrüsten von Götzen. Werden Götzen in dem für Götzen vorgesehenen Behälter hier ausgerüstet, verleihen sie deinem Charakter Boni. Davon bin ich ausgegangen. Freischaltung von Götzenbehälterplatz. Durch den Abschluss der Haupthandlung und von Nebenquests kannst du zusätzlichen Götzenbehälterplatz freischalten. Ja gut, schade, dass das wieder an die Kampagne geknüpft ist, aber ja. So, was kann das Ding zum Beispiel? Kann ich das irgendwie drehen? Nein. Also Tetris spielen ist nicht drin. Werden Götzen in dem für Götzen... Ja, das haben wir schon gehabt. Was gibt es? 8% erhöhte Betäubungsdauer, 50% erhöht Nekrotisch-Schaden, 50% erhöht Diener-Nekrotisch-Schaden. Das ist vielleicht gar nicht wenig. 15% Damage ist für ihn in der Regel immer viel. Was haben wir da so? Oh, Int 8 Mana, Gesundheit, physischer Widerstand. Zum Vergleichen, ungesehen kalter Widerstand, LP-Regeneration, Vitalität. So, der Hit ist das Ding nicht. Dann nehmen wir lieber... Ja, die haben beide scheiße, sagen wir, was das ist. Was kann das? 9% Chance auf Entzündung bei Treffer. Erhöht Blitzschaden, erhöht Diener-Blitzschaden. Genau, und jetzt müssen wir uns halt im Prinzip entscheiden, ob wir die Götze einsetzen oder die andere Götze. Weil beide gleichzeitig bringen wir nicht ein, solange wir nicht die anderen Slots freischalten. Das ist so ein System dahinter. Behalten wir uns dabei einmal. Materialien übertragen wir, sortieren wir. Und ansonsten bin ich jetzt ehrlich gesagt Einstimmung, Feuerbeständigkeit. Was haben wir da so? Erhöht Mana-Regeneration und LP-Regeneration. Ja, die 14% LP-Regeneration ist mir wurscht. Nur mit dem Pimmelring weg, dem Blauer, braucht kein Mensch. Naja. Der Maxi schreibt, ich sitze gerade im Zug von Bad Nauheim wegen dem Eishockey und schaue deinen Stream, beste Leben. Da wünsche ich gute Fahrt und hoffentlich kommt in dem Leben der Zug noch an, weil, weißt du, die Bahn. Einen Punkt hast du zum Vergeben im Passiv-Bam. Wo? Wo übersehen? Wo? Oh, allerdings ist die Nachricht vom Boller schon eine Zeit her. Kann sein, dass ich ihn schon vergeben habe. Der Tomatenmark, ich wünsche ebenfalls eine gute Nacht. So, kistige Kiste. Yes. Brauchen wir nicht. Was wir mir denn? Oh, unser Amulett ist auch nicht das geilste. Physische Widerstände, körperliche Schaden, Mana-Regeneration, das ist nicht so der Hit. Schaden im Laufe der Zeit können wir brauchen. Necrotic Damage können wir Necrotic Damage brauchen. Was macht das Ding für einen Schaden? Physisch, wir brauchen Physical Damage. Kältewiderstand und Giftresist können wir alles brauchen. Gesundheit, alles Schrott. Und alles Schrott. Bläh. Yeah, verkaufen. Wir wollen verkaufen. Shift rechts. Ja, Verkauf, alles drauf geschissen. Was die Götze heben wir uns auf und die stecken wir in die Kiste rein. Die stecken wir in die Kiste rein. Nein, einfach wieder mit Lee, Braun, Looten und Blut. Ach, so meinst? Habe ich momentan auch. Ich sag das, was ist, ich habe generell momentan gerade die Schnauze voll von Daisy. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir das noch mal angehen. Nächste Woche am Montag gibt es Uncharted 4, da habe ich sehr hart Bock drauf. Das kam aus dem Nichts. Nächsten Mittwoch werden wir noch einmal anreidige Kacknudelspiele spielen. Und hoffe, dass wir noch mal eine Perle auserziehen. Und übernächste Woche fangen wir dann an mit Creepy Tale Teil 2. Und der schaut noch cooler zeichnet aus wie der erste, was wir am Mittwoch gespielt haben. Und ist ein bisschen länger, da werden wir 2 Streams brauchen dafür. Mit meiner Behinderung wahrscheinlich sogar 3. So! Und jetzt glaube ich, sage ich dir was. Da mir gar nicht, ich werde sowieso noch meinen Charakter anfangen. Weil der da, wenn wir nochmal streamen, der bleibt für den Stream. Oder wir spielen wir dann an meinem Online-Charakter weiter. Ich möchte natürlich, eine Spezi von mir hat es auch gekauft, 2 sogar. Mehr mit denen spielen, ich werde dann online spielen. Und alles, was ich jetzt spiele, ist quasi umsonst. Wir haben auch einiges gesehen. Das Gameplay fühlt sich geschmeidig an. An die Grafik habe ich mir optisch schon lange gewohnt, kommt nicht an Diablo ran, nicht ansatzweise, ist aber völlig scheißegal. Hauptsache das Gameplay ist gut, es fühlt sich cremig an und es fühlt sich cremig an. Das ist das Allerwichtigste. Interessant wird nur, wie sich dann das Endgame anfühlt, wirklich, ob man wirklich durch die Monster durchrasiert und dass sich das halt auch cool anfühlt. Das Crafting macht einen super coolen Eindruck. Das macht einen super coolen Eindruck.
Die Itemization kommt mir vernünftig vor. Ich habe nicht 25 verschiedene. Mehr Schaden, wenn unterkühlt, mehr Schaden, wenn verlangsamt, mehr Schaden, wenn in einer Fläche, mehr Schaden am Dienstag zwischen 2 und 3 Nachmittag, mehr Schaden am Feiertag, wenn der Jesus in die Hosen geschissen hat. Der Skilltree ist massiv. Wir haben noch nicht ansatzweise alles gesehen, wir haben noch nicht die zusätzlichen Spezialisierungen freigeschaltet und das wird noch richtig zack, glaube ich, bis Level 50 gehen. Wir haben die anderen Klassen noch nicht gesehen, da gibt es noch einen Haufen zu tun, die sie hoffentlich komplett anders spielen, davon gehe ich aus. Mehr Melee, mehr Range, mehr schneller, mehr langsam, mehr tanky, mehr Wirbel, mehr Hammerdien, mehr keine Ahnung was. Sag ich dir, was ist, ich hab Bock. Das schaut richtig solide gut aus. Ohne da jetzt irgendwas, ich mag es natürlich auch nicht künstlich scheren. Was mir noch nicht ganz passt, sind die Abstürze, wenn das zur Normalität wird, ja. Und wenn jetzt die nächsten 8 Wochen die Server nicht gescheit funktionieren, also jeder Ladescreen eine Dreiviertelstunde dauert, kriege ich erst Kotzen. Wenn da nichts dagegen da wird. Man, natürlich tut es ja ein Entwickler leicht, der da oben schnell hinschreibt zu mir, ja, wir tun was, wir können. Und dabei warten sie einfach bloß, bis die Leute weniger werden. Oder sie ein bisschen entzerren. Und dann noch schauen, was ab Level 50 kommt. Und dann kann ich eigentlich erst eine Bewertung für das Spiel abgeben, weil in solchen Spiele ist das Endgame alles. Zumindest so wie es ich spiele. Ich weiß nicht, wie die meisten werden zu spielen, nehme ich an. Der Strife fragt mich, hast du eigentlich schon mit Monster Hunter gespielt? Nein! Aber das steht auch auf der Liste. Nicht Monster Hunter World, das ist mir schon ein bisschen zu alt, aber da soll ja ein neues kommen. Und das werden wir spielen. Auf sowas hätte ich nämlich auch mal Bock. Der iPointify, habe ich gerade eingeschaltet, als Diablo-Fan würde mich der Vergleich interessieren, ist es bis jetzt ein Diablo-Killer? Es hat das Potenzial dazu, ja, das sage ich dir, wie es ist. Es hat das Potenzial dazu. Es kommt ganz darauf an, wie die Seasons sind, wie entwickelt sich das Spiel weiter, Season für Season, darum ist übrigens auch ein Ingame-Shop drin, was in Ordnung ist, soweit für 38 € Spiel. Wir tun, was wir können. Ja gut, dann halt nicht. Damit der Meierfuck bin ich alt. Exactly. Ansonsten bin ich wirklich der Meinung, ja, potenzieller Diablo-Killer. Sag ich dir frei, weg wie es ist. Kann sein. Oder kann dazu werden. Und ich muss jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, da ist nicht recht viel dabei. Seien wir ganz ehrlich, da ist nicht viel dabei. Story und Darstellung in einem ARPG, gut, Diablo 4, Messlatte hier oben. Das habe ich noch nie irgendwo besser gesehen. Grafik, Atmosphäre, Gameplay-Gefühl von der Geschmeidigkeit, die Wuchtigkeit der Fähigkeiten, das schaut alles sehr cool aus. Blizzard fucking nailed it. Aber Itemization am Arsch. Also das ist eine Vollkatastrophe. Du verbringst die dreiviertel Stunde nach jedem Nightmare-Dungeon deine Items durch zum Gruschen, Vollkatastrophe. Kein Loot-Filter, Vollkatastrophe. Skilltree, ganz ehrlich, billig. Jede Klasse spielt sie irgendwie gleich, es gibt eine Skillung und das war's dann. Legendaries verändern diese Skillungen nicht groß, es ist nichts Besonderes, es ist okay, aber nichts Besonderes. Endgame, Vollkatastrophe. Diese Nightmare Dungeons, gefühlt, ich mach's 5-mal, da brauche ich 2 Minuten pro Dungeon und dann brauche ich aber am Schluss 10 Minuten zum Items auseinanderglauben, weil ich ewig brauche zum Abscannen, taugt's was oder taugt's nix. Weil es 5000 verschiedene Affixe, Präfixe, Suffixe, die alle das gleiche, deren aber anders sind. Und das haben die da, glaube ich, verstanden. Weil da lesen sie die Dinge, lesen sie einfach vernünftig. Ja, 8% erhöhter Nahkampf-Angriffsgeschwindigkeit, fertig. 17% erhöht Kälteschaden. Und nicht 17% erhöhter Kälteschaden, wenn morgen am Dienstag in China ein Sackel Reis umfällt, 2 Gegner gleichzeitig eingefahren sind, wenn es vorher brennt haben. Diablo-Spieler wissen, was ich meine. Diablo-Story ist komplett egal für die meisten Leute, die Diablo richtig spielen. Ganz ehrlich, in Diablo interessiert es mich schon ein bisschen, weil ich einen besseren Bezug zu den Charaktere habe. Ich finde das irgendwie zugänglicher. Hier Diablo, Mephisto, Baal etc. Aber da habe ich, ganz ehrlich, das Universum huckt mich nicht. Es interessiert mich nicht, wer sind die Leute, interessiert mich Scheiß. Geh eine Viecher zerpimmeln, fertig. Und nach dem ersten Mal durchspielen interessiert mich Diablo-Story auch nicht mehr. Reinpimmeln, durchspielen. Wartsbert, habe die Ersen!
Ich sag das ganz ehrlich, für 38 Euro, glaube ich, ist hier nichts kaputt. Und das sage ich mit überzeugender 90 Euro Diablo 4 Version. Okay? So. So. Jetzt müssen wir langsam ein Ende finden. Sonst wie rasiert. Oben rum, mittel unten rum, ganz unten rum und hinten auch noch rum. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hoffe, es hat euch taugt. Ich hoffe, es war eine halbwegs, wir haben heute nicht gesehen, wir haben jetzt Level 12 von Level 100, Alter. Ich war mir aber auch klar. Ich rede halt gern. Und das Spiel ist halt nun mal komplex. Seine Spiele sind komplex. Ich hoffe, vielleicht hat es den einen oder anderen etwas hineinblicken lassen, was das Spiel kann. Ich bin wirklich zuversichtlich. Nochmal, ich werde nicht bezahlt davon, also ich habe das Spiel ganz normal gekauft. Ich darf es schon sagen, wenn es Schrott ist. Der hat sich nicht oben. 2 Dinge, die 2 abgestürzten Dinger, wo passiert sind, kann ich nicht sagen, passiert. Stirbt jetzt auch keiner. Aber was mich nervt, ist, dass die Surfer nicht gescheit gingen noch nicht. Bitte spiel mir Red Dead. Red Dead habe ich auf Stream gespielt. Was heißt, können wir schon theoretisch im Stream spielen, aber das ist ja Blödsinn. Ja, das war lang, gar nicht meine Spiele, aber ich kann nicht anders als dir zuschauen. Schau dich auch nicht ab. Ich warne dich. Da schaust lieber am Montag an einem Mika zu, wie am Freitag bei sehen die Spiele, da wo ich genau weiß, oh, da werden die meisten vor lauter Trockenheit, Staubkotzen, Scheißen, Brunzen oder gar nicht erst einschalten. Nachschau-Squad. Ja, also um Gottes Willen. Und ansonsten empfehle ich bei sowas immer, wer natürlich Bock hat, mir da dabei zuzuschauen und meine Meinung abzuwarten, sehr gerne jederzeit. Aber ansonsten, anders darf ich auch nicht machen, wenn ich jetzt kein Streamer war und mir nicht sowieso das Ding kaufen darf, zum auch herzogen und miteinander spielen und ausprobieren, darf ich mir auch erst Videos anschauen und Tests anschauen. Und am allervernünftigsten bei solchen Spielen ist nicht einen Test anschauen nach einem Tag, und am besten eigentlich auch nicht einen Test anschauen von so GameStar, allgemeine Gaming-Journalisten, sondern sucht da jemanden, einen YouTuber, der am besten hauptsächlich seine Spiele spielt und streamt, wie der Jesse Rocks zum Beispiel. Der hat Ahnung, der atmet diese Art Spiele, der spielt nichts anderes. Und da wartest du mal, das Spiel ist raus, dann wartest eine Woche und dann schaust du sein Ding an. Dann schaust du an, was er meint, rentiert sich das Ding zum Kaufen und damit zu rechnen, okay, kann ich da 100 Stunden und mehr reinbuttern oder ist er 10 Stunden Pümmelkacke und dann war's es wieder. Das glaube ich ist das Allergescheiteste. Und da ich das nicht tue, zumindest noch nicht, nein, es gibt keine Pläne des Fulltime-Streamers oder sonst irgendwas, aber ich weiß auf was für Ideen, dass ich irgendwann einmal komme, in Form von Videocontent vielleicht, Testvideos machen oder keine Ahnung. Ja. Jesse, kannst aber nicht zuhören. Findest? Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Mir geht es nämlich sehr ähnlich. Ich schaue Amerikaner. An Scissorin heißt er, glaube ich. Dann den Australier-Typen, Namen vergessen. An Asmongold, dem kann man auch zuhören, den kann man sogar sehr gut zuhören. Der spielt jetzt nicht so viel ARPGs, aber der hat auch fähig nur PoE und Diablo 3, 4, 2 im Knack, dass er eine fundierte Meinung abgeben kann. Finde er mega anstrengend, ich hasse den Dialekt. Er hat sehr komische Stimme, finde ich. Und wenn er versucht, lustig zu sein, dann ist er so viel, aber nicht lustig. Und der Quinn, ja genau, Quinn meine ich, absolut richtig. Quinn 69, das ist der I paid $14,000 oder $25,000 and I got nothing! Ja, Diablo Immortal, good times. Rex kann man sich noch anschauen, ja. Und der Vodijo schau ich, Vodijo, der Vodijo sagt mir jetzt nichts. Der Rex ist der mit der blauen Haum, kann man sich auf alle Fälle, tut auch nichts anderes. Und ja gut, der neu dazu gewonnene ARPG Diablo 4 Streamer ist der Dark Microtransactions, glaube ich, der Rothaarige aus Alaska. Dem her ist er gern zu, das ist ein sehr sympathischer Typ, aber der ist nicht so hardcore drin in diesen Spielen wie Quinn oder Rex oder Asmon oder wen haben wir noch gehabt? Ja, wie gesagt, ich hab's nicht so mit Namen. Ich hab's nicht so mit Namen. Quinn ist heute ein Theory Crafting Monster. Oh, er kennt noch jemanden. Jetzt habe ich gerade einen Namen im Kopf gehabt, jetzt habe ich wieder vergessen. Der Urvater.
Schau ich auch sehr gern. Der hat ExileCon eröffnet. Alter Birger, du Namen, du bist sehr ein Vollidiot und den Typen kenne ich seit 15 Jahren, glaube ich. Der Crip. Criparian, der hat auch schwer Ahnung. Er war ja nicht sogar der erste, damals wie Diablo 3 rausgekommen ist. Inferno, wo Inferno noch wirklich Inferno war, das war so mit hallo, da ist ein kleiner Mob, bumm, du bist tot. Der erste Inferno HC Diablo Kill. Er und der Crip, glaube ich, war der erste, bin mir nicht sicher. Ein Vitablo, glaube ich, kenne ich auch. Ich schaue einfach gerne Amis. Ich weiß nicht warum, ich konsumiere fast eigentlich nur Ami-Content auf YouTube. Die Carina schreibt gute Nacht, sage ich auch gute Nacht, schlafen Sie einer gut hinein. Ich hoffe, Sie hatten einigermaßen Spaß. Wobei es ist mir immer nur völlig absurd, wie eine Frau bei sich eine Spiele Spaß haben kann. Steffi, da schaue ich auch in deine Richtung. Der Kai haut sich ins Bett, gute Nacht, Bürger, zock heute Offstream, nein, nicht mehr zu viel, nein, nie. Ich habe noch nie zu viel gespielt. Der Point schreibt, der Criparian war auch früher ein Top, ja, stimmt, auch, und er ist auch übrigens Hearthstone Pro. WoW-Spieler, hat mir gern die Lich King HC Progress Sachen angeschaut. Der hat generell alle Blizzard-Spiele reingesuchtet wie ein Behinderter und bis aufs, ja, auf die unterste Ebene Getheory craftet. Wie der Quinn. Aber der Quinn ist ihm, glaube ich, nur mehr, ist die modernere Version vom Crip. Der Crip ist so ein schöner, der ist so gemütlich einfach. Also, das ist eigentlich schon lustig. Crip habe ich lange bei Hearthstone zugeschaut, ja genau. Bis dieses Auto-Battler-Format dazukommt, dann wurde es für mich uninteressant. In Hearthstone, das habe ich mir sogar auch mal angeschaut, war auch nichts für mich, hat mir nicht gedacht. Der MRC schreibt noch, Alkaiser kannst du als Streamer auch schauen, weil er fast nichts redet, 100% Profi-Gameplay von dem Suchtler. Es ist aber bei solchen Spielen schwierig, weil das erklärt werden muss, wie das zusammenhängt, warum der jetzt so viel Schaden macht, warum macht er das so und so. Weil es das nicht umreißt, zum Beispiel im Path of Exile. Warum ist jetzt der Bild stark? Ich habe keine Ahnung mehr. Schau dir ein fertig gebauten Bild in PoE an, so, da kriegst du einen Schlaganfall. Da kriegst du einen Schlaganfall. Und jetzt habe ich da über 500 Stunden in dem Scheißspiel und sitze immer noch da wie ein Schulbub, wenn ich mir denke so, wie hat er sich das Ding jetzt zusammengekraft? Ich habe keine Ahnung. Oh, Exile, Exalted. Das ist das Einzige, wonach ich gehe. Schauen wir einen Guide an und dann kaufen wir das Zeug zusammen. Oh geil, jetzt macht Spaß. Und dann eine ins Viech. Naja. Vorher ist mir die Frage gefallen, ob wir Path of Exile 2 spielen. Da bin ich kurz davor zu überlegen, ob wir es für Path of Exile 2, das schaut wirklich beschissen gut aus. Heiliges Kanonenrohr schaut das gut aus. Und wenn das so wird wie das 1er, bloß mit dem Gewand vom 2er, dann haben wir unseren Diablo-Killer. Das wischt mit Diablo am Bund zusammen. Also ungelogen. Ich habe die Gameplay-Videos gesehen von dem Crossbow-Schießen und Crossbow-Gameplay, das dauert glaube ich 20 Minuten. Weißt du, andere, das ist immer so der Unterschied. Manche Firmen, die müssen einen 2-Minuten-Trailer machen, der unfassbar geil ausschaut und der die anfixt. Und dann kaufst du einen Spiel und das ist absoluter Scheißschrott. Und andere Firmen, die liefern dir einfach 20 Minuten echtes Gameplay und du kannst dir auch schon, wie das Spiel ist. Und dann sage ich, heilige Scheiße, das schaut unfassbar gut aus. Das Pumpgun-Gameplay mit dem Crossbow und wie das alles zusammenspielt und so. Ah, leck, hab ich da Bock drauf. Und da überlege ich fast, ob wir einen ähnlichen Stream machen wie letztes Jahr in Diablo. Wir schalten am Freitag um 9 Uhr in den Vormittag ein oder um 10 Uhr und streamen, bis ich nicht mehr kann. Und wir wissen, das dauert, da ich mein Maul nicht halten kann, kann ich 5 Minuten nicht, kann ich 3 Minuten nicht. Und ich durchgehend am Labern bin. Ich glaube, beim ersten Stream, das waren 14 Stunden oder so. Und dann am zweiten Tag auch nochmal und am dritten Tag auch nochmal. Und dann habe ich keine Stimme gehabt. Dann bin ich in Urlaub geflogen, 2 Tage später, das weiß ich auch noch. Und dann und ich habe einen Tag lang nicht sprechen können. Das ist kein Witz. Meine Hochachtung an jeden Fulltime-Streamer, der so viel schmerzt, wie es ich in meine kurzen Streams tue. Wie das gehen soll, weiß ich nicht, ist aber auch nicht mein Problem. Werden wir nicht oft machen, sag ich dir, was es ist. So! Ist überhaupt nicht irgendjemand da. Friends of the Sun, wir haben 0,2% der Frames verloren. Das ist nix. Das ist nix. Wird das 2er zugänglicher wie PoE 1? Ja. Ja, deutlich.
Das ist auch der Grund, warum PoE 2 kommt. Also es ist schon noch komplex, es ist kein Diablo 4. Da brauchen wir nicht, weil sagen wir uns ehrlich, Diablo 4 ist, ja, das geht so. Hat ein paar Kniffe drin, ja, aber geht so. Was man bis jetzt weiß zumindest. Aber es kann nur zugänglicher wie PoE 1 werden. PoE 1 ist absolut... Da kann ich nur einen Wi-Fi-Spezial-Tee empfehlen. Den hat's mir geschrieben. Und zwar Ricolas Aufkocher und so weiter. Habe ich gemacht, hat geholfen. Aber trotzdem habe ich einen Tag gebraucht, bis ich wieder Schmerzen habe können. Ich habe auch nicht damit gerechnet. Bin am nächsten Tag aufgewacht, habe Hals weg gehabt wie seit 20 Jahren und habe mir gedacht, was ist denn jetzt? Und jetzt, wenn ich was sagen wollte, hat die Bürgerin zerrissen und sie hat für mich am Flughafen schmerzen müssen, hat im Urlaub für mich schmerzen müssen, sie hat mein Essen bestellen müssen. Weil ich da gesessen bin. Das war irgendwie seltsam. Für den Marathon muss ich mir dann auch einen Paletten Dr. Pepper holen. Absolut korrekt. Marathons nur mit Dr. Pepper Paletten. Und die stapelt mir dann wieder da so schön. Und wenn ich dann vom Urlaub wieder da bin, aber wir fliegen wir dieses Jahr wieder in Urlaub, aber erst im August irgendwann. So, jetzt geht's ins Bett. Wir gehen ins Bett. Ich rauche jetzt mal gemütlich 2, 3, 84 Kippen und dann werde ich dann ein bisschen reinzocken ins Viech. Als Wi-Fi-Tee jetzt auch drahtlos. Sei es wie es sei. Ich glaube, da habt ihr ein gutes Spiel für euch. Oder vielleicht an mir aus, vielleicht spielen wir es auch nochmal im Stream, wir werden sehen. Vielleicht kommen wir bis ins Endgame und dann präsentiere ich das vielleicht einfach einmal so. Das wird dann ein kürzerer Stream, aber hauptsächlich man hat es gesehen oder so. Wenn es interessiert. Wir können uns auch gerne im Discord drüber unterhalten, wer auch nebenbei spielt, was er da verholt. Unterhaltet euch, für das haben wir meinen Discord. Das ist in der Beschreibung unten. Builds teilen, schau hier, ich hab was ausprobiert und so. Das ist ja das Tolle an einer Community. Und so wenig Diablo-Spieler haben wir nicht. Das Spiel ist definitiv wert, dass man sich so schaut. Für die Leute, die auch nur einen Funken Spaß mit Diablo 4 hatten. Kann ich bis jetzt empfehlen. So, und jetzt schleicht's euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Like nicht vergessen. Abo, muss ich am Schluss noch sagen, Abo nicht vergessen, keine Ahnung. Lass mal ein Abo da, Bruder. Bubatz ist jetzt frei. Södermacke, Podcast-Folge am Sonntag, heißt übrigens Södermacke, wann Bubatz steuerfrei. Ist der next step. Und jetzt schaut's, dass Land gewinnt. Hashtag MongoKini. Wir sehen uns am Montag mit Uncharted, am Sonntag im Podcast, nächsten Micker mit Trash Games und dann schauen wir weiter. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke für die ganzen Donations. Ich hoffe, manch einer ist noch hier. Ganz besonderes Danke natürlich an die Riesendonation, die da heute wieder dabei war. Please stop it. Danke für die neuen Mitgliedschaften. Welcome to the Squad. Danke für die Resubs und Kuss auf die Nuss. Und danke für die Mods, die an Freitagen übrigens, und ihr wisst es hoffentlich schon, ihr müsst an Wochenenden nicht da sein oder so. Aber wenn es natürlich da sein wollt, dann sage ich natürlich nicht, verpisst euch. Ist auch klar. Bloß damit ihr Bescheid wissen. Dennoch ein Triple F an die Moderatoren. So sieht's aus. Und jetzt schaut's, das Land gewinnt. Ich wünsche euch was, schönes Wochenende. Kuss auf die Nuss. Tschüss. Habe. Muss schon ein bisschen leiser machen, ist schon 2 Kriege ich dann nächstes Mal. So, jetzt schleicht's euch. Wir sehen uns spätestens Stream Montag Uncharted 4. Heilige Scheiße, ich hab da Bock. Momentan mal wieder gute Spiele. Schleicht's euch. Tschüss. Dann Kackfrisur.